Zunächst ein paar einführende Worte. Ihr habt es schon gesagt, es ist sehr, sehr wichtig heute und auch die nächsten 3 Tage werden sehr wichtig. Denn wir haben viel vor. Und jemand, der uns nicht wohlgesonnen ist, könnte ja boshaft behaupten, wir würden uns seit April diesen Jahres nur noch mit uns selbst beschäftigen, ja, nur noch Future Fit. Und der Rektor bediene als Influencer hauptsächlich Instagram und LinkedIn. Aber genau solche Behauptungen machen auch den uns Wohlgesonnenen deutlich, warum wir uns fragen müssen, und hier habe ich wieder ein neues Wort gelernt, zu was machen wir das Ganze überhaupt? Oder manchmal, man hat mir auch gesagt, in Oberösterreich heißt es wieder anders. Zawors, manchmal zu was oder Zawors. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Aber es gibt eine ganz einfache Antwort darauf. Es nicht zu tun, wäre verantwortungslos. Gerade in der jetzigen Zeit. Selbst eine so traditionsreiche und erfolgreiche Institution wie die TU Wien braucht aktive, zukunftsorientierte Führung und nicht bloß Verwaltung des Bestehenden. Denn nur wer die Wirklichkeit mit ständiger Veränderung nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern sie auch aktiv gestaltet, bleibt erfolgreich. Sie erinnern sich vielleicht, zu Wirklichkeit und Möglichkeiten hatte ich bereits in meinem Hearing, und das ist auch jetzt schon ganz lang her gefühlt, Robert Musil zitiert. Wer die Wirklichkeit ignoriert, riskiert, von der Veränderung überrascht oder sogar überrollt zu werden. Doch in jeder Transformation stecken nicht nur Risiken, sondern auch ganz, ganz viele Chancen. Und unsere Aufgabe ist es, diese Chancen zu erkennen und zu nutzen. Es geht in den nächsten 3 Tagen nicht darum, Aktionismus zu zeigen oder blind den neuesten Trends und Hypes nachzulaufen. Was wir am Ende brauchen, sind klare Ziele, fundiert auf einer mutigen und gut durchdachten Strategie. Aber es ist entscheidend, wie wir zu dieser Strategie kommen. Denn strategische Ziele sollten auf Basis eines wirklich guten Verständnisses der Wirklichkeit formuliert werden, um dann ihre Wirkung voll entfalten zu können. Als ich dieses Amt des Rektors übernommen habe, hatte ich bereits recht konkrete, teilweise aber auch noch sehr abstrakte Vorstellungen. Diese Vorstellungen haben wir im letzten Jahr in meinem Rektoratsteam weiter intensiv diskutiert, verfeinert, auch unterschiedliche Dokumente bereits ja erstellt, wie Leistungsvereinbarung, Entwicklungsplan, und wir haben auch den Rat des Unirats dabei eingeholt. Durch meine anfängliche Außensicht auf die TU Wien sind mir 2 Dinge dabei besonders bewusst geworden. Wir alle sehen die Wirklichkeit vor allem durch unsere eigene Brille. Social Media und die Echo Chambers, also im Prinzip die Echoblasen, in denen wir uns dort bewegen, verstärken diese menschliche Tendenz aktuell noch massiv. Und zweitens, wir neigen dazu, und das ist ganz menschlich, Veränderungen mit den uns vertrauten Werkzeugen zu begegnen. Und so wird für jemanden mit einem Hammer jedes Problem zu einem Nagel. Um unsere Vorstellungen nun mit möglichst vielen Perspektiven anzureichern und sie daran zu prüfen, haben wir im April diesen Jahres drüben im Wien-Museum einen breit angelegten Prozess gestartet, Future Fit. Uns war dabei wichtig zu verstehen, wie die Menschen an der TU Wien unsere Institution selbst sehen, wie die Außensicht von unseren Partnerinnen und Partnern auf die TU Wien ist und
es war uns wichtig zu sehen, wo die Herausforderungen besonders groß sind und welche Themen für die Zukunft unserer Institution als besonders relevant gesehen werden. Deshalb haben wir die Diskussion über die strategischen Ziele zunächst zurückgestellt. Bevor wir festlegen, wohin wir gehen, müssen wir uns darüber verständigen, wo wir eigentlich stehen und wo wir herkommen. Und im Zuge des Future Fit-Prozesses sind dabei viele Stimmen gehört worden. Ihre Vielfalt spiegelt den Reichtum unserer Universität wider. Ich erinnere daran, dass wir den Prozess mit zwei scheinbar ganz einfachen Fragen begonnen haben. Diese beiden Karten sind Ihnen noch wohl bekannt. Wofür steht die TU Wien und wofür soll sie in 10 Jahren stehen? Die Diskussion darüber war für uns sehr aufschlussreich. Wir haben im Rektoratsteam enorm viel gelernt in den letzten Monaten und aus diesem Prozess hatten sich dann ja 10 große Themen ergeben, die wir in den 10 Arbeitsgruppen diskutiert haben. Und an dieser Stelle möchten mein Team und ich uns ganz herzlich bei den Arbeitsgruppen und ihren Leitungen bedanken. Ich denke, sie haben hervorragende Arbeit geleistet und das ist erstmal ein Applaus wert. Es sind Themen zu Lehre und Forschung, der zentralen Mission der TU Wien, Themen wie Innovation, Nachhaltigkeit, Karrierewege, KI, Forschungsdaten und unsere Kultur und die TU Wien-Identität. Diese Themen zeigen, welche Möglichkeiten in unserer TU Wien liegen und sie sollten in unsere Vision einfließen, also unserem Verständnis davon, wie wir zukünftig unsere zentrale Mission erfüllen. Mit der Future Fit Convention ermöglichen wir nun der gesamten TU Wien den Zugang zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppen. Auch jenen, die nicht unmittelbar an dem Prozess beteiligt waren. Wir haben die Vorstellung dieser 10 Themen für die nächsten beiden Tage in 3 große Blöcke geclustert. Heute Technological Advancement und Research Innovation sowie Education and Teaching. Morgen dann Identity, Sustainability and Career Path. Diese Reihenfolge hat sich übrigens aus praktischen Erwägungen ergeben und impliziert kein besonderes Ranking oder eine Reihenfolge der Wichtigkeit der Themen. Am Mittwochvormittag werden die Themen dann mit unserem Sounding Board diskutiert und nachmittags werden alle Themen für die TU Wien-Öffentlichkeit in kurzen Pitches erneut vorgestellt. Und es folgt danach eine Podiumsdiskussion mit dem Sounding Board und dann noch mit unserem Rektoratsteam. Ziel ist es, in den kommenden 3 Tagen unser Verständnis von Wirklichkeit und Möglichkeit durch weitere Perspektiven und Einsichten zu bereichern. Es geht übrigens nicht darum, die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zu bewerten. Vielmehr sind diese Ergebnisse Teil des nun seit etwa 6 Monate laufenden Dialogs. Sie erinnern sich, wir hatten es in unserem Prozess die Phase des Zuhörens genannt. Nach der Convention in der ersten Dezemberhälfte sind dann alle Angehörigen der TU Wien nochmals aufgefordert, die finalen Berichte der Arbeitsgruppen online zu kommentieren. Und ich kann Ihnen versichern, dass mein Team und ich uns über diese Kommentare freuen, sie ernst nehmen und sie bei unserer Arbeit an den strategischen Zielen berücksichtigen werden. Ich kann sehr gut verstehen, dass einige von Ihnen bereits ungeduldig sind und der Wunsch nach konkreten Zielen und Maßnahmen täglich wächst. Also das ist stark spürbar und ich glaube auch heute Morgen im Raum hat man das schon wieder wirklich gut gespürt. Aber eine gute Strategie braucht ein solides Fundament. Sie wissen, ich bin Bauingenieur und ein gutes Fundament ist ganz wichtig. Ich danke den Arbeitsgruppen sehr herzlich, dass sie nicht der Versuchung erlegen sind, vorschnell Maßnahmen zu diskutieren. Ich weiß, das war nicht immer einfach in den Diskussionen.
Denn die Qualität unserer Strategie hängt entscheidend davon ab, wie gut wir die aktuelle Wirklichkeit und die Möglichkeiten unserer Universität verstehen. Die Zeit, über Maßnahmen zu sprechen, wird kommen, wenn wir eine fundierte Grundlage geschaffen haben. Wir werden im Rektoratsteam die klugen Analysen und vielfältigen Vorschläge aus diesem Prozess in einer Synthese zusammenführen und in strategische Ziele übersetzen. Und ich denke, Sie alle können mir zustimmen, als TU Wien sind wir immer besonders stark in der Analyse, aber es benötigt auch die Synthese. Durch die große thematische Vielfalt unseres Hauses kommt diese Synthese manchmal zu kurz. Die Ziele sollen uns nämlich nicht nur inspirieren und uns in unserem täglichen Tun leiten und anspornen, und uns, das sind wir alle. Sie sollen uns anspornen, das Beste aus uns herauszuholen. Sie sollen auch große Hebelwirkungen entfalten und klare Orientierung geben, heute und in den kommenden Jahren. In diesem Sinne wünsche ich uns allen sehr inspirierende Gespräche in den kommenden 3 Tagen. Besonders in den aktuellen Zeiten von hoher Volatilität und enormen Herausforderungen, aber auch gefährlicher Simplifizierung in der Politik und Gesellschaft ist es wichtig, dass Universitäten wie die TU Wien Verantwortung übernehmen und wir unsere Zukunft aktiv selbst gestalten. Mit dem Future Fit-Prozess stellen wir uns diese Verantwortung. Wir begegnen der Wirklichkeit mit einem klaren Blick und richten unseren Fokus auf die Möglichkeiten der TU Wien. Und hier hilft, woran mich vor kurzem ein Spruch erinnert hat, es kommt anders, wenn man denkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rektor. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Philipp Steger. Ich bin externer Berater und begleite als solcher den Strategieprozess, den Future Fit-Prozess und habe auch die Freude, Sie die nächsten 3 Tage zu begleiten als Moderator. Jetzt brauche ich meinen Schwindelzettel. Nach dem Wer bin ich kommt das Programm. So, ich führe Sie jetzt kurz durch das Programm der nächsten Tage. Wir haben jetzt praktisch die ersten beiden Punkte erledigt und kommen dann nach meinen kurzen Ausführungen zum zentralen Teil dieser Future Fit Convention, nämlich den Berichten, den Präsentationen aus den Future Fit Arbeitsgruppen. Wir beginnen mit, eigentlich noch nah in dem Fall, der Forschung, gefolgt von der Innovation. Dann haben wir eine Pause, da gibt es ein Buffet im Foyer des ersten Stocks. Anschließend, hier geht es weiter. Dann haben wir nach dieser Pause Arbeitsgruppe Forschungsdaten, gefolgt von der Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz. Sie sehen, es ist immer eine Gruppe ein Cluster von 2 Arbeitsgruppen zusammen und dann gefolgt von einer Pause, in dem Fall um 15 Uhr bis 15:30 Uhr. Wir machen dann weiter, ganz wichtig und zentral, der Lehre, und zwar in Form von 2 Arbeitsgruppen, studierendenzentrierte Lehre und Stellenwert der Lehre. Damit ist das Programm für heute beendet. Morgen beginnen wir um 9:30 Uhr und widmen uns dann dem Cluster Identität, Nachhaltigkeit und Karrierewege. Wir beginnen mit der Arbeitsgruppe Karrierewege, gefolgt von der Arbeitsgruppe Diversität und, wie sollte es anders sein, dann einer Pause und gehen dann direkt nach der Pause in die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit. Gefolgt von der Arbeitsgruppe Sprache, Kultur, Identität. Dann gibt es eine Pause und da ist es ganz wichtig, dass Sie die Pause, auch nach der Pause noch bleiben. Gibt es eine sehr spannende Präsentation zum Thema Teamwork Advanced. Und damit kommen wir zum 3. Tag. Der 3. Tag ist ein Halbtag, beginnt um 12:30 Uhr mit Check-in und Registrierung. Dann gibt es, weil da auch Personen teilnehmen werden, die heute und morgen nicht da sind, noch einmal eine Begrüßung
durch den Herrn Rektor. Gefolgt wird das Ganze dann von sehr kurzen, sehr prägnanten, auf den Punkt gebrachten Präsentationen der Arbeitsgruppen und schließlich einer Pause. Und damit kommen wir zu dem, was in gewisser Weise die externe Reflexion der vielen Dinge, die hier diskutiert werden, sein wird, nämlich die Podiumsdiskussion mit den Mitgliedern des Sounding Boards. Gefolgt von der Podiumsdiskussion des Rektoratsteams und dann gibt es noch einen netten Ausklang im 3. Stock des Hauses. Gut, soweit zum Programm. Eine Sache, die ich noch eingangs betonen möchte, ist, dieses Event wurde als Green Event zertifiziert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man halt besonders nachhaltig in der Organisation, Vorbereitung, Durchführung des Events agiert. Da gehört beispielsweise dazu, dass die Location eine zentrale Location ist, wo die Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können. Da gehört auch dazu, dass es 100% biologische Nahrungsmittel gibt, vegan und vegetarisch, also sprich die Tiere sind in diesem Fall glücklich. Und was auch noch erwähnenswert ist, die TU Wien hat bei diesem Event nicht nur 100% erfüllt, um diese sozusagen Zertifizierung zu bekommen, sie hat sogar ganz im Sinne dieser Overachievers 160% erreicht. Also man sagen, das ist eine wirklich tolle Sache, dass es A, diese Zertifizierung gibt und B, eine Universität wie die TU Wien hier ein klares Bekenntnis zeigt. Weiteres wichtiges Detail. Wir haben hier eine Expertin im Graphic Recording, die Frau Laura Laren, die uns die nächsten beiden Tage begleiten wird und die Ergebnisse vor allem der Diskussion zeichnerisch festhalten wird. Es ist technisch, wird es so ablaufen, dass sie während der Präsentationen schon mitzeichnet, aber dann das Ergebnis ihrer Zeichnungen und das, was sich dann noch im Zuge der Diskussion ergibt, eben nach den Präsentationen macht und ab dem Zeitpunkt kann man es auf diesem Bildschirm hier mitverfolgen. Das ist jetzt nicht so eine tolle Nachricht für die, die weiter hinten sitzen, aber die Bilder, also die 10 Ergebnisse, 10 Bilder dieses Graphic Recordings werden dann am 3. Tag der Konvention ausgestellt, damit dann auch die, die jetzt weiter hinten sitzen oder nicht anwesend sind oder die, die keine Adleraugen haben, die Produkte des Graphic Recordings genießen können. Noch ein organisatorischer Hinweis, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, ist der erste und auch der zweite Tag in deutscher Sprache. Das soll aber die Personen unter Ihnen, die sich wohler fühlen, wenn sie auf Englisch reden, in der Diskussion nicht daran hindern, ihre Fragen oder Kommentare auf Englisch einzubringen. Gut, zu guter Letzt die gute Nachricht. So viel, wie ich jetzt geredet habe, werde ich hoffentlich während des Rest der Veranstaltung nicht sprechen. Mein Zugang zu Moderation ist so wenig wie möglich und so viel wie notwendig. Die Moderation wird von Gruppe zu Gruppe sehr unterschiedlich sein, denn auch in den Präsentationen der Arbeitsgruppen, also in der Art und Weise, wie die Arbeitsgruppen ihre Stunde gestalten, zeigt sich die viel erwähnte und auch viel gerühmte Vielfalt ihrer Universität. Das heißt, es wird sehr unterschiedlich sein. Manchmal werde ich ein bisschen was sagen, manchmal ein bisschen mehr und manchmal gar nichts. Gut, in diesem Sinn darf ich jetzt übergehen zur ersten Arbeitsgruppe. Das ist die Arbeitsgruppe Forschung. Diese Arbeitsgruppe wurde geleitet von der Elisabeth Schludermann und der Noelia Barabes. Bitte darf ich Sie auf die Bühne bitten. Guten Morgen. In der Arbeitsgruppe Forschung hatten wir die Aufgabe, die folgende Frage zu analysieren und darauf Antworten zu finden. Warum hat die TU Wien keinen klar erkennbaren USP in der Forschung?
Und dafür war unsere erste Aufgabe, ein Team zu bilden. Dazu haben wir versucht, eine möglichst breite Vertretung aus allen Fakultäten der TU Wien sowie aus den unterschiedlichen Karrierestufen einzubinden. Ebenso haben wir Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Organisationseinheiten der Administration und Studierenden sowie aus den Excellent Cluster in das Team integriert. Die Ergebnisse, die wir im Bericht sowie in dieser Präsentation zusammengefasst haben, sind das Ergebnis der Meinungen und Beiträge des gesamten Teams. Wir sind die Arbeitsgruppe Forschung und ein zentraler Punkt während des gesamten Prozesses war die Internationalisierung der Universität. Angesichts dessen und der Tatsache, dass die Arbeitssprache in der Forschung Englisch ist, werden wir nur für den Rest der Präsentation in Englisch sprechen. You did a great job. So, coming to the TU Wien's USP, we saw that single research groups and researchers are internationally recognized. However, for TU Wien as an institution, this doesn't hold true. So instead of looking at single research topics, defining the future research strategy, we were looking on a more general level at the present framework, structures, and processes to find some starting points to overcome this present state. Before we started, we want to familiarize ourselves with the definition of USP. It's there. And so that everyone in the group, and also you, had the same understanding. So USP is the unique selling proposition and defines a unique benefit exhibited by a company, service, product, or brand that enables it to stand out from competitors. So you see that this is used in a heavy commercial context. So we were struggling a little bit to transfer it to universities, and we were working with examples to make it more concrete. So we were taking out two companies selling products, our students, and maybe also some of you are quite familiar with them. We chose caffeinated drinks as Coke and Red Bull. And besides your very personal taste, when would you choose the one over the other? So Coca-Cola claims to be the real thing and that you should buy the world a Coke. These two straightforward sentences convey a feeling of family, friends, getting together and embracing the world as the only alternative, the real thing. Whereas Red Bull gives you wings and thereby claims to help individuals to stand out and unlock their potential, setting them apart from competitors. So I think both qualities would be quite valuable for us in the future, but both companies also express their worldviews and what they stand for in their concise statements. TU Wien's mission statements now is technology for people, developing science excellence, and imparting comprehensive expertise. Let's assume that at one point we developed our scientific excellence. What could be our mission statement in 10 years' time, referring from the questions from phase 1? What does TU Wien has to stand for in 10 years? So please, if you still have it in your hand, then you're super fine. But if not, please take your phones, scan the QR code of the Mentimeter, and we will look what do you find more appropriate to convey, our USP? So is it TU Wien is home to top-notch basic and applied research in the service of science, society, industry, and politics? Or second, research at TU Wien generates new knowledge and technological development that can lead to significant change for the world, society, and for people, from basic research to societal benefits. Or we create impact for a better society. Fourth one, we combine rich history and tradition, for sure, with the innovative and forward-thinking approach of a modern university.
Fifth, at TU Wien, we bridge the gap between groundbreaking ideas and real-world impact. And sixth and last, TU Wien, technology unlimited across all scales. So from bytes to bits, from bytes and bits to the whole universe. I think we are more than 37. Ah, okay. We have two favorites. Okay. Okay, I think the votes are going now to be a little bit biased. But what you see is that it's very hard to find some really strong statement on these meter scale. So, but you have two favorites. So actually you have the TU Wien, we bridge the gap between groundbreaking ideas and real-world impact. Okay. Eva, can you stop it? Or how do we stop it that I can click it further? Oop. Okay. So I'm very sorry, we have stolen the fifth statement from the, who was it? The Western University in Canada. So Peter, you will be most happy with that. The fifth statement was from Oxford, and ETH claims to be the top notch of basic and applied research in the series of science, society, industry, and politics. And the second one was from KTH. So why did we do this exercise for you? So because that you can feel our struggling, yeah, in bringing or boiling it down, what does it mean to, or how to communicate our USP? Because basically, if you just look on the mission statements, at TU Wien, we are more or less in the same group like ETH or TU Munich, and referred to Coke and Red Bull, we are all caffeinated drinks. So what is our different taste as USP? Why should people come to us? And we came very soon to the conclusions that this could be only Vienna. We are, as it was mentioned, situated super centrally in a city, being present for many years at highest rank as the most worth living city worldwide. So, and just to say, the sixth statement was homemade, so technology unlimited. Then our work would be done after the first session. Yeah, we have a USP, it's Vienna, we are done. But actually then we opt to say no, and instead to work with USP, work with recognition. Like this is what USP, we thought it's more for companies, but in the point of view of university, it's more important the recognition point of view. How we can define recognition? If we look for the two definitions, is recognition is the act of recognizing someone or identifying something when you see it, or recognition is an understanding and acceptance of it. But framing it in the importance of the recognition in the university is to see that TU Wien is recognized globally, as is ETH Zurich, Harvard, and Oxford, to arrive to the same recognition level. And to work on the recognition, we say, okay, what is the recognition at the university, and how the universities are getting this recognition? Then we say recognition is related to the visibility. The visibility not only in Austria, like we are the stronger TU university in Austria, but why not in Europe or around the world? It's like to be leader in technological innovation and research excellence, and built across areas like important like sustainability, interdisciplinary, and like we arrived to the Vienna like a cultural split. And what for? Why is important this recognition at the level of the university? Because this is the key
to attract researchers all over the world, and not only researchers, also students, motivated students, that they will be proud to be studying at the TÜV in Vienna. This also will help to get funding, because we'll be like, okay, this is a good place to put some money, because we will get some innovation and some excellent research. And all of this will bring us to standing in science communication, because we will be visible around the world. Then bright minds for bright technologies. And how? Okay, if we are, say, like competitive, okay, we are not so competitive in rankings like we would like, but we are not doing so bad. Funding, excellent careers, we have it, actually. We have good funding level in Austria, we have excellent talent inside the university. Then why we are not recognized at the same level like the other Europe and even worldwide universities? Then we say, should be some internal stuff that we are not doing properly, and we need to work on it. Then we see a problem, it's our own problem that we are not facing it, that is keeping us to get the recognition that we deserve. Then why? Why we don't have the recognition? So we clustered the results of many group discussions in 5 sections, and I like to start with, wow. It doesn't work on Teams, so I'm seeing it now for the first time. So I start with governance as one of these internal stuff, right? So basically this word cloud gives you a brainstorming on various governance mechanisms and structures, including the corresponding bodies on the different scales. No claim to be complete, yeah? On an institutional level, we have external reporting duties towards the ministry, like the Entwicklungsplan and the Leistungsvereinbarung, being evaluated yearly by the Wissensbilanz. The corresponding governance bodies are Unirat, Senat, Unileitung, and internally, we have Ziel- und Leistungsvereinbarungen on the faculty, institute, even research or service unit level. We have personal evaluations for incomings, tenure tracks, so we are really heavily engaged in evaluations. However, at least in the group, we had the impression we fail so far to bundle smartly individual evaluations and integrate them into an overall system in such a way that we can make strategically relevant statements and decisions in order to demonstrate our position as an excellence institution. At the moment, we face a very splitted system with distributed funding and low priority setting in relation to strategic goals. Not only internally, but also externally when it comes to donations from the ministry. So, another point we discussed is excellence, because we are an excellence institution, as we already mentioned. It is all there in terms of cool projects and dedicated and gifted people. We agreed in the group that given to the available resources, we are really doing great. And with a glimpse of excellence, we looked in depth on our ERC performance. And to keep you awake, we prepared another Mentimeter. So, your educated guess. How many running ERCs does TU Wien have at the moment? And at the moment, we define running, so ongoing projects, and also in the process of starting, assigned to TU Wien when you look up in the European Participant Portal. So is it 5? Is it 16? Is it 23? Is it 32? Or is it 45? Eva, can you start it? Ah, sorry, everybody scanned? Okay. Okay, I discussed with many people this issue the last weeks. But
you see, we tend to underestimate us and our performance and not to go beyond that. But thanks to the 5 who are believing in us as institution to have 45 and applause, right? Okay, so you see that in Austria is on place 6. So this is the figures out of the ERC dashboard. And you see, and the project is from 2020 to 24, and Austria is on the 6th place Europe-wide. And TU Wien contributes 22% of that. And I think this is especially notable because as a university focused on engineering and natural sciences, we can only take part in 1 out of 3 panels, or we took so far part. You can see our strengths and excellence research referred to the ERC panels are condensed metaphysics, fundamental constituents of matter, and mathematics. I just named the first top 3. So we are able to attract and keep talents because we do in all the different schemes from starting to advanced. We have an institutional excellence tenure track program running, which is quite an asset, and providing them at least with a midterm in-house career perspective. The pity is that we as institution are not aware or not proud of our success and communicate it in the specific way. And this brings us quite naturally to the 3rd section of communication. Yes, like we already discussed it now, we are not enough visible to arrive the levels of the top universities. And maybe it's because we are not promoting ourselves enough. Or maybe because we are not consistently sharing our achievements, and then is when the communication comes in. External to promote ourselves, but also internal to relate it with this internal stuff and challenges. Then we can separate it in internal communication and external communication. If we start with internal communication, it's like, okay, was better than we expected in the Mentimeter. We expect that people will not be so much aware of how many years he's running now. Screw my starting. But we really don't know the excellent things that are done in this university just crossing some streets. There is a common knowledge of the running projects, the achievements from Freihaus, Getreidemarkt, Gusshaus. We are just centering ourselves instead to have a real vision. And why this is important? This is important also to promote this proudness, no? Like this is connected internal and external communication. When you meet a person that have studied in Harvard or in Oxford, in 2 minutes, 5 minutes conversation, they mention 5 times how awesome is to be in Harvard or how awesome is to have been studying in Oxford. Why we cannot have the same? Like here we are forming the people that are leading our industry, chemical industry and mechanical industry. Then these are also ambassadors that will bring our proud. And instead to, like we were also pumping up, no, like the happy complainer, no? When we meet, the people like to complain. Instead to say how good we are doing, you are just complaining about, in this faculty, in that faculty, in my group, and like this. And then it's spending, because you go to a conference, and like the people is keeping complaining. And instead to selling how great we are doing, and to sell how great you are doing, we need to know what is done in our home, and not only in our corridor, in all the faculty. Then for this is like, one thing is the pride and the collaboration, because if we know what is done across all these buildings, also collaboration can enhance all over. But then there are other internal things. Like, for example, if you see how many channels we have for the same things. For publications, we have Invenio,
publication database, OR repository and repository. Like, sometimes you get lost in the internal. For teaching, we have TIS, TEUBEL, CoLab, and we speak with the people, and everyone is getting lost, and you don't know where to find what. And this is also internal communication, how to find the information, to unify, to have it consistently. I didn't prepare a Mentimeter on this because it would be so long, but I would like to know how many of you read all these long emails that we receive in one day, or who is reading the Mitteilungsblatt? No? Be honest. Then, like, what's popping up in some of the discussions, idea, like, why we don't get just an email with short statements and links? Who wants to read the Mitteilungsblatt can click and go and eat. Who wants to read about each thing concerning? But just you can have an overview of this. This is the way of internal communication. And for example, the question is like, the Mitteilungsblatt is where appear the positions, but this is not reaching to the students. How the students will apply for the positions that are advertised there. And this is what we are meaning about this internal stuff. It's like how the information is lost a little bit. And it's not only online. This is artificial intelligence created image saying like, create a Mensa for the TU-Wien. How nice would be to have a nice place to meet, to have good food, to have a coffee where we can discuss. This image, welcome office. This, I was in the synchrotron 2 weeks ago. I went to the Mensa and I saw it and I was like, this is so good. And I took the photo. And this is the way of internal communication. A nice Mensa where the people can meet with a big wall and where also can be highlighted or can be done seminars all over to highlight what is done. Then I think we need to have a good communication strategy, but not only internally, also externally, in the same way to highlight the research, but this will also imply that we are increasing in the international rankings and promote our own researchers. And like the Vienna thing was pointing out since the beginning, no? And we think, if you ask around the world, do you know where it's been? I think nobody will know. Because Munich, the people can relate it, but Wien, no. But if you ask, where is Vienna? Everyone around the world knows where is Vienna. Imagine that we have, this is also artificial intelligence created, like to make advertisement of the TU Wien, no? But instead TU Wien, imagine TU Vienna. And you have like here the kind of the Stephansdom. Everyone will remember. Everyone could locate this university in a few seconds. And this is the outreach. And okay, it's increasing like the social media and ways, and this is kind of work in progress, and I think this is the way to go. And like the brand, and then will be like to have a unique kind of brand, this we will touch it later, to promote. And then was another really nice idea over the discussion. It's like, we have a university in the middle of Vienna, where how many people is crossing just all over? What about if we use our buildings? If we use our buildings to promote what is done inside? People can see and take photos here in front of the door, but they don't know what is inside, that this is even a university maybe, no? And that it's doing great science and great achievements. And we have here, we have Getreidemar, we have Gusshaus. We can just spread the word of the TU Wien. And with this, I take over. So we briefly already touched rankings. Research excellence of an institution and the communication about it is directly related to its performance in rankings. And as a top-ranked institution, you are highly recognized internationally
being the point of attraction for future talents, researchers, lecturers, students, and administrative staff. As a group, we did not go in any philosophical discussions whether to take part in rankings or just to quit like Utrecht did. We assumed that we will play the game also in the next years. And, oops, my God. And what we saw in the latest reports in the Times Higher Education ranking is that there is an up and down in the last years. Now it's down again, especially with research quality. So you see that here we are below any mean, or any median, sorry. But if you look at the subject rankings, and if you have our correct guessed high number of ERCs in mind, you see that 5 are in the top 100. Best ranked is water resources with place 17. Mechanical engineering, remote sensing. So I think there are lots of things we actually can show. We discussed several problematic reasons and came to a conclusion that there has to be somehow a systematic reason behind the low research quality measure, although our high input. And besides that, we surely can enforce our science networks as quick wins and take care of different names TU Wien has at the moment, or affiliated with the moment. You also see it on this very specific slide, so I think no more words are needed here. Last but not least topic is visibility. We already touched it with communication, and I just spoke about our common name when it comes to rankings. Haha. All goods are 3. So the last interactive Mentimeter for the topic research, maybe more are to come with the other working groups, I don't know. What is our correct stated name? Sorry, what is our correct name stated in the Richtlinie zur Benennung der TU Wien in Publikationen? Maybe we should also rethink the framing of our Richtlinie. From July 2020, your educated guess, please. So I will read it because I'm not sure if you can also see it in the very back. Is it, so the German is more or less the same? Any troubles? Okay, then the 4th is out, so you just have to choose 3. We were just trying to see if you're still awake. So is it Vienna University of Technology, is it Technical University of Vienna, or is it just Technische Universität Wien? Everybody finished? Great. You did a great job. I'm just wondering why there are so many affiliations still around. Yeah? Nachher dann, glaube ich. Okay. Good. Then, yeah. And like with the name, we can go to the logo. If you go to Google and you put the logo of the TU Wien, you could see by yourself, no? And we compare it with another well-known university, and we do the same exercise, and you put Harvard. And then you could see how a consistency in the brand, like when we were speaking about the importance to have a unique name, because it will affect the rankings also, and the unique branding. Then to sum it up, all like what we got, no, like why isn't TU Wien getting the recognition it deserves? The answer lies both inside and outside our structure. Internally, we need better governance and solid communication strategy to fix the gaps on how we share information. Externally, we need to level up our visibility and branding game. With these improvements, we can climb the rankings, I am convinced. We can attract talented researchers and students and truly showcase the excellence that we already have. It's all connected. Stronger communication, stronger reputation, stronger recognition, stronger TU Wien.
So if you boil it down, it really comes to communication, governance, and excellence. These cover all the critical points identified in the process to achieve recognition and align perfectly, at least with 3 of the Rectorate's key messages. Oops, sorry. And don't worry, I won't read them, and you're not, and you're also not forced to read that. But in order to achieve excellence in long term, we want to focus on research fields which we can assume international leadership in the medium term, while at the same time remaining opening to recognizing and developing forward-looking subject areas. And we in the group, we discussed that increased recognition in global rankings with a better visibility and also of the research strengths contributes, of course, to that. And a reputation for being a place where talented researchers and students like to come and are here and make groundbreaking contributions. So the other 2s are, we want to be an attractive environment for committed, competent, and reliable people who help to shape cultural change, focused on a positive, continuous change. And we want to increase the efficiency of administrative processes and tools by empowering knowledgeable, communicative, and capable people. So people are the key to recognition. And recognizing it as an institution that people are key to the successes, the focus should be on nurturing and promoting the achievements of these greatest assets. This encompasses a commitment to fostering an inclusive environment that attracts and retains top talent, thereby enhancing our overall recognition and impact. And this also entails ensuring stable employment situations for young researchers. And at last but not at least, fostering a culture of collaboration and innovation with a focus on pride in TÜVI's achievements. We mentioned it, but I think this is worth to mention it a second time. So, how should we achieve this? We proposed a toolbox, and to make the statement, we brought some tools with us. We have 4 directions to start with, and we brought big tools so that you can see it also in the back. And also to get the quick wins, to enhance our international recognition to become a lighthouse of research. So with smart branding and higher ranking, here it is crucial to foster unification efforts and go for one common name, one logo, maybe you should put it this way, create a unified brand with only one web identity. Besides that, we have to use the given resources in terms of our networks and people and make them ambassadors and multipliers to spread this common identity and exploit the fact that we are based in the city of Vienna. Another is the communication, external and internal. We need to invest of building the network and improving the communication with a clear strategy, creating shared places, not online, but also physical places, and also get the proper training for it. And we think, and I think was the general feeling of the group, is like working on these 4 tools combined, TÜV can boost its recognition and shine as a leading university at the global stage and maybe arise to the levels of the 83, who knows, in some years. So we like to end our talk with a vision statement and another picture. In our panel discussion, Rector Jens, by the way, happy birthday, pointed out that this whole thing reminds him of cocktail mixing. So the cocktail is increasing TÜV's global recognition. By doing so, TÜV must undergo a strategic transformation that addresses both internal and external challenges. Here now come the cocktail ingredients, the key areas for improvement. We used colored cubes for them. Third, time, fostering a culture of pride and collaboration, streamlining communications and ensuring consistent branding, optimizing data management and ranking strategies, rethinking funding distribution, focusing on higher impact research, which will further raise the profile of TÜV, leverage its research excellence, and attracting top talent and promoting the advantages of Vienna.
so that, in the end, we as TU Wien can strengthen our position as a global leader in innovation and technology, hopefully being named in the same breath with the world's top universities. Thanks. So in the interest of continuity, I'm going to stick to English at this point. So thank you very much for the presentation. Before we start to take questions, I just want to make sure that I understood sort of like your main approach. Because one of the really interesting things that everyone will see also with the other groups is like how each group approached the topic in a very different manner. For instance, you with the trigger question, why does TU Wien not have a USB? Yeah? You didn't like focus on that. You took that as a starting point, and you basically said, a unique USB is not the answer. What we need is a strong brand. We need a strong recognition. Yeah? And then your basic observation is our brand, our recognition actually doesn't correlate with the performance. The performance is much higher than what we get recognized for. And then you asked them, why is that so? And you looked at 5 factors: communication, visibility, governance, self-awareness, and ranking. And then you ended with a vision. Yeah? So it's a very structured approach, and you had lots of ideas about what could be done. Yeah? So did I understand that as the gist of the argument? Good. So in that case, now we're going to open the floor to questions from the audience to our 2 presenters. And the idea, again, as a reminder, is we want to deepen our understanding of the reality that this working group described. And there will be microphones for the people who want to ask questions. They can, please. And then the person in the back. Yeah. It's only a technical question. Why are we still the Vienna University of Technology on the ranking websites when we have had actually been... How can we rename this, or how could we possibly rename this? Or is it perhaps impossible to rename it? We are working on that. Yeah, it was also very astonishing for us, because you see the people know actually how to put it properly, but there are lots of different affiliations still around, yeah, and also old logos are around, yeah. So I think we should do a kind of ausmisten. Yeah. The person in the back, please. Yes, Christian Helmich, good morning. So perhaps rather a comment or half a question. So I fully understand the idea with Vienna. So Vienna is Vienna, right? So that's of course great that we are in the city, in the middle of it, and this I absolutely understand, and I think this is much more we can do there. Concerning the ERCs and how are ERCs produced, my personal persuasion, it's not with pride, it's with enthusiasm. I would prefer a culture of enthusiasm, particularly if you're opposite Karlskirche, sitting about, talking about space. Third thing, concerning the name, I don't know. What I know in terms of that it's sitting in Vienna, it has always been termed Technische Hochschule Wien, Technische Universität Wien. I was thinking for 20 years and promoting for 20 years to become English. For some reason it did not work. I understand that it doesn't work, so obviously TU Wien is a good logo, but we should be motivated to explain what is going on, right? To show always the same logo. Like ETH doesn't make any sense in English, but it works. So probably it's a little bit also the repetition and the sturdiness in doing things. But otherwise, yeah. So I think to go back to Vienna is very good, but I think we have to think about what does it mean to go back to Vienna, also in terms of contents. What does it mean, Vienna? Vienna is called Wien in German. We are using German since 1,200 years, so we have to probably think what it means. Thank you very much. Yeah, we are not saying to change the name or change the logo. We are just saying like the different... Yeah, it was like the unification.
like to don't search, that we have 3 different names in publication database, in rankings, that we don't have in Google 100 million logos. And this was the main point. And and in the first meeting was really clear when we speak about what the USP of the university, everyone in this meeting, even people really long at this university was saying, the only USP that we have is BEAN. And this is also making that a lot of researchers want to come here. It's besides the university, it's because it's a nice place to live. And we are not claiming that we need to change the name. We are just saying to think about. Please. I know from experience that English-speaking people do not know what Wien is or how to even write it properly. They usually write it W-E-I-N. And I'm all in favor to go to something that people can write and read properly and know it's what's meant by Vienna. Thank you. Don't be shy with questions. Just a small remark, we have really a problem with the internal communication, because you have from computer science the logo, which is outdated since 2018 on your slides, and in terms of the Times Higher Education subject ranking, we are ranked at 84, and you have it in 150 plus plus. So we have a problem with the internal communication. But I just want to, or we just Googled, yeah? We took what we could find, because this was the exercise, yeah? It was not testing if the facts are correct, yeah? Because nobody who is interested in TU Wien does it for a first glimpse, I would assume. So if there are wrong numbers, I think it's our task to correct them, yeah? We didn't do an evidence-proved approach and said, okay, this was like when I Googled places of TU Wien in the Shanghai ranking 24. This is what came up. Yeah? And also with the computer science logo, we Googled logos TU Wien. The super old one is also still there. Vice-Rektor Ertl, please. Thank you Gerti, thank you. I think one of the key problems I think we have is, yes, the informatics or computer science is top 80. If you think about Berkeley, computer science probably doesn't exist, but if someone says, I'm coming from Berkeley, I'm a computer scientist, everything is awesome. Here we know the computer science in Wien is great, but they don't know the TU Wien. And I think this is a problem we need to address. So it's pretty much apparent from all the comments and questions that you're getting that the name issue, the recognition that's connected to the name is something that triggers people. Now, we are very lucky, actually, because we have an external expert here today, just so happens, a Fulbright visiting expert, Jonathan Alloy, who I believe has some insight on this. Could you just briefly comment on this issue with the name and the name recognition? Sure. Guten Tag. Entschuldigung, ich nicht sprechen Deutsch. So thank you for having patience with me to speak in English. First off, thank you so much for the work that all of you have done to contribute to this process. I am a graduate student at Harvard. I'm a graduate of the University of Michigan. I work on Wall Street in technology transformation. I'm very fortunate to be here this month in Wien, or in English, we would say Wien. Vienna is a word. We don't know in English that the W is pronounced like a V. It's a different language. But I'm very fortunate to be here to be working with the communications department to help take the work that all of you have done and the excellent work that your working group has done and translate that into action. So I hope that you will all see in the spring term and in the coming year that your comments are being heard, they're being listened to, they're being acted on within the bounds of the university. The process that FutureFit has done, I think, is an excellent process. It's run really, really well. Your participation, your presence here today helps validate how important this work is.
you know, every university has issues. I mean, look, I'm at Harvard. We have a $6 billion annual budget and a $50 billion endowment. And if you did a survey of what do people think about Harvard, you're going to get a range of responses from very highly negative to very highly positive. Most people think of Harvard as an undergraduate college. That's actually the smallest school in the university. You know, every brand has issues, and every brand has opportunities to continue growing and strengthening. So it's really a question of saying, not just who do we compare ourselves against, but who do we want to be? I mean, I can compare myself to Brad Pitt all day long. It's not going to go well for him, let's face it. But, you know, it's a matter of also choosing your reference and saying, who do we internally want to be? Who are we? And I think that's the core of the work that your team is doing so well. So I would just encourage you all to keep making these comments, right? There are no bad comments. There are no silly comments. There are no silly questions. Keep speaking up. Keep expressing yourselves and sharing what you want and what you think so that the rectorate can hear you and can include your perspective in the plan going forward. And again, thank you all for coming and participating in these working sessions. Thank you, Jonathan. Thank you. I just want to point something out, because it's not just about the content of what Jonathan just said. It's also about how he said it, which highlights that what we are talking about is also a cultural issue. Look what he did. He was effusive. Yeah? He praised everyone. He gave a lot of praise. He also presented some numbers. He was also very specific. Yeah? He validated our efforts. That's cultural. But it's also something that can be learned. So I want to give this back to you. To what degree do you guys think that the cultural aspect plays a role in the recognition issue? It's a loaded question, I know. I think quite a lot, actually, and this was also quite of the common comments all in the panel discussion that we had in different meetings. We have different guests from different institutions, people from different organizations here. And this is what we say, like, if, like the pride of complaining or like the not being always unhappy or not recognizing what we are. And this is the main problem. And what's point, like, answering a little bit also to the comment before, for sure, informatics is really strong in Vienna. And in another faculties, there is excellent researchers worldwide known. But it's known the researcher or the group. But maybe if they ask, from which university is the researcher, the people doesn't know. And this is what will be the game changer, that the people also, that the people when it's going there, is also speaking good about the university. And for speaking good about the university, you need to know what is going on in university and what is done, not only in your lab. And it's the culture to just look inside and maybe not look outside, or more the communication, no? To speak loud and to don't be afraid. A little bit of personal. Yeah, I can totally underline that. And we also discussed it in the group very heavily. And this is also why we brought up these happy pessimists. Yeah. So this is our attitude. I'm totally with Christian. I really like enthusiastic people. I think this is why you're still here after many, many years, because you're intrinsically motivated and enthusiastic about science. Otherwise, you wouldn't sustain at a university. But I think we see, and as I switched to the dark side of administration, I was former researcher, what I see at TU Wien are super distributed systems. And I think the major task is to find somehow a bracket, and we can do this by our culture and our attitude towards things, and open up internally, because externally I think we are super connected within our disciplines. But we face that, also in our discussions. Thank you.
Vice Rector Kastner and then Rector Schneider. Thanks. I would like to switch a little bit the discussion from the smart branding to what you also named in your conclusion, that we should focus on high impact research. So what's the meaning or your understanding of high impact research? How should we evaluate that? What are the measurements to find out if we are going to high impact research? I'm super fast finished with this answer because we were not allowed to think about concrete measurements. But what we discussed in the group was, because we saw it with the rankings, so that we do something wrong. Yeah, because we have high input, we have the high impact if you refer it to ERC and as a European funding scheme. Yeah, we have it there. But if you see it in our publication record and the citation index, so because Christina was so nice and gave us also a presentation and somehow how to rank or rankings in a nutshell, so we see there is some systematic mismatch. Yeah, and I think we have to look and maybe tackle more. But I think the definition of high impact for TU Wien is with us. Yeah, so we didn't do anything in the group. So does it answer? Can I just follow up, because I'm not sure, but I'm slow sometimes. So how do you find high impact research? Is it just like ERC grants? Is it citations? What is it really? I think it's a mixture of everything, and also like this was also based on some experience that people from another centers share with us. No, for example, the example for me that came was the EPFL. No, the EPFL Lausanne in Switzerland, they have kind of internal funding, no? And the people, it's like the focus areas. And this is something decide all the center, and then they decide, okay, we push on this, because this is like promising. And like to concentrate a little bit to push the most emerging or the most promising areas to become high impact research. I don't know if it's a mixture, like we need to have like the ESCs, the citations, and these rankings. Even we know that these rankings, you just need to know how to trick it to win. But it's not, for me, would not be more the ranking. It's like to have like the view of where to go or the direction to take. With the permission of the rector, can I briefly give preference in this case to Dean Mijovilovic? I think you have a comment or question regarding this issue. We're just waiting for the microphone. Just a very brief comment ad hoc to this issue of excellence, bringing in some statements that we gathered last Friday from the vision building process of the Faculty of Technical Chemistry. And what we identified there, or what I took home with me, is you're relevant when you identify a problem that is really important for society, and when you try to provide a solution, then the impact will follow ASAP without any further ado. So really go for the challenge and bring up a solution. That would be my recommendation. So that would be qualitative in addition to even before the quantitative factors. Please, Rector. Yeah, I just have a question to this really deep cultural issue of the happy pessimists. You know that the first phrase I learned in Vienna was Sudan. Yeah? So it is, but at the same time it's part of the culture. So obviously we will never be successful because culture eats strategy for breakfast if we say we will make something like Jonathan Alloy said, a Harvard thing, because obviously in our culture this will never work. It's the same that we are happy to be hidden champions. So it's the same in Germany. In Austria and in Germany, people are very proud to have these hidden champions companies. So we are kind of a hidden champion. But how did you discuss this issue in your working group? Being a hidden champion, obviously too hidden, because we have so many ERC grants, and we are doing much better than many bigger and more universities with more resources. At the same time, keeping the happy pessimism, maybe making it a little bit more happy than the pessimism, but keeping it, and at the same time bringing
this unified identity. So was there a discussion about this? Because for me, it's a kind of a conflict of goals. It was actually in the panel discussion. It was a student that came to the Med Uni, yeah, and she came from Harvard Medical School, actually, and she's German. And she said that after 3 months being there, she became like you became more American than the Americans, no? And like this, she said, is the environment. If you have, and this maybe we didn't touch it because we think it's from another groups, is to have an international ambient with a different point of views. It's like the environment can also affect. And like she said, after some months there, coming from Germany, I was also like, oh, I am from Harvard, and selling it. And I think this will be a point. I think the exercise is to bridge these conflicted areas. And there's another Austrian word to say, joi. Yeah? So, of course, we are complainers. Yeah? We are born complainers. But if we're aware of being born complainers, so then I think we can make the most out of it and say, okay, although and we are all complaining, right? But nevertheless, we are doing great things. And I think we should, as you mentioned, focus a little bit more on the great things we do and say with complaining, ja, passt schon. Ja? 3 Minuten und dann tun wir weiter. Thank you. I think we have one more question over there. Yeah, which goes pretty much to the same direction. As you mentioned, that people are key and that it's about an inclusive research environment, actually. So I understand that you somehow identified that this could be problematic. Could you just deepen this point of your slide? I'm not sure if it's really problematic. I think you should be aware, yeah, and put the people in front. And I'm a trained researcher, as I mentioned, and you're doing research, yeah, and you don't care about the other interactions and so on, because you're dedicated and committed to your research and getting great results and having your publications and your outreach. And so, well, I was not a researcher at TU Wien. I was from another university, which name should not be mentioned. But this was, yeah. But this was this heavy, go in front. And also here, if you're aware of this process, because I think this is somehow systematic, yeah, or system immanent, you can, as an institution, try to really put positive incentives to minimize these Reibungsverluste. Sorry, I'm now missing the English word, yeah. But I think, and this is what we discussed, yeah. So this is, I think, it's too a high ambition to make the whole system different, yeah. This wouldn't work. But I think to be aware of the weaknesses and the strengths of the systems, if we put on our focus on the strengths, then I think the weaknesses, hopefully, I'm not only enthusiastic, I'm also an optimist, will go away to some extent, yeah. Okay. We can take one last question. Mr. Bogadova, please. Okay, I would like to address what for me is the elephant in the room, and that is excellence. Because excellence is one of these words where in everybody's heads they have their own ideas, but we will never agree about what excellence in research is. And this is why, for me, it becomes an empty term that is used to create strategic visions about where to go, but the direction is completely unclear about where to go. What I would like to offer as a replacement for excellence in research is integrity in research. This is, in my opinion, much more important to focus on doing research that fulfills every aspect of integrity, because then it becomes by definition good research. It has to be transparent, it has to be published, it has to be open, it has to be reproducible, and things like that. That makes it, in my head, this makes it excellent research. But as long as we're talking about excellency, everybody sits in their little bubbles, as the rector said in the beginning,
in their bubbles of paradigms, the different scientific paradigms, and thinks they know what excellence is, when in reality they think everybody else's excellence is just tinkering. I think any research needs to have integrity by basis. Everyone needs to do research. But it does not at the moment. There's Yeah, a lot no, of no, flimsy yeah. research going on, and by focusing on integrity, this could make a real impact instead of excellence, which is like an empty phrase for me. The excellence is like what now, unfortunately, is the measure to compete and to get funding and to grow, like university. We can also reframe the excellence like solutions, to bring new solutions like the problems, answers to the problematics for in sustainable point of view for future, to bring some solutions to the people. But for like a researcher and pure experimentalist, in my base, all research needs to be, the integrity needs to be implied. And this is a basis that needs to be to teach. And the excellence comes when you bring something, some solution or some actual problem. I want to take these as your closing words because we're running out of time here. I just want to give kudos to the two of them. They didn't just talk about branding, as you might have noticed, they walk the talk. Thank you very much. Now, we're going to move on. Jetzt reden wir wieder auf Deutsch. Also es ist der Forschung gut gelungen, vor allem das Sprachparadigma hier zu verändern. Aber wir gehen jetzt zurück zur deutschen Sprache und meine Aufgabe ist es jetzt, den Christian Hoffmann als Leiter der Gruppe Innovation auf die Bühne zu bitten. Er und die Tanja Sovic, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben diese Gruppe geleitet. Damit übergebe ich an dich, Christian. Ja, Arbeitsgruppe Innovation. Wir haben als Ziel gehabt, warum gibt es nicht mehr Ausgründungen an der TU? Und wie ich diese Arbeitsgruppe übernommen habe, habe ich schon am Anfang ein bisschen Zweifel gehabt, wie geht es überhaupt an? Ich bin jetzt seit einem Jahr an der TU, bin beim Peter Ertl im Team. Und ich bin nicht an der TU groß geworden, ich kenne zwar viele Universitäten und Firmen, aber meine Frage war schon, wie bringt man dieses Thema in diese Universität? Ich habe gewisse Vorstellungen dazu gehabt. Passt es da dazu? Wird das von allen mitgetragen? Und deshalb war eine meiner ersten Entscheidungen, dass ich mir bei diesem Thema die Tanja Sovic dazu genommen habe zur Arbeitsgruppe, weil zur Innovation gehört natürlich der Technologietransfer, den gibt es schon sehr lange, der funktioniert sehr gut, der ist über die Universität hinaus bekannt. Und das war in dieser Phase sehr hilfreich. Und dann die nächste Frage war, wie geht man so ein Thema dann organisatorisch an? Wir haben diese Arbeitsgruppe eigentlich sehr frei entwickeln lassen. Also wir haben von Anfang an uns gedacht, man muss dieses Thema eigentlich schon seinen Lauf geben, aber man muss es breit aufsetzen. Und das war für uns ganz wichtig, dass wir bei der Zusammenstellung der Leute in der Arbeitsgruppe geschaut haben, dass wir möglichst viele Bereiche der Universität dabei haben. Wir haben geschaut, dass wir die Faculty dabei haben, wir haben geschaut, dass dabei Leute sind, die schon ausgegründet haben in der Faculty, die sich mit der Lehre beschäftigen. Wir haben auch geschaut, in der Verwaltung möglichst viele Leute zu haben und auch ganz breit aus allen Vizerektoraten die Themen sozusagen abzudecken und dann eigentlich schauen wir mal, wie entwickelt sich das, wie kommt das heraus, was kommt am Ende des Tages heraus. Eine große Herausforderung, es ist schon erwähnt, es war natürlich nicht sofort in Maßnahmen abzugleiten, sondern dort zu bleiben, wo es um Ziele geht. Für mich war es besonders schwierig, weil ich ja schon sehr viel in diesem Bereich gemacht habe. Es war aber trotzdem, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da sehr in der Basis geblieben sind und das wirklich so versucht haben umzusetzen, wie es auch gewünscht war. Wir haben 5 Termine gehabt. Wir haben den ersten Termin, wo wir uns eigentlich überlegt haben, wir reden einmal darüber, wie machen wir es überhaupt, gleich uns einmal die ersten 2 Fragen vorgenommen. Wie kann man es definieren? Warum machen wir das Ganze überhaupt? Der nächste Termin, ich gebe da jetzt einen groben Überblick, wie wir herangegangen sind. Ich komme dann später noch zu den Inhalten. Beim zweiten Thema haben wir gesagt, die Fragen 3 bis 5, also was ist das Ziel,
wo ist der Gap, was wäre der wünschenswerte Zustand am Ende. Haben wir das so gelöst, das war ein bisschen eine technische Herausforderung, weil wir haben sozusagen einen Teil online gehabt, einen Teil vor Ort. Und wir haben gesagt, wir machen das mit Post-its oder der Online-Variante von Miro. Und am Ende dieser Session über diese 3 Fragen hatten wir dann mehr als 200 Post-its und Miros. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt natürlich eine ziemliche Herausforderung. Wie gehen wir damit um? Wie bringen wir das sozusagen in eine Art Clusterung, um am Ende des Tages dann auch wirklich die Fragen beantworten zu können? Ich komme dann bei der nächsten Folie dorthin, wie wir es geclustert haben, aber ich glaube, das war ein ganz entscheidender Schritt in dem Prozess, um das Thema überhaupt eingrenzen zu können und dann auch einen entsprechenden Rough Draft am Ende dann zusammenzustellen. Wir haben natürlich dann nach diesen Clusterungen uns wieder Richtung Fragen bewegt und haben dann die Fragen diskutiert und hatten dann die Möglichkeit, dann aus diesen Fragen schlussendlich dann auch diesen Bericht zu gestalten. Ich komme jetzt kurz zu den Clustern. Aus den vielen, ich habe schon gesagt, über 200 Post-its und Miros haben wir gesagt, okay, wie gehen wir es an? Ausgründungen, das Thema, warum gibt es nicht mehr Ausgründungen? Hat eine Ursache. Und wenn man über die Ursache nachdenkt, sind wir eigentlich immer tiefer in das Thema hineingekommen und haben gesagt, wir müssen eigentlich anfangen wir machen Sphären, wir reden jetzt wirklich über Ausgründungen, wir reden aber über die Verankerung, ganz ein wichtiges Thema, das bei allen Arbeitsgruppen immer gekommen ist. Wie ist das Thema überhaupt in der Universität verankert, in der Faculty, in der Lehre, in der Forschung? Wir machen eine Sphäre Akademie und dann natürlich machen wir eine Sphäre Technologie und Wissenstransfer. Da geht es wirklich darum, wie ja die bereits vorhandenen Innovationen dann auch wirklich als Transfer in die Wirtschaft kommen. Und um das Ganze strukturiert bearbeiten zu können, haben wir gesagt, wir machen sozusagen Innovationsinstrumente. Wir müssen bei all diesen Punkten über Rahmenbedingungen, Regelwerke reden. Wir müssen über Services reden, also wir reden über Services, sprich über Unterstützungen. Wir müssen sehr natürlich, immer geht es auch um Infrastruktur, um Facilities in diesen Themen. Natürlich müssen wir reden über interne Schnittstellen. Für mich eine große Erfahrung an dieser Universität. Es gibt unheimlich viel an unheimlich vielen Orten, aber man muss es einmal finden und man muss sich auch überlegen, wie bringt man das Ganze zusammen. Deshalb war interne Schnittstellen von Anfang an auch für mich ein sehr wichtiges Thema. Und Innovation ohne Internationalisierung, das macht natürlich keinen Sinn. Also das haben wir auch noch drinnen gehabt. Dann haben wir in diesen Sphären gesagt, wir machen aus diesen Sphären jetzt jeweils eine Gruppe, wir haben einen ganzen Termin, 3 Stunden damit verwendet und haben dann versucht, die Teilnehmer, also ich habe schon gesagt, aus der Akademie, aus den einzelnen Bereichen der Universität, in diese verschiedenen Arbeitsgruppen hineinzubringen und haben dort sehr konstruktiv dann diese Themen weiter abgearbeitet. Als zusätzliches Thema hatten wir, weil wir sind draufgekommen, Regelwerke spielen überall eine Rolle, haben wir sozusagen ein quasi Expertenteam gehabt, das alle diese Gruppen dann, wenn es um Regelwerke ginge, unterstützt. Und ich muss sagen, auch sowohl von Beginn an als auch da, also mein Zweifel, ob dieses Thema interessant ist, ob das die Uni interessiert ist komplett verschwunden, nämlich es war eine unheimlich positive, kreative Zusammenarbeit, es ist sehr viel entstanden, es haben Leute sehr viele Themen diskutiert, die sie vorher noch nicht miteinander diskutiert haben. Ich würde fast sagen, es haben auch Leute sind draufgekommen, dass sich Leute mit ähnlichen Dingen beschäftigt haben und haben es vorher noch gar nicht gewusst. Also es war wirklich sehr spannend auch zu beobachten, was dabei entstanden ist. Und wir haben dann natürlich uns diesen 5 Fragen zugewandt und ich komme zur ersten Frage, wie definieren wir dieses Thema? Und wir haben lange überlegt, wie wir das darstellen sollen, aber es ist eine Word Cloud entstanden, die natürlich unheimlich viele Aspekte in diesem Thema zusammen entwickelt hat und wir haben wirklich, ich würde mal sagen, die Diskussion ist immer breiter und breiter geworden und wir haben aber dann versucht, sozusagen einen Konsens zu finden in der Gruppe. Wir brauchen eine Definition, wir müssen irgendwie sagen, wovon reden wir überhaupt, wenn man von Innovation redet und es gibt, wenn man von Innovation und Universitäten redet, ja auch unterschiedlichste Definitionen an anderen Hochschulen, Universitäten, sowohl national als auch international. Aber wir haben uns dann darauf geeinigt zu sagen, für die TU Wien bedeutet Innovation die gesellschaftliche und wirtschaftliche Nutzbarmachung und Verwertung von neuen Forschungsergebnissen. Und unter dieser Definition haben wir dann eigentlich alle zusammengebracht und das ist jetzt unsere Definition von Innovation aus der Arbeitsgruppe heraus. Und ich habe schon erwähnt, man muss das wirklich sehr vielfältig und breit betrachten, das Thema. Die zweite Frage war relativ einfacher,
nämlich die Frage, warum machen wir das überhaupt? Was ist der Sinn, warum beschäftigen wir uns damit? Und das ist jetzt keine Wertung von links nach rechts, sondern es sind eigentlich ziemlich klar, haben sich 5 Themen herauskristallisiert, die verlangen vielleicht von rechts an. Ja, das Thema Innovation, Ausgründungen, Verwertung von Wissen, zurückgeben in die Gesellschaft, ist auch eine Kompetenz, die wir unseren Studierenden mitgeben wollen, im Sinne von Problemlösungskompetenz, aber auch Kreativität, um mit Problemen umzugehen. Wenn ich anfange, finanzieller Aspekt für die TU, natürlich ist es ein Thema. Wir leben in Zeit von limitierten Ressourcen und wenn wir dieses Thema gut und geschickt und auch innovativ angehen, dann kann das mittel- oder langfristig natürlich auch sehr spannend und auch einen finanziellen Rückfluss für die Universität bedeuten. Wir haben heute schon gehört, Harvard und ähnliche Beispiele auf der Welt zeigen es hervor, aber auch Beispiele näher zu uns, wie zum Beispiel die TU München. Das heißt, dieses Thema geschickt angegangen kann auch einen interessanten Rückfluss an finanziellen Ressourcen für die Universität bedeuten. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, über die sie komplett frei verfügen kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Gesellschaftlicher Impact, Reputation, Awareness, Sichtbarkeit, diese Themen sind eigentlich von allen bekommen. Und auch vielleicht das erste, volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir sozusagen auch in unserer Volkswirtschaft, in unserem Land Probleme haben. Es geht wirklich sehr stark, die Wettbewerbsfähigkeit international zu machen. Und da ist es eigentlich von allen gekommen, da spielt die Universität eine Rolle. Wir haben eine Rolle, wir haben eine Verantwortung, wir haben hier auch eine Aufgabe. Und zwar geht es in diese Richtung zu sagen, ja, aus unserer Forschung, aus unserer Innovationskraft heraus entstehen auch Lösungen für die Probleme, die man momentan hat. Und genau das ist auch etwas, worum sich auch eine Universität kümmern muss, zukünftig. Und natürlich, wenn man dieses Thema vernünftig und gut angeht, hat es ja im Rückkehreffekt natürlich auch eine Auswirkung auf die Reputation der Universität und als Rolle der Universität und wie sie auch von außen gesehen wird. Und natürlich macht man damit auch die Universität, und das ist wieder ein Rückschluss zu möglichen Studierenden, auch attraktiv für potenzielle neue Studierende. Dieses Thema, diese ersten 2 Themen haben wir somit die ersten 2 Fragen behandelt. Ich bin jetzt zu schnell gesprungen. Die 3. Frage, und jetzt kommen wir wieder konkret zu der Frage, und die war sehr schwierig sozusagen, den wünschenswerten Zielzustand irgendwie auf eine Folie zu bringen, weil ich kann sagen, das waren hunderte von sehr spannenden Ideen. Wir haben es probiert in zwei Strängen ungefähr dann darzustellen. Das eine ist so ein bisschen die Projektebene, so von der Entwicklung, warum ein Trichter, aus sehr vielen Ideen und so weiter entstehen am Ende des Tages Ergebnisse. Und auf der anderen Seite ist ein bisschen in welche Bereiche muss man sich kümmern. Also wenn man vom Zielzustand redet, es ist heute auch schon beim ersten Thema sehr stark gekommen, wir reden immer von einer Kultur, wir reden von Innovationsbereitschaft, wir reden von einer Verankerung, von einer Awareness und ganz stark ist auch immer das Thema gekommen, Lehre und Forschung. Warum? Wenn man am Ende des Tages Ausgründungen haben muss sozusagen die Saat ganz am Anfang gelegt werden. Und diese Saat ist einerseits einmal die Awareness, die man zum Thema hat, aber die andere Sache ist natürlich auch, das Thema Entrepreneurship muss tief in der Lehre und auch in der Forschung verankert sein, sozusagen, um eben diese Awareness zu schaffen. Und wenn man möchte, dass am Ende des Tages viele erfolgreiche Innovationsprojekte entstehen, dann muss sozusagen jeder auch damit entsprechend, auch in einer entsprechenden Qualität während seines Studiums oder auch während seiner Zeit an der Universität nicht nur in Berührung kommen, sondern auch genau die entsprechende Ausbildung dazu bekommen. Und das muss auch irgendwie die Neugierde in dieses Thema geweckt werden und das ist auch ganz wichtig, dass man auch entsprechende Angebote dafür entwickelt. Das Thema Gründungen ist sehr stark diskutiert worden, Messbarkeit. Welche KPIs soll man verwenden, wie soll man es messen? Die reine Anzahl ist keine vernünftige Maßzahl. Ein Unternehmen ist schnell gegründet, sagt überhaupt nichts. Uns geht es da mehr um den Impact, die diese Ausgründungen haben, aber das ist sozusagen ein Thema, als Ziel, sich da KPIs zu überlegen, wo man dieses Thema dann auch messbar machen kann. Für Startups kommt dann ganz stark, wenn so sozusagen aus einem Projekt, einer Idee irgendwas entsteht, dann kommt man sehr schnell in den Bereich, welche Services, welche Unterstützungen, welche Begleitmaßnahmen kann man machen. Und das Ganze auch so, dass man sie findet, dass sie gebündelt sind und dass sie auch für alle sozusagen nutzbar sind. Und natürlich, wenn man dann diesen Kanal weitergeht,
ist es auch wichtig, wenn diese Ausgründungen, wenn es die schon gibt, wie schaut diese Zusammenarbeit mit der Universität aus? Wie funktioniert das, wenn jemand ausgegründet hat? Ist er dann nur mein Startup? Ist er noch in der Universität? Wie schauen die Verträge dann aus? Wie geht man mit geistigem Eigentum um? Also da sind hunderte Themen und die Zielvorstellung ist sehr stark gekommen. Ja, man muss es unterstützen, man muss helfen und man muss sich gute, unterstützende Lösungen überlegen und es ist auch sehr stark gekommen, die Universität muss da auch einen Schritt machen. Man muss auch bereit sein, in diese, wenn man es wirklich möchte, nicht nur finanziell, sondern auch sozusagen von den Regelwerken und von den Themen hinein investieren und eben vieles möglich machen, dass das Thema zum Fliegen kommt. Der Trichter ist deshalb spannend, weil der Trichter, wenn man sich mit Innovation beschäftigt hat, am Ende nicht nur Spin-offs, wie es ausschaut, sondern aus Innovationsbeschäftigung entstehen genauso Lizenzverträge und es können genauso weitere Industriekooperationen und weitere Zusammenarbeiten entstehen. Ich möchte noch kurz auf die linke Seite gehen oder von Ihnen aus rechte Seite. Ja, wir haben dann gesagt, wo passiert das alles? Weil wir müssen Services haben. Wir haben schon einen sehr starken Inkubator, der vieles mehr macht, das I2C, als nur ein Inkubator zu sein. Ganz stark ist immer gekommen, wir brauchen Role Models, wir brauchen Beispiele, man braucht irgendwas, wo man sich anhalten kann, man muss sehen können, wie funktioniert das eigentlich, wie entwickelt sich so ein Thema. Und auch ganz wichtig, ohne einen starken Netzwerk und eine Kooperation mit der Industrie und mit der Wirtschaft funktioniert das Thema nicht. Also das ist auch eine Sache, die sozusagen als Ziel ist, dass man sich da noch viel mehr überlegt, wie man diese Zusammenarbeit und diese Kooperation in diesem Thema intensivieren kann. Infrastruktur, die ersten Themen sind relativ klar, man braucht Fläche, man braucht Platz, es ist gekommen, Innovation braucht Raum. Als Stichwort, man braucht Coworking Spaces und Ähnliches und das Ganze muss sichtbar sein. Es hilft nichts, wenn das irgendwo verstreut in der Universität ist, sondern das braucht einen zentralen Ort, wo man sagt, ja, hier ist Innovation, hier bündelt sich alles, was an der Uni überlegt wird, hier passiert was und hier kann ich mitmachen und wenn ich dort bin, dann bin ich dabei. Und Finanzierung ist immer ein Thema. Wenn man wirklich will, dass da in dem Thema was weitergeht, dann muss man sich einfach überlegen, wie kann man das mit verschiedenen Instrumenten, Anschubsfinanzierungen machen, wie kann man das weiterfinanzieren. Aber auch, weil ich gesagt habe, nach der Gründung muss man sich darum kümmern, es ist zu einem gewissen Teil auch Rolle der Universität zu schauen, dass die nächsten Schritte, wenn man Innovation macht, unterstützt werden. Es war noch vieles mehr, es war versucht, das alles zu bündeln, was man da hineinkommt. Also hinter all diesen Punkten stehen sehr, sehr viele Ideen und es wird natürlich spannend werden, dann bei der Umsetzung und bei den Maßnahmen dann entsprechend zu all diesen Punkten entsprechende Lösungen zu finden. Wo stehen wir bei dem Thema? Sehr kritisch wurde diskutiert. Es ist sozusagen gesagt worden, es ist nicht wirklich erkennbar, wenn ich jetzt Innovation, Ausgründung, was machen will, wo finde ich da was an der Uni, wie funktioniert das, wie schauen die Spielregeln aus. Es gibt einige vorhandene Strukturen natürlich, ich habe schon gesagt, wie den Technologietransfer, das I2C, aber es ist sehr stark in der Diskussion gekommen. Ich möchte genau wissen von der Idee, die Schritte, wo kann mir wer bei was helfen, mit wem rede ich, wie schauen die Rahmenbedingungen aus, was bedeutet das für mich, um dann wirklich auch diesen Schritt zu setzen. Das heißt, die generelle Wahrnehmung war, man weiß eigentlich nicht genau, wie man es jetzt momentan angehen soll an der TU. Ja, was immer wieder gekommen ist, und das war auch eine spannende Geschichte, dass natürlich Innovation und die Themen und die Verankerung von der Fakultät und von der Verwaltung unterschiedlich gesehen wird. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man Innovation betreibt, dass man das gemeinsam betreibt und auch gemeinsame Überlegungen dann zusammenbringt. Es kommt immer, wenn es um Regelwerke und so weiter geht, um bürokratische Hürden und ähnliche Themen. Ich glaube, das als Zielvorstellung aus der Gruppe war, man muss einfache, klare Lösungen haben, Regeln haben, die dann auch einfach gelebt werden können und man muss von Anfang an wissen, das war auch ein ganz starkes Thema, es muss transparent sein, es muss mir vollkommen klar sein, wenn ich das mache, was bedeutet das, wie funktioniert das, womit habe ich es zu tun. Die Auswirkungen darauf, ja, die TU und überhaupt alle österreichischen Universitäten, wenn man es auch international anschaut, sind, wenn überhaupt, regionale Akteure in diesem Thema. Wir sind nicht bekannt dafür, dass es an einer Universität Innovation gibt. Wir sind nicht der Ort, wo man Ausgründungen vermutet. Es wird eher von auswärts so gesehen, wenn jemand ausgründet, dann hat er es gemacht, er kommt zwar aus einer Uni, aber das hat eigentlich miteinander nichts zu tun.
Natürlich hängt es auch mit der Zahl der Ausgründungen zusammen. Da ist noch ein Thema gekommen, dass diese Ausgründungen, und ich habe es schon ein bisschen angedeutet, eigentlich auch nicht mit der TU verknüpft werden oft. Also diese Ausgründungen gibt es zwar, manche haben ein Logo drauf, manche nicht, manche wissen wir wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, da war es nicht wirklich klar, ist das jetzt ein Teil der TU, kommt das aus der TU oder hat das damit gar nichts zu tun? Ja, immer im Thema Ausgründungen, Spin-offs und so weiter kommt bei uns immer auch das Thema Brain Drain ins Ausland. Am Ende des Tages landen alle guten Spin-offs im Ausland. Das hat natürlich eine breite Palette von Gründen. Das kann Infrastruktur sein. Sehr oft ist es auch, wenn man größere Finanzierungen braucht oder auch die ersten Finanzierungsrunden, dass die einfach bei uns sehr schwer gibt. Wir haben ein sehr gutes Fördersystem, aber wenn es dann wirklich ins Umsetzen von Ideen geht, da ist Österreich nicht sehr stark. Und vielleicht noch zu der geringen Anzahl an Ausgründungen, also in allen Rankings oder Auswertungen, die auch natürlich für das Ministerium sehr wichtig ist, Österreich sind beim Thema Spin-offs ein Schlusslicht in Europa. Das ist auch der Grund, warum dieses Thema immer stärker auch in Leistungsvereinbarungen oder entsprechenden Programmen und so weiter kommt. Es ist wirklich die Herausforderung an die Universitäten, in diesem Thema sich mehr zu überlegen. Und geringe Innovationskraft, das könnte man falsch interpretieren, aber gemeint war damit, wenn man Innovationsmacht macht, muss man als Universität auch innovativ sein, um Lösungen zu haben. Also ich sehe das, geringe Innovationskraft muss man so sehen, wir müssen uns interessante, spannende Modelle und Möglichkeiten überlegen, um in diesem Thema dann auch voranzukommen. Und es ist auch sehr stark gekommen, das Thema in dem Zusammenhang, ja, wer nicht, wenn die TU, wir sind nah an der Industrie, wir sind nah an den Lösungen, wir sind eine der stärksten Universitäten in Österreich, wenn es um Patente geht. Wir müssen da eigentlich die sein, die zeigen, wie es geht und wie man es weiterbringt. Und das ist ein klares Thema, wir sind es aber noch nicht. Ja, also als Ziel oder wo stehen wir derzeit? Es ist klar, wenn wir da in dem Thema was weiterbringen wollen, dann soll man auch ruhig diese Führungsrolle annehmen und das Thema voranbringen. Das bringt mich dann weiter zu den Herausforderungen. Es ist, glaube ich, sehr viel schon gesagt worden, aber wir brauchen eine Kultur. Der Stellenwert von diesem Thema muss natürlich höher werden. Es geht immer um Ressourcen bei allem, was wir tun. Es muss auch natürlich dafür Ressourcen geben. Sichtbarkeit, Transparenz habe ich schon erwähnt. Und ganz stark war immer diese, und man hat es auch gemerkt in den Diskussionen, in den Gesprächen, in den Gruppen, diese fehlende Vernetzung, dieses parallel passiert sehr viel an unterschiedlichen Plätzen. Das ist, glaube ich, ein großes Problem und wenn man das Ganze unter ein Dach bringt, glaube ich, kann man da sehr viele Synergien, nicht nur Synergien haben, sondern man kann das Ganze sozusagen noch viel stärker weiterentwickeln. Und das bringt mich jetzt auch schon zur nächsten Folie aus dem warum haben wir einen Gap? Warum sind wir noch nicht dort, wo wir bei den Zielen sind? Ja, Ressourcen ist immer ein Thema, natürlich. Die Vernetzung habe ich schon gesagt, also kein existierendes Ökosystem. Ökosystem kann man jetzt innerhalb der Universität sehen, man kann das Ökosystem sehen innerhalb der österreichischen Universitäten, man kann es aber auch noch viel weiter denken, innerhalb unserer Uni und unserer ganzen Partnerschaft mit anderen Universitäten. Die Vernetzung habe ich schon gesagt, gerade zwischen Verwaltung und Faculty und Academia, da wäre es, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, gerade in diesem Thema eng zusammenzuarbeiten. Einerseits, wenn wir das Thema voranbringen, muss man genau basieren, was passiert eigentlich in den Forschungsgruppen, gibt es da Potenzial, gibt es da Projekte, umgekehrt muss die Verwaltung aber auch auf diese Projekte so zugehen, dass man einfache Lösungen hat und dass man sehr gut miteinander das Thema weiterentwickeln kann. Und ich habe es, glaube ich, schon erwähnt, auch die Verknüpfung mit Wirtschaft und Universitäten in diesem Thema von Innovation ist sehr spannend. Das ist auch sehr stark gekommen. Gerade die TU arbeitet ja in sehr vielen Projekten und Forschungsprojekten sehr eng mit der Industrie und der Wirtschaft zusammen. Und Innovation ist ein Thema, wo es noch viel Spielraum nach oben gibt, wo man sozusagen auch in Innovationsthemen enger zusammenarbeiten kann. Sichtbarkeit der Angebote, ja, Kommunikation kommt heute sehr oft vor. Ja, man weiß halt einfach noch nicht genau, was es gibt, aber man muss auch sagen, viele Themen, die als Ziele definiert wurden, gibt es ja auch noch nicht. Ja, also das heißt, ich glaube, das geht so in die Richtung, wenn man da was entwickelt und schaut, dass Innovation stärker wird, dann muss man auch parallel dazu auch eine entsprechende Kommunikation aufbauen, dass man sowohl intern als auch extern weiß, was eigentlich alles möglich ist und wo die Reise hingeht. Role Models habe ich schon erwähnt. Die beste Transport von solchen Themen sind natürlich erfolgreiche
spannende Erfolgsgeschichten, wo man eben zeigen kann, wo dieses Thema eigentlich hingehen kann. Und die Kultur ist nicht nur ein Thema innerhalb der Universität, ist auch sehr stark gekommen. Es hat auch mit der Innovationskultur in Österreich und in Europa zu tun. Es geht um eine Kultur des Scheiterns, es geht um eine Kultur der Bedeutung. Es geht natürlich auch um die Priorität, wie bei allen Dingen. Es ist nicht nur bei der Nutzung von Infrastruktur, muss man sich Prioritäten überlegen zwischen Lehre, Forschung und Innovation. Man muss sich auch sozusagen bei der Verteilung der Ressourcen immer überlegen, wo die Prioritäten sind. Und das Thema bürokratische Hürden, ja, ist sozusagen ein Arbeitsauftrag dann für die nächste Phase, wenn es darum geht, sozusagen vom Ziel das Gap überwindet, dorthin zu kommen, dass man das hat, was man eigentlich haben möchte. Ja. Das war jetzt die Zusammenfassung von dem, was wir besprochen haben. Es war sehr spannend zu sehen, wie viele Themen wir eigentlich angeschnitten haben, aber auch wie groß der Konsens in vielen Bereichen war. Einheitlich kann man sagen, es ist ein sehr starkes Interesse, nicht nur Interesse, sondern auch, würde ich sagen, ein richtiger Drive in dem Thema momentan drinnen. Und ich glaube, es ist sehr spannend, wenn wir das so weitermachen können. Danke, Christian. Ich werde jetzt gleich mal einen Teil deiner Präsentation hijacken. Du warst sehr lieb und hast uns faktisch einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Du hast darüber gesprochen, wie die Arbeitsgruppe gearbeitet hat. Und da hast du auch erwähnt, die 5 Fragen. Dürfte ich dich bitten, zurückzugehen? Ich glaube, sie sind auf einem Slide, sind die ganzen 5 Fragen drauf. Zurück geht's nicht. Geht nicht. Es geht da noch vor und da kommt nichts mehr. Ein Blick zur Technik hin. Das ist das Problem mit den Sonderwünschen. Folie 5. Gut, der Hintergrund ist folgender. Ich glaube, das ist für alle interessant, auch zu sehen, was Teil dieses Arbeitsauftrags an alle Gruppen waren. Einerseits, um zu sehen, was das Denken des Rektorats dahinter war, aber auch, um zu sehen, wie unterschiedlich die Arbeitsgruppen damit umgegangen sind. Was, glaube ich, wirklich sehr spannend ist, ist die Frage 4, beziehungsweise die Frage 3. Ja, die Frage 3 hat natürlich die Gefahr aufgebracht, dass man schon in Maßnahmen denkt. Sie war aber gleichzeitig sehr wichtig, um für die Frage 5, wo es dann wirklich um die Wahrnehmung der Wirklichkeit geht, um die Analyse der Gründe, eine Basis zu haben. Und in der Arbeit eurer Gruppe hat man sehr schön gesehen, wie ihr das so systematisch abgearbeitet habt. Ihr habt ja, sagen wir so, kein leichtes Thema gehabt. Innovation ist ein Begriff fast so schwierig wie Exzellenz. Ihr habt euch sehr stark an die Ausgangsfrage gehalten, also an die Ausgründungen. Ja, Innovation, also ein Aspekt von Innovation, die Ausgründungen. Ich kann mir vorstellen, dass es im Publikum gerade dazu viele Fragen gibt und bitte jetzt um Ihre Fragen. Rudi Scheiwens, bitte. Ja, Christian, erstmal besten Dank für die Präsentation und für den Input, den ihr geliefert habt. An der Technischen Uni, glaube ich, ist klar, dass wir sehr stark über technologische Innovationen reden, was eindeutig der Fokus dessen war, was ihr präsentiert habt. Aber wir müssen auch sehen, dass die Frage, wie komme ich in die Umsetzung hinein? Wie kommt aus dem, was ich in der Forschung leiste, wie entstehen daraus neue Strukturen? Auch ganz stark der Bereich der Social Innovation angesprochen ist. Also die Hinwendung eben auf gesellschaftliche Fragen, den Kontext des politischen Raums und nicht nur der Industrie und der Wirtschaft. Also viele Dinge, die wir heute diskutieren müssen, stehen in einer ganz besonderen Verantwortung. Wie können wir den Transformationsprozess, den wir als Gesellschaft vor uns liegen haben, wie können wir den auch über die TU unterstützen? Und da spielt ganz entscheidend rein, meines Erachtens auch der Bereich der sozialen Innovation. Da spielt ganz entscheidend rein die Frage, eben Spin-offs auch in diesem Bereich mit zu forcieren, die nicht so sehr auf monetäre Wertschöpfung angelegt sind, aber sehr stark eben auf den Transfer, auf die Vermittlung, auf das an den Boden bringen. Wie weit hat das bei euch, das tauchte ganz zu Beginn mal ganz kurz auf, Gesellschaft war mal einmal, taucht es auf, danach nicht mehr. Wie weit hat das bei euch noch eine Rolle gespielt und wie wichtig würdest du das auch sehen? Ja, vielen Dank für deine Frage. Ich habe gerade, wie du die Frage gestellt hast, bemerkt, dass ich einen Aspekt nicht wirklich präsentiert habe und das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Es war ein großes Thema. Es war vielleicht unter dem Thema Technik für Menschen
dieser Punkt für Menschen, was bedeutet das jetzt? Und wir hatten ja mit dem CTS oder jetzt CTSI ja auch sozusagen dieses Thema in der Arbeitsgruppe besetzt. Darf ich nur für Unwissende wie mich fragen, CTSI steht für? Wir haben es umbenannt und du erwischt mich gerade am falschen. Oh, sorry, das ist das Center for Technology. Bitte, da ist ja die Berufsgruppe dazu, Anna. Okay, danke. Es ist ein Thema, es muss ein Thema sein, du hast auch noch kurz erwähnt, soll es auch Ausgründungen in diesem Bereich geben? Die Frage ist eindeutig auch gewesen, ja, und zwar nicht nur sozusagen auch als Vermischung, dass man sich den Kopf darüber überlegt, was heißt jetzt Deep Tech Ausgründung auch als sozusagen als Auswirkung für die Gesellschaft und für die Menschen. Aber der zweite Punkt der Frage ist auch diskutiert worden. Könnte es auch nicht möglich sein, dass an der TU auch Ausgründungen geht, die sich hauptsächlich mit diesem Fokus beschäftigen? Die Frage kann ich dahingehend beantworten, dass wir uns auch überlegt haben, soll man Innovation als Uni allein betreiben? Ja? Oder macht es nicht Sinn, mit anderen Universitäten gemeinsam ein Innovationsökosystem aufzubauen, wo es dann sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Uni Wien oder an andere denke, wo nicht sozusagen von dort ein Input kombiniert mit uns, so war es ja auch von der ursprünglichen Idee vom CTS gedacht, diesen Input in einem Innovationsökosystem kombiniert. Ja, man kann sozusagen darüber nachdenken, wirtschaftliche Kompetenz ist dort, Deep Tech ist da, Social Entrepreneurship und all dieser Themenkreis ist woanders. Und es ist schon auch als Ziel, oder auch bei uns, ja, teilweise, aber das Ziel ist schon, Innovation, glaube ich, ist ein spannendes Thema, dass man sehr, sehr, sehr schnell außerhalb der eigenen Institution auch denken muss. Und ich glaube, die Antwort geht ein bisschen in die Richtung, diskutiert wurde es, besprochen wurde es und man sollte es weiterdenken und es ist sicher auch ein Teilaspekt von Innovation. Bitte, ja. Ja, danke. Tolle Präsentation, sehr eingänglich. Danke vor allen Dingen auch nochmal, dass die 5 Fragen raufgebracht worden sind, sozusagen, womit haben wir uns beschäftigt. Ich war jetzt 4 von 5 Mal in dieser Arbeitsgruppe und was Sie gesagt haben, Herr Scheufens, die Definition von Innovation. Wie definieren wir Innovation? War ganz am Anfang gesellschaftliche Nutzbarmachung und Verwertung von Forschungsergebnissen. Also für die Gesellschaft, ja, für den gesellschaftlichen oder ökonomischen Mehrwert. Aber ich war wie gesagt drin, ich finde alle unsere Schlagwörter, was wir diskutiert haben, absolut wieder. Was mich ein bisschen irritiert, ist dieses Schaubild, das da gezeichnet wurde, und das, glaube ich, kann man so nicht stehen lassen, dass das sozusagen ein Trichter ist, in das Verschiedenes reinkommt und dann geht da unten Entrepreneurship und dann steht da rechts als Nebenbedingung Sichtbarkeit und Kontakte und die passieren dann, nein, das ist doch eine Voraussetzung. Die Einbettung in Innovationsökosysteme, wo natürlich die Wirtschaft eine ganz, ganz starke Rolle spielt und Policymaker regional oder überregional auch. Also ich finde alle Fragen wieder, aber Fragezeichen hinter die Gewichtung, die für mich aus dieser Präsentation rauskommen und ich glaube, die verengt das Thema Innovation für eine Universität unzulässig stark. Also, dass wir uns dazu sehr beschränken. Das wäre mein Feedback. Danke. Ja, man ist sehr geplagt mit der Darstellung. Ja. Es ist natürlich auch die Frage gewesen, warum haben wir nicht mehr Ausgründungen? Im Nachhinein, ja, vielleicht hätte man sich überlegen können, die Frage etwas breiter zu stellen, aber ich finde es ganz gut, wenn man eine konkrete Frage hat. Und aus der Idee heraus ist sozusagen entstanden, ich muss sehr viel an Themen hineinkippen und Projekte und Innovation hineinkippen, um dann am Ende, weil nicht alles ist erfolgreich und nicht alle Teams funktionieren so, dass man am Ende auch eine Ausgründung und eine Innovation hat und am Ende reduziert sich dann dieser Trichter. Es sind schon die 2 Pfeile, es kann auch ganz einen anderen Weg nehmen, aber es war ein Versuch einer Darstellung. Ja. Ich verstehe den Input, dass der vielleicht zu stark auf die Ausgründungen fokussiert war, aber es war nochmal auch die Fragestellung in der Arbeitsgruppe. Ich denke, wenn Sie mir erlauben kurz, ich denke, was sehr spannend ist bei eurer Arbeitsgruppe,
bekommt man wirklich einen Blick hinter die Kulissen. Man sieht, dass das wirklich eine Vielfalt der Meinungen war. Ja, für die Arbeitsleitung auch eine Herausforderung, diese Vielfalt in einer halbwegs adäquaten Form, wo sich alle wiederfinden, zu bringen. Leider ist jetzt nicht die Möglichkeit, dass Sie die Arbeit der Arbeitsgruppen hier noch weiter fortsetzen. Ich möchte den anderen Anwesenden, die nicht in dieser Arbeitsgruppe waren, die Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen. Bitte, Herr Decker. Ja, mich hätte interessiert, es muss einen Anreiz geben für die an der TU beschäftigt sind, eine Ausbildung anzustreben. Und wenn ich mir jetzt das Berufsbild meiner Professorenkollegen vorstelle, die haben alle gut zu tun. Und welche Incentives könnte es denn für die geben, es zu wollen? Und in welchem Kontext wird das besprochen? Also wir haben uns nicht mit Maßnahmen beschäftigt, sondern mit Zielen beschäftigt. Und eindeutig kann ich sagen, ja, man muss sich was überlegen. Wenn man will, dass dieses Thema vorankommt, muss es Incentives geben. Ja, es sind verschiedene Incentives angedacht worden. Ein Incentive ist jetzt einmal, würde ich einmal sagen, für die gründen. Das ist gegangen Richtung Infrastruktur, das ist gegangen über Finanzierungsmöglichkeiten, das ist um einfache Rahmenbedingungen. Aber es ist auch das Thema gekommen, man muss sich was auch überlegen, sozusagen für das Institut oder für die Fakultät, weil es ist auch sehr kritisch diskutiert worden, ist es wirklich ein Vorteil für einen Institutsleiter, wenn ausgegründet wird? Geht nicht sein bester Mann weg? Geht nicht Know-how weg? Ist es nicht auch im Ende des Tages eher eine nicht anstrebenswerte Situation? Und das ist sehr offen diskutiert worden. Und das geht, glaube ich, genau in die Richtung. Ja? Wenn man sagt, wenn man das möchte, dann muss es auch Incentives oder Ausgleich oder wie auch immer man es nennt, ja, machen in diese Richtung. Es ist auch stark andiskutiert worden, wie könnten das ausschauen, also Leistungsvereinbarungen zwischen Rektorat und Institut. Man könnte ja auch messen, wie viele Ausgründungen und wie viele Patente es gibt, genauso wie wissenschaftliche Artikel oder Drittmittelforschung oder ähnliche Dinge. Und wenn das in dieser Palette ist, dann ist es unter dem Thema Incentive als Zielzustand durchaus gekommen. Ja? Darf ich die Frage vom Herrn Dekan Görz noch einmal auffassen und noch einmal anders fragen? Welche Incentives gibt es denn jetzt aus eurer Sicht, die wirklich funktionieren? Also welche Incentives gibt es jetzt dafür, dass die Leute, die Antwort kann Nein sein, also muss man sich jetzt nicht das Gehirn zermartern, aber... Jetzt rede ich über die Diskussion über den Ist-Zustand und die Antwort geht eher Richtung Nein. Ja, also es ist, und wenn es welche gibt, ist es den meisten nicht klar, welche Art von Belohnung es gibt, wenn man derzeit an der Uni ausgründet, außer dass es schwierig ist. Ja. Das ist ein wunderbarer Einstieg für uns, jetzt für einen Widerspruch, habe ich einen Vizerektor Kastner und dann den Herrn Rektor. Lieber Christian, dem mag ich schon ein wenig widersprechen. Und du hast das ja auch in deiner Folie drinnen gehabt. Auf einer Metaebene wie auch auf einer sehr konkreten Ebene. Innovation braucht Raum. Ich glaube, das, was wir den Innovationswilligen bieten können, sind hochtechnologisierte Labore, Core Facilities, in denen sie die Innovation vorantreiben können. Also wir haben schon sehr, sehr hohe Incentives, hier diesen Gedanken nachzugehen. Natürlich sollten wir uns gemeinsam überlegen, aber das ist die nächste Phase, wenn es in Richtung Co-Creation, Makerspaces und weiteren Laboren gibt, dass die wiederum nicht siloartig gedacht werden, sondern übergreifend, dass derlei Facilities für alle zur Verfügung stehen. Und insofern ist es, glaube ich, auch extrem wichtig, einmal die Anforderungen an solche neue Räumlichkeiten eben zu überdenken. Ja, also ich habe jetzt die Meinung der Arbeitsgruppe wiedergegeben. Ja, also ich habe vorher schon gesagt und ich glaube, ich habe es bei einer Folie gehabt, es gibt sehr viel, aber es ist noch sehr wenig bekannt. Also I2C ist auch zum Beispiel so ein Thema, wo manche gar nicht wissen, dass das gibt und was sozusagen das große Leistungsspektrum ist. Und es gehen aber jedes Jahr 5 bis 10 potenzielle Gründer dort durch und es werden auch dort Unternehmen gegründet. Also in der Arbeitsgruppe habe ich festgestellt, dass da relativ wenig bekannt ist. Aber um jetzt sozusagen auf dein Thema zurückzukommen, ja, man muss es komplett übergreifend denken. Ja, also das ist, und das übergreifend meine ich ja jetzt nicht nur innerhalb der Universität, sondern auch über die Universität hinaus. Ressourcen ist bei allen ein Problem. Ja? Und was man jetzt so mit den Gesprächen von anderen Universitäten hört, die einen haben das, die anderen haben das, warum schickt man nicht die Spin-off von einem zum anderen, wo es einen Platz gibt? Das heißt aber,
nicht nur von uns, sondern auch von anderen die Bereitschaft, das gemeinsam zu denken und übergreifende Lösungen zu finden. Und dann kann man sich technisch überlegen, wie wickelt das ab, wer zahlt was oder wie funktioniert das Ganze. Ja? Aber die Bereitschaft muss natürlich von uns ganz stark sein. Wir haben viel anzubieten, aber wenn man es übergreifend denken muss, die Bereitschaft bei anderen auch da sein. Ja. Danke. Bitte, Herr Rektor. Ja, erstmal für mich eine sehr interessante Beobachtung. Jetzt in beiden Arbeitsgruppen war ja das Thema Unified. Einmal Unified in der Research war ja mehr auf uns selbst bezogen. Ja, wie können wir besser Unified gemeinsam, sind wir TU Wien, sagen wir auch immer, als Rektoratsteam, dass das ein wesentlicher Aspekt ist. Ihr denkt ja Unified über die Grenzen der TU Wien hinaus, weil die TU Wien alleine für so ein Ökosystem eben auch zu klein ist. Ja? Also so habe ich das jetzt verstanden aus dieser Diskussion. Aber ich finde einen Aspekt wichtig, der vielleicht auch nochmal anknüpft an das Thema Integrity, was wir vorhin hatten in der Forschung. Ich möchte noch mal erinnern, was Johann Josef Ritter von Brechtel 1815 gesagt hat, als er diese Institution gegründet hat. Da hat er gesagt, man hatte erkannt, dass eigentliche technische Bildungsanstalten sich weder durch die Universitätsstudien noch durch die Akademien der bildenden Künste noch durch irgendeine andere Unterrichtsanstalt ersetzen lassen. Das war mal, sagen wir mal, die Mission vor 210 Jahren. Und dann finde ich vor dem Hintergrund auch interessant, und ich weiß nicht, ob ihr euch damit ein bisschen beschäftigt habt, am Hauptgebäude hier gibt es ja die Mission der Universität ist dort, die damals definiert wurde. Also heute haben wir Technik für Menschen. Damals stand dort, oder steht immer noch dort, der Pflege, Erweiterung, Veredelung des Gewerbefleißes, der Bürgerkünste, des Handels. Und wenn man das jetzt mal übersetzt, der Pflege, das ist ja sozusagen die Lehre. Ja? Wir pflegen das, was dann später genannt ist. Wir erweitern es, das ist die Forschung. Dann steht hier Veredelung. Und eben wurde ja gesagt, Exzellenz ist so eine hohle Phrase geworden, weil alle sind exzellent und Exzellenz und so weiter. Allerdings, ich glaube schon, man braucht sowas. Ja? Man braucht Exzellenz oder Veredelung. Nur mit Integrity alleine wird es nicht fliegen. Dann steht nämlich des Gewerbefleißes, vielleicht ist das jetzt ein bisschen in Wettbewerbsfähigkeit, der Bürgerkünste, das war das, was man wohl damals als Technik gedacht hat, und dann eben des Handels. Ja? Also Unternehmertum ist in dieser Universität 1815 angelegt worden, aber offenbar war eure Arbeitsgruppe jetzt der Meinung, es ist unterrepräsentiert, aber es gibt diesen Zielkonflikt zwischen dem, was eben Herr Görz gesagt hat, also wir wollen exzellent in der Forschung sein, der Tag hat nur 24 Stunden und ist die Antwort jetzt tatsächlich, wir müssen es intern was tun, aber das in dem Ökosystem gemeinsam denken, oder geht es mehr darum, Dinge, die wir sowieso schon haben, zu vernetzen? Das ist mir nicht so ganz klar geworden. Eine nicht leichte Frage. Wenn ich jetzt das von der Arbeitsgruppe wiedergebe. Also Entrepreneurship war ein starkes Thema und es muss sozusagen vernetzt werden und stärker werden und auch gemeinsam gedacht werden. Ein starkes Thema natürlich, Wirtschaftskontakte ist keine Frage, das liegt nahe, aber es ist ein anderer Aspekt gekommen, der ein bisschen dazu passt, ist, wenn wir sozusagen viel mehr Entrepreneurship und Innovation und ähnliche Themen angehen, müssen wir uns aber trotzdem bewusst werden, wir sind eine Universität und eine Universität ist jetzt kein Wirtschaftsunternehmen, sondern das muss sozusagen Innovation so gedacht sein, dass es auch zu einer Universität passt. Es geht jetzt nicht um zu stark kommerzialisieren, es muss immer den Link, und das ist, glaube ich, sehr stark kommen zur Faculty und zur Lehre und zur Forschung, der muss vorhanden bleiben in diesem Thema und das soll sich nicht als sozusagen eine Insel abkapseln, die jetzt nur Geld abwirft. Das ist also dieses denken wir doch Innovation als Innovation und nicht als, wie soll ich sagen, kommerzielles Forschungsunternehmen oder irgendwas in diese Richtung. Ja? Also in diese Richtung sind diese Themen, würde ich einmal sagen, nicht stark vertieft, aber doch gekommen durch diese heterogene Zusammensetzung eigentlich der Gruppe, in der wir es diskutiert haben. Ich sehe jetzt momentan keine Frage, aber das macht nichts, weil ich habe eigentlich eine Frage, die mich zumindest sehr interessiert. Wir haben jetzt sehr viel gleichgesetzt Innovation faktisch mit Ausgründung. Das war der Aspekt, mit dem ihr euch beschäftigt habt. Was mich interessiert ist, Innovation ist ja auch eine bestimmte Form des Denkens. Und die Frage ist, ob ihr das in der Gruppe auch angesprochen habt und B, wie sehr diese Form des Denkens
in der TU ja ohnehin als Forschungsuniversität sehr stark verankert ist und was das für einen Vorteil bringen könnte. Also ich weiß nicht, ob ich das Zitat jetzt richtig wiederbringe, aber was sehr gekommen ist, die TU ist bekannt dafür und sehr stark und sie ist innovativ. Überhaupt keine Frage. Es gibt wenig Einrichtungen, die so innovativ sind wie die TU. Man sieht es an Patenten und allen möglichen anderen Output, auch aus der Forschung. Aber die TU denkt noch nicht wie ein Entrepreneur. Also die Leute denken. Es gibt immer Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist es so diskutiert worden, aus dieser Innovation und dieser starken Innovationskraft und dieses starke verwurzelte, innovativ zu sein, fehlt noch eine Komponente und das sozusagen als Entrepreneur und im Sinne von, wie bringe ich es in die Gesellschaft, wie mache ich es nutzbar, dieser Spirit, an dem müsste man arbeiten. Danke. Ich schaue in die Runde, ob es Fragen gibt seitens des Publikums, weil ich möchte an den Herrn Rektor eine Frage stellen. Und zwar, meine Beobachtung ist, dass die Art und Weise, wie Sie diesen Prozess als Team gestaltet haben, ja, eigentlich sehr innovativ ist. Ja, weil Sie hätten ja auch, weiß ich nicht, McKinsey einladen können, mal alle zu besuchen, mit allen zu sprechen und dann der TU Wien zu sagen, was die Strategie sein soll. Die Frage ist, aus Ihrer Sicht, wie innovativ war der Prozess? Und dann vor allem, was sind die Herausforderungen? Dem Stichwort Agilität. Also ich denke, wir machen das ja alle das erste Mal. Insofern ist er für alle auch in dem Sinn innovativ, weil wir nicht auf einen Erfahrungsschatz zurückblicken, wo man solche Strategieprozesse mehrfach durchgelaufen hat in so einer großen Institution. Ich glaube auch, er ist innovativ, weil wir zum Beispiel heute sehr offen Fragen und kritische Punkte auch diskutieren und durch die Offenheit und durch die Transparenz, mit der wir das tun, allein schon zum Nachdenken anregen. Das macht mir Spaß. Also jetzt zum Beispiel, die Frage war nicht vorbereitet, ich habe jetzt kein Skriptum, wo so ist so agil, ja, also kann jetzt nicht ablesen, was ich darauf sagen soll. Ich finde, was die Institutionen teilweise überfordert, ist die Agilität. Man ist es nicht gewöhnt, dass wir einen Prozess aufsetzen, wie er jetzt läuft und dann auch in dem Prozess immer wieder Anpassungen vornimmt, wie jetzt im Moment, ist man nicht gewöhnt, sondern man ist an der TU Wien durch die analytische Herangehensweise zu den Themen sehr stark gewöhnt, dass es, vorhin habe ich diesen Algorithmus gesehen, auch in der Forschung, ja, also das tun, dann das, wenn nein, dann das, programmiert, dass es im Prinzip sequenziell sehr stark strukturiert abläuft und jegliche Abweichung davon wird dann schon gerne auch als gewisser Fehler interpretiert, so nehme ich das zumindest wahr. Ich kann mich täuschen, aber für mich ist es so, dass dann immer so wahrgenommen wird, ja, was ist jetzt schon wieder Chaos. Wobei ich überzeugt bin, die ganze Forschung und Innovation basiert ja genau auf dem ständigen Widerstreit zwischen Struktur auf der einen Seite und vollkommener Kreativität auf der anderen Seite. Und das geht immer hin und her. Jetzt haben wir das hier halt mal ausprobiert, auch in dem Prozess. Ich finde es gut, aber es wird natürlich am Ende der Erfolg erst zeigen, ob das, was ich vorhin gesagt habe, Culture Eats Strategy for Breakfast, also ob wir auch Cultural Change so haben, dass man zum Beispiel agile Prozesse als normal empfindet und sagt, ja cool, mache ich mit, wir sind dabei, wir bringen uns ein, wir nehmen unsere Eigenverantwortung wahr. Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht absehen. Also wir sind ja mittendrin erst, wir sind ja bei einer Art Zwischenergebnis jetzt heute und nicht bei einem Ding, wo wir sagen, jetzt ist fertig, bitte setzt euch hin, lest kritisch durch und sagt, was ihr gut und was ihr schlecht findet, sondern wir wollten ja bewusst ein Intermediate-Event wie das hier haben, um das dann nachher im Team mit einem besseren Input zu haben. Aber man wird sehen, also ich habe keine Patentantwort. Vielen Dank. Einige von Ihnen kennen vermutlich die Parabel, also buddhistische Parabel, von den 10 Blinden, die also zum ersten Mal in ihrem Leben einen Elefanten treffen. Also 10 Blinde sind im Wald unterwegs, also in einem Dschungel natürlich, ist ja in Indien. Und dort treffen sie auf einen Elefanten. So haben sie vorher noch nie, das hätte ich fast auch gesehen, also so haben sie vorher eben, ist ihnen nie begegnet. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist ein Elefant? Der Blinde, die Parabel stammt
vor hunderten Jahren, das ist alles noch sehr politically non-correct, ja, sehr nicht gendered, ja, also ich bitte um Entschuldigung. Also der Blinde, der den Rüssel berührt, sagt, ein Elefant ist wie eine Schlange. Ja. Der Rüssel, der den Schoßzahn berührt, sagt, ein Elefant, das ist wie ein Speer. Der Blinde, der den Rücken berührt, sagt, nein, ein Elefant ist wie ein Plateau. Und so weiter und so fort. Also wir sparen jetzt die restlichen 7. You get the idea. Wenn es darum geht, zu verstehen, wie die Wirklichkeit ist, der Herr Rektor hat das ja auch eingangs erwähnt, sind wir alle in der fatalen Lage, dass wir in der Regel ja nur den Teil verstehen können, den wir sehen. Und dann braucht es irgendwo einen Prozess, wo diese verschiedenen Inputs zusammenkommen, wo man sich auf eine Wirklichkeit mehr oder weniger einigt. Die Berichte der Arbeitsgruppen und die Präsentationen sind einer von den Inputs, einer von vielen Inputs, ein sehr wertvoller, ja, aber es ist einer. Ein weiterer sehr wichtiger Input ist das, was an Diskussionen, was an Statements hier während dieser 3 Tage passiert. Warum erwähne ich das so ausführlich? Ich möchte an Sie appellieren, diese Gelegenheit zu nutzen. Das, was in Ihren Köpfen vorgeht, wenn Sie es hören, ist spannend, aber das bekommen die anderen ja nur dann mit, wenn Sie es auch zum Ausdruck bringen. Drum, meine nachdrückliche Bitte an Sie, teilen Sie Ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit zu den relevanten Themen, die hier präsentiert werden. Nutzen Sie diese Gelegenheit, damit eben auch Ihr Input dann in der richtigen Form in den Prozess und die weiteren Entscheidungen einfließt. Gut, in diesem Sinn zurück zu den Arbeitsgruppen. Wir beginnen jetzt mit den Forschungsdaten und präsentiert wird das Ganze von der Frau Sanchez, die diese Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem Herrn Rauber geleitet hat. Also einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Ich bin Barbara Sanchez, ich war Co-Leitung der Arbeitsgruppe Forschungsdaten. Leitung hat der Andreas Rauber gemacht, der kann diese Woche leider nicht da sein, weil er auf einer Konferenz ist. Ich übernehme aber das sehr gerne. Also, wir haben uns entschlossen von Anfang an, dass wir persönliche Meetings abhalten. Wir haben 3 Personal Meetings gemacht vor Ort im Luftpavillon und haben uns da bewusst auch Zeit genommen. Wir haben 3-stündige, einmal sogar ein 4-stündiges Meeting gemacht. Das letzte 4-stündige war dann auch ein Fishbowl-Event, das heißt, wir hatten externe Besucher. Die Arbeitsatmosphäre war sehr konzentriert, muss ich sagen, sehr konstruktiv. Schon allein beim Kick-Off-Meeting ist so viel Input gekommen, so viele Sichtweisen, dass das schon so den Grundstein, die Struktur für den Bericht legen konnte. Beim Kick-Off-Meeting haben wir uns einmal mit dieser vorgegebenen Frage beschäftigt. Woran scheitert der freie und niederschwellige Zugang zu Forschungsdaten? Und wir haben uns als Arbeitsgruppe überlegt, stimmt das überhaupt? Stimmt diese Aussage für uns? Wollen wir überhaupt frei? Was bedeutet frei? Und dann hat sich gleich einmal eine große Diskussion entsponnen um freier Zugang. Ja? Und interessanterweise hatten wir sehr schnell einen Konsens in der Gruppe, dass, ja, wir wollen einen freien Zugang. Wir brauchen als Universität, wir brauchen in der Wissenschaft einen freien Zugang zu Forschungsdaten. Allerdings natürlich haben wir das auch nicht unreflektiert diskutiert, denn bei aller Fürsprache für freier Zugang muss man natürlich bedenken, dass da auch legale Besonderheiten dranhängen. Also da gibt es Urheberrechtsthemen, da gibt es Datenhoheitsthemen, die dranhängen. Wem gehören die Daten eigentlich? Außerdem haben wir schon auch uns in der Tiefe damit beschäftigt, für wen soll denn das überhaupt sein? Wer sind denn die Zielgruppen? Und da macht es schon noch einmal einen Unterschied, ob es die wissenschaftliche Community ist, die eigene Fachcommunity oder die breite Öffentlichkeit.
Freier Zugang hat Abstufungen. So wie wir frei definiert haben, heißt frei nicht automatisch kostenlos oder frei für alle, denn es gibt ja Systeme heutzutage, mit denen man da Graduierungen und Plattformen, das graduiert auch zur Verfügung stellen kann und auch kontrolliert. Und in diesem Sinne haben wir frei befürwortet. In dem Sinne ist frei auch für vertrauliche oder geheime Daten eine Möglichkeit, ja? Oder fällt nicht raus zumindest aus diesem Konzept. Wenn man freien Zugang diskutiert, ist man auch sehr schnell bei Qualität. Freier Zugang ist etwas, was dann schnell einmal in der Welt draußen ist, wo eine Reputation dranhängt von den Datenerzeugern, von den Forschenden selbst, aber auch für die TU Wien. Und deshalb ist Qualität, bedeutungsvoll, gut aufbereitete Daten nicht zu trennen von diesem Konzept freier Zugang. Ja? Gute Daten sind teuer, haben wir festgestellt, ein bisschen überspitzt. Es braucht Zeit, Metadaten zu erstellen, Kontextinformationen zu erstellen und diese auch mit zur Verfügung zu stellen über geeignete Infrastrukturen. Und dann waren wir auch sehr schnell bei der fehlenden Belohnung für diese Arbeit. Ja? Also es ist so, dass das ist ein Aufwand, der oft von Anfang an nicht einberechnet wird. Bei Projekten ist dann die Zeit aus, genau wenn es darum geht, das ordentlich aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen. In der Wissenschaftsevaluierung ist man auch immer sehr stark Artikeln verhaftet und der Blick geht noch nicht ganz über Beyond PDF, sage ich es mal. Übrigens, diese Problematik, dass keine Zeit ist oder auch keine Expertise da ist für gute Aufbereitung von Daten, das beobachtet man auch bei externen Daten, bei Forschungsdaten, die zum Beispiel vom Bund, von Gemeinden zur Verfügung gestellt werden, auch von Kooperationspartnern. Aber wie schaut es eigentlich an der TU Wien aus? Die Mitglieder der Arbeitsgruppe waren ja sehr divers zusammengestellt. Bewusst kamen die aus der Forschung, aber auch aus zentralen Bereichen. Es gibt ja viele zentrale Bereiche an der TU Wien, die Datensysteme oder Dateninfrastrukturen zur Verfügung stellen. Und wir sind da gleich einmal in einer super spannenden Diskussion gelandet, welche Daten das da überhaupt so gibt. Ich habe hier nur ein paar Beispiele aufgelistet. Je mehr Leute man involviert, umso länger würde diese Liste werden. Aber es war spannend zu sehen, auf wie vielen Ebenen man das Thema Daten diskutieren kann überhaupt. Ja? Außerdem ist es der Fall, dass Personenbezug spielt zum Beispiel in manchen Forschungsdaten, in manchen Disziplinen eine Rolle, in anderen gar nicht. In manchen Disziplinen ist die Herausforderung eher vom Volumen gegeben oder von der Komplexität. Interoperabilität ist ein Thema. Wichtig bei dem ganzen Thema Forschungsdaten ist es auch zu erkennen für eine Universität und bei freiem Zugang, dass Zugang heißt Zugang zu eigenen Ergebnissen geben, aber auch Zugang zu bereits vorhandenen Daten erhalten. Ja? Und da sind wieder ganz andere Anforderungen mit dran. Und bei aller Vielfalt, die es gibt an der TU Wien, ist es so, das haben wir heute schon ein paar Mal gehört, es ist sehr verstreut. Was so vorhanden ist an Datenbeständen, ist manchmal nur den einzelnen Forschenden oder Forschungsteams, idealerweise dem Institut noch bekannt, aber darüber hinaus ist es schwer zu zeigen, in einer strukturierten Form zu zeigen, was überhaupt vorhanden ist. Da wären wir wieder mal bei der Synthese. Ich fasse hier zusammen, dass diese Ausgangsfrage, die wir hatten, ja, woran scheitert der Zugang, relativ schnell abgehandelt werden konnte. Wir waren uns einig, dass Zugang notwendig ist. Gleichzeitig waren wir uns natürlich auch einig, dass freier Zugang keine triviale Angelegenheit ist.
Ja? Für einen richtigen freien Zugang zu Daten braucht es Wissen, Training, Infrastrukturen und es sind in Wirklichkeit auch viele Beteiligte innerhalb und außerhalb der Universität mitbeteiligt bei diesem Thema. Im Folgenden haben wir die Kernthemen Cultural Change, Trust, Incentives und Dateninfrastrukturen diskutiert. Wir haben uns auch näher angesehen, wo die TU Wien derzeit steht und wir haben versucht, uns im internationalen Vergleich einzuordnen. Bevor wir zu diesen Überlegungen übergehen, möchten wir aber auch, um das Thema Daten noch ein bisschen anschaulicher für das Publikum zu gestalten, zwei Beispiele zeigen, beziehungsweise ist leider Michael Getzner erkrankt der Thomas Bedner ist aber netterweise ganz spontan eingesprungen, um zu diesem Thema, warum brauchen wir das, warum macht es Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, kurz eine Einführung zu geben und danach hole ich den Niki Popper noch dazu, der uns eine Folie zeigt zum Thema dynamische Datenprozesse. Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Thomas Bedner, ich leite den Forschungsbereich Bauphysik. Ich komme aus der Physik. Physik bedeutet Theorien und Messungen gegenüberzustellen, um weiterzukommen. Michael Getzner hat in der Arbeitsgruppe sehr spannende Themen mitgeteilt, dass er, wenn ich es richtig verstanden habe, wahrscheinlich irre ich mich da jetzt vielleicht auch ein bisschen, an alles kann ich mich nicht genau erinnern, aber er hat so viele Daten, dass er die österreichische Bundesregierung beraten kann, wie eigentlich Gemeinden mit ihrem Budget umgehen können. War wahrscheinlich jetzt alles falsch, aber scheinbar weiß er sehr viel über Gemeinden. Was hat jetzt Bauphysik mit Gemeinden zu tun? Vor 15 Jahren haben wir an der TU ja sehr viele Forschungsprojekte gemacht. Wie kann man eigentlich den Gebäudebestand, das Mobilitätssystem transformieren, dass wir der Klimakrise ausweichen können und der Praxis helfen können, das zu machen. Ich war vor 3 Wochen auf einer Konferenz, wo ein Mitarbeiter der Europäischen Kommission berichtet hat, er hat schon Gebäudedatenbanken von Europa, damit sie das gut steuern können, leider nur von einem Land. Es ist nicht Österreich. Dann fragt man sich natürlich, was tut sich da? Eigentlich auch gar nicht so schwer, weil Michael Getzner hat ja alle Gemeinden, wir haben sehr viele Projekte an der TU Wien, auch mit den Kollegen der Raumplanung zusammen, war das eine richtige Freude, auch von der Energiewirtschaft, gerade die Gruppe Haas, es gibt an der TU Graz jetzt wieder neue Modelle von Österreich, überall sind alle Gebäude von Österreich drin, die Mobilität ist mitgedacht und wir machen ein Paper daraus. Switchen wir mal zu einem Gebäude. Andere Erfahrung, vor 10 Jahren haben wir das Plus-Plus-Bürohochhaus der TU Wien eröffnet. Dann haben wir noch 1 Jahr gebraucht, um sehr valide Messdaten zu bekommen. Wahrscheinlich international wirklich die validesten Daten, weil wir haben teilweise die Stromzähler 5-mal installieren lassen, bis alles gepasst hat. Dann haben wir sehr gute Daten. Ja, das Projekt war dann aus. Ich habe mir gedacht, das übernimmt dann die BIC und die GOD, dass weiter die Daten gut verwendet werden können. Aber ich fand das sehr gut, was wir in der Arbeitsgruppe erarbeitet haben. Was braucht es wirklich, damit wir aus so einzelnen Projekten, die Piloten sind, zu einer Institutionalisierung zu kommen, auch mit sehr sensiblen Daten umgehen zu können? Deswegen haben wir die Daten ja auch noch nicht einfach so veröffentlicht bis jetzt. Weil wie anonymisiert man das wirklich und wie kann man es auch so halten, wenn ja auch die Datenmodelle dauernd veralten und vielleicht die Server. Das überfordert einen Forschungsbereich sicher, das alleine zu handeln. Und insofern fand ich das eine sehr spannende Geschichte, wie wir an der TU Wien, vielleicht mit anderen Universitäten zusammen, tatsächlich hoheitliche Aufgaben supporten können, indem wir die Forschung, die wir machen, so weit bringen, dass wir das gut zeigen können. Und bevor ich an den Niki Popper übergebe, noch ein sehr spannendes Erlebnis, weil nach URBEM, dem Doktoratskolleg, gab es das Projekt Blackout mit dem österreichischen Bundesheer und das endete in der Schwarzenberg-Kaserne fast an der Stelle, wo sie uns wirklich, also wo einer der Mitarbeiter der TU Wien dem österreichischen Bundesheer erklären konnte, was man eigentlich an den Daten erkennen kann.
wie schauen jetzt Trusted Research Environments aus, wo wir selbst in ganz kritischen Bereichen gut supporten können und wir alle wissen, wie das so geht, dass es viel mehr hilft, als es vielleicht doch noch irgendwo schadet. Also insofern, ich fand die ganze Arbeitsgruppensitzungen sehr spannend und bin sehr zuversichtlich, dass wir hier weiterkommen und darf an den Niki Popper übergeben, der noch viel näher an den wilden Daten ist als wir. Danke, Thomas. Ja, an den wilden Daten, ob es so wild ist. Ja, vielen Dank, Barbara, und danke ja für die Vorstellung. Mein Name ist Niki Popper, ich bin an der Fakultät für Informatik und an der Fakultät für Mathematik und Geodäsie. Und wir beschäftigen uns mit Simulationsmodellen. Und ja, wir sollen ein bisschen aus der Praxis erzählen. Also das heißt, ich bin ja sozusagen eigentlich gar nicht damit beschäftigt, wirklich Datenstruktur zu bauen, sondern ich bin das Worst-Case-Szenario für solche Menschen. Also sozusagen das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich habe so ein bisschen in unseren Unterlagen geschaut, wir haben in den letzten Jahren mit 17 Instituten von 6 Fakultäten hier gearbeitet. Nur die Physik und die Chemie nicht, weil die können besser rechnen als wir. Deshalb brauchen uns die nicht, wobei ich jetzt gelernt habe, dass ich ja sogar auch mit einem Physiker schon zu tun hatte, einem Bauphysiker. Also was machen wir und was war mir wichtig in dem Prozess? In dem Prozess war mir wichtig, immer wieder zu kommunizieren, dass wir nicht von Datensilos reden. Wolfgang war auch öfters dabei, der Herr Vizerektor, und ich habe immer wieder gesagt, bitte, wir müssen verhindern, dass sich das Management vorstellt, dass wir an der TU Datensilos bauen, und ich habe diese Grafik hier ein bisschen mitgebracht. Wir bauen seit vielen Jahren an unserem Populationsmodell GEPOC, das in der Lage ist, schlicht und einfach den Impact von ganz verschiedenen Dingen auf unsere Bevölkerung reproduzierbar abzubilden. Was kann man sich da jetzt vorstellen? Manche werden es vielleicht noch in Erinnerung haben, Covid, da geht es aber auch um Energieprozesse. Wir haben jetzt aktuelle Projekte, gerade jetzt parallel findet das Kick-Off von GTIF-Plattform, da sind ESA-Daten, werden da angeschaut. Das heißt, da mappen wir jetzt Erdbeobachtungsdaten auf diese verschiedenen Layer von unserem Modell. Und wie kann man sich so ein Modell heutzutage vorstellen? Das beginnt mit einem Basics-Layer und das sind einfach Statistisch-Austria-Daten. Jetzt kann man sagen, gut, das ist jetzt noch nicht sehr spannend, Statistik-Austria-Daten zu haben. Das Spannende ist aber, die im Bevölkerungsmodell zu haben und laufend Updates zu machen mit den Annahmen der Statistik Austria auf allen Ebenen, die haben, aber auch mit den Prognosen, die sie haben. Das bedeutet nichts anderes, als das zum Beispiel, wie vorhin genannt, mit den Modellen vom Kollegen Getzner, wir uns dann überlegen müssen, was bedeutet der Impact eines Budgets auf eine Gemeinde, weil diese Gemeinden werden zusammengelegt, werden auseinandergenommen und so weiter. Und jetzt wird es dann insofern spannend, weil jetzt kommen die Expertisen einer TU Wien dann in den nächsten Levels dazu. Das heißt, wir können uns jetzt anschauen, einerseits, wie schaut jetzt die Umwelt aus, das heißt, wie schaut die Topologie aus, wie schauen eben Daten aus, die wir von aktuellen Überschwemmungen bekommen, wie schaut aber auch die Infrastruktur aus. Das heißt, wo sind eigentlich Verkehrswege, wie schauen die genutzten Gebäude aus. Und das kann man dann sozusagen immer weiter treiben. Man kann Kontakte und Interaction Layers abbilden, das sind Mobilitätsdaten, die wir zum Beispiel integrieren, um besser zu verstehen, wo funktioniert und wie funktioniert die Mobilität eigentlich. Und das Ganze eben in hohem Maße vernetzt zwischen den verschiedenen Ebenen. Und dann kann man Interfaces draufgeben. Und das ist jetzt als Beispiel habe ich das eben mitgebracht, weil da gibt es 2 wichtige Dinge. Da gibt es aus einer Sicht die Datenlayer. Das heißt, wie können wir dafür sorgen, dass diese Daten wirklich gut zusammenspielen? Und wie können wir auf der anderen Seite dafür sorgen, dass Tools, dass Simulationen, die zum Beispiel Kausalprozesse beschreiben zwischen diesen Objekten, dass wir die da auch dranhängen können. Und das, glaube ich, sind die verschiedenen Aspekte, und jetzt komme ich zu unserer Arbeit zurück, die ich sehr spannend gefunden habe. Auf der einen Seite ging es ganz viel in den Diskussionen darüber, dass aus der Forschung neuer Need, neuer Bedarf generiert wird. Also Teams wie mein Team werden sich immer von Forschungsseite damit beschäftigen, neuen Input zu liefern und diese Datenwelten zu erweitern und auch dafür zu sorgen, dass man sagt, ja, wir müssen prozesshaft denken und nicht so datensilohaft. Aber, und das ist das Zweite, was ich glaube ich ganz wichtig ist, wir haben eben gehört, wir brauchen die Standardisierung. Das heißt, viele Forschungsgruppen sagen, ich möchte auf Standard-Tools zurückgreifen, also jeder kennt zum Beispiel R, wo ich einfach standardisierte Datenprozesse habe, wie eben Daten verfügbar gemacht werden, wie die dann auf virtuellen Operations- und Forschungsstrukturen damit gearbeitet werden kann und wie wir das machen können. Ich glaube, und das ist vielleicht der letzte Punkt, und da ist auch das Beispiel vom Kollegen Getzner eigentlich sehr gut,
Die Frage ist, wie stark wollen wir uns damit beschäftigen, welchen Impact das hat. Ich glaube, das eine Beispiel ist und die eine Frage ist, was Forschung bedeutet, und ich glaube, da werden wir nicht darum kommen, Daten so zu denken, dass wir sehr komplexe Datenstrukturen in Österreich zusammenführen müssen und weltweit, wenn wir uns mit Daten beschäftigen wollen. Das zweite ist, und das habe ich sehr spannend gefunden, irgendwer hat in den Sitzungen gesagt, es war mal das österreichische Patentamt an der TU. Ich glaube, das war vor der Zeit von uns allen. Das werden wir jetzt nicht unbedingt wieder wollen. Aber wir haben eben zum Beispiel vom Kollegen Getzner eben gehört, dass der berät Entscheidungen, und gerade in dieser Sekunde rechnen wir zum Beispiel ein Modell aus, welche Impfungen bezahlt werden sollen. Das ist immer ein Budget von 450 Millionen für die nächsten 5 Jahre, und wir kommen drauf, dass wir zum Beispiel keine Daten haben, die über die Hospitalisierungen hinausgehen, die uns ermöglichen zu bewerten, wie der Einsatz eben aktuell bewertet werden kann. Das heißt, hier ist ein zentrales Ergebnis des Forschungsprojektes, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen mehr Daten. Und das ist diesmal gar nicht so ein Ruf wegen des Geldes, der kommt dann auch noch, sondern aufgrund einfach der Bereitschaft, die Daten zu liefern. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen ein Einblick und nicht zu lang. Ich übergebe wieder an dich. Ich muss jetzt leider ein paar Folien überspringen, weil die waren von Herrn Getzner. Nicht gleich zu lang gebraucht. Nein, hat schon gepasst. Es ist schade, dass er sie nicht präsentieren kann, weil er hätte ein Beispiel gezeigt. Er hätte ein Beispiel gezeigt zum Thema, also konkrete Forschungsdaten aus dem Bereich Budget- und Haushaltsdaten. Das ist nämlich nicht so bekannt, dass die TU Wien auch öffentliche Stellen serviciert, ja, einen Support für öffentliche Stellen leistet. Aber vielleicht sind ja mehrere Personen da noch aus der Raumplanung. Vielleicht mag später beim Q&A noch jemand was dazu sagen. Ich fahre fort mit dem Thema Zielzustand. Wir haben uns ja dann in den Sitzungen 2 und 3 ganz intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir uns die TU Wien idealerweise in Zukunft vorstellen. Ja? Also wir haben wirklich in Zielbildern gedacht, und ich kann die so runterbrechen auf 3 Themenblöcke. Und der erste betrifft einmal die TU Wien selbst. Also in unserer Zielvorstellung steht die TU Wien für eine exzellente, da haben wir wieder die Exzellenz, vertrauenswürdige, datengetriebene, datenbasierte, wir hatten gerade wunderbare Beispiele, internationale Forschung. Die TU Wien steht aber in unserer Vorstellung auch für einen Data Hub, für eine Clearingstelle, das heißt für einen Ort, an dem man sich Daten abholen kann. Die TU Wien steht für eine Institution, die öffentliche Aufgaben übernehmen kann, die in dieser Aufgabe auch Kontinuität beweist. Die TU Wien steht für eine Institution, die eine Rolle in Standardisierungs- und Zertifizierungsgremien spielt und die man überhaupt als Expertin zum Thema Datenmanagement konsultiert. Und das kann auch für kritische Infrastrukturen sein, wie zum Beispiel, vorher wurde es erwähnt, militärische Einrichtungen oder Flughafen. In diesem Sinn kann die Wien auch Expertin sein für Lösungen für hochvertrauliche Daten und vielleicht sogar technische Lösungen anbieten. Die TU Wien sieht sich auch als Serviceanbieter. Und zwar dadurch, dass sie in sehr, sehr vielen internationalen Netzwerken aktiv vertreten ist und entweder durch die Mitgliedschaft in einer Föderation diese Rolle wahrnehmen kann, aber auch dadurch, dass sie ein eigener Hub ist. Bei dem nächsten Zielbild geht es um vielleicht das Allerwichtigste, was eine Universität leisten kann oder bringen kann, nämlich um die Human Resources. Nicht weiter. Kann man vielleicht weiterklicken? Genau. Und zwar geht es um die Menschen, die in einer Universität arbeiten. Ja? Und in unserer Zielvorstellung, in unserem Zielbild ist es so,
dass Datenmanagement, Datenprozesse voll und ganz in die Forschung integriert sind. Ja? Die Forschenden wissen, dass es unterschiedliche Arbeitsschritte entlang des ganzen Datenlebenszyklus gibt. Sie wissen, dass unterschiedliche Systeme eine Rolle spielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Sie haben auch klare Anleitungen für Aufbewahrung, vielleicht auch für Löschungen, wenn es notwendig ist. Es gibt Übergaberegelungen für Nachfolger. Dafür können die Forschenden aber auch auf Teams zurückgreifen. Je nach Anforderungen können da Data Stewards mit dabei sein oder Research, also Software Engineers oder auch Embedded Social Scientists. Die können auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit ins Boot geholt werden. Und Labortechniker ist auch ein Riesenthema. Ja? Electronic Lab Notebooks, dass dieser ganze Lebenszyklus von Anfang an auch als Laborarbeit digital abgedeckt und integriert ist. Dafür werden die Forschenden aber auch belohnt für ihre Arbeit, denn Datenpublikationen und Datenkompetenz fließt in die Evaluierung mit ein. Warum sind sie so gut darin? Weil sie schon als Studierende sehr gut auf dieses neue Datenmanagement vorbereitet werden. Bei den Studierenden ist es so, dass die Themen Datenmanagement, Fair Data schon in den Curricula integriert ist. Tools und Services dürfen sie benutzen, das ist ausdrücklich gewünscht an der TU Wien, weil man will, dass sie schon sehr früh an die Handhabung der Systeme herangeführt werden und das Potenzial auch erkennen. Dafür werden sie sehr gut für den Arbeitsmarkt ausgebildet. Der dritte Themenblock, den wir so herauskristallisiert haben in puncto Wunschvorstellung, sind natürlich Infrastrukturen. Wir sehen das so, dass Compute-Plattformen und Datenservices in die Forschungsprozesse integriert sind. Die Systeme bieten idealerweise eine hochgradige Automatisierung, das heißt, sie sind miteinander verbunden. Sie sind nutzerfreundlich, bieten Sicherheit und es gibt Helpdesks. Es gibt auch AI-Services für Daten. Für vertrauliche Daten, sensible Daten gibt es an der TU Wien Trusted Research Environments, die auch nach außen bzw. für Kooperationen angeboten werden können. Soweit war mal das Bild oder die Bilder, die wir grob bearbeitet haben, zum Thema, was wünschen wir uns? Wir haben aber auch sehr viel Zeit darauf verwendet, uns Gedanken zu machen, wo stehen wir und wo stehen wir auch international im Vergleich. Und das möchte ich jetzt auf den abschließenden Folien zeigen. Genau. Die TU Wien sieht sich als Vorreiter bei Pilotprojekten und Pilotservices, also auch vielen technischen Lösungen, die als Pilot zur Verfügung stehen. Die TU Wien ist auch sehr stark in der Forschung zu Datenmanagement. Die TU Wien ist das ist schon wieder weniger bekannt, aber sehr wichtig, ist etabliert als Datenquelle für manche Forschungsdaten, zum Beispiel im Bereich Physik, Forschungsdaten zu Oberflächen oder Klimadaten oder eben das Beispiel von Herrn Getzner, Budget- und Haushaltsdaten. In vielen Bereichen war die TU Wien früh dran, also gerade was so technische Lösungen betrifft und viele Projekte sind sehr früh initiiert worden, aber auch das Umfeld hat sich sehr stark gewandelt, sodass man, auch wenn man noch immer gut dabei ist, sehr gut dabei, ist man nicht mehr Vorreiter. Die AG sieht das etwa bei den Punkten institutionalisierter Support. Das heißt, man hat zwar klare Supportstellen, man hat Units, also Fachbereiche heißen sie bei uns, zum Thema Forschungsdatenmanagement, Datenschutz, Ethik, Recht. Das ist sehr gut organisiert, ist aber jetzt kein Alleinstellungsmerkmal.
Es gibt Services und Tools zum Datenmanagement. Außerdem hat die TU Wien erste Schritte gemacht, das Thema Datenmanagement schon in die Lehre zu bringen. Also es gibt erste Lehrveranstaltungen zum Thema. Die TU Wien ist sehr stark in internationalen Initiativen. Aber auch andere Universitäten bringen sich da stark ein. Aber die Arbeitsgruppe sieht das sehr positiv, denn unterschiedliche Blickwinkel, auch ein Wettbewerb ist gut und bringt eine Robustheit auch rein in ein sehr dynamischen Feld. Die Arbeitsgruppe sieht in manchen Bereichen auch Aufholbedarf. Ja? Vor allem haben wir das im Kulturwandel gesehen. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass Forschungsdaten die fundamentale Grundlage sind von Forschung und dass Ergebnisse reproduzierbar sein müssen, um wirkliches Vertrauen in die Wissenschaft, also das zu stärken, ja, das überhaupt zu ermöglichen, das muss noch ankommen. Und zwar auf ganz vielen Ebenen noch. Angefangen von Studierenden bis zu den Serviceleistern. Es gibt interdisziplinäre Zusammenarbeit an der TU Wien, zum Beispiel zwischen den Fakultäten, als Beispiel wurde genannt in der Arbeitsgruppe Bauingenieurwesen und Informatik oder Bau- und Umweltingenieurwesen und Informatik. Also da gibt es Projekte und sehr guten Austausch, aber es ist noch nicht institutionalisiert. Es müssen eventuell auch neue Berufsbilder anerkannt werden. Sowas wie ein Data Steward oder Embedded Research Software Engineers. Und dann braucht es natürlich eine Struktur, dass man die auch holen kann, abrufen kann. Ja? Es gibt an der TU Wien viele Piloten, das habe ich schon gesagt. Da nehmen wir sogar eine Pionierrolle ein. Aber es ist ganz wichtig, dass Piloten letztendlich in einen echten Betrieb überführt werden. Ja? Denn nur wenn eine echte Sicherheit gegeben ist bei einem Produkt, wenn es einen Helpdesk gibt, wenn das Ganze gewartet wird, kriegt man auch erst die kritische Anzahl an Nutzern. Ja? Also Nutzern sind sehr bewusst, was Qualität eines Services auch betrifft. Es gibt also viele Bausteine an der TU Wien. Wir glauben, dass wir sehr gut unterwegs sind. Zum Beispiel gibt es ja auch schon eine Policy für Forschungsdatenmanagement. Es gibt schon technische Systeme, die improduktiv sind. Wir glauben aber, dass es für eine nachhaltige, zukünftige Entwicklung, also Future, noch breiter gesehen werden muss. Wir glauben, dass es eine Data Governance braucht, die auch stark vom Rektorat getragen werden muss und wo noch weitere Themen, also wo die Themen noch weiter gesehen werden müssen. Zum Beispiel, wo das ganze Thema Offenheit, Geschlossenheit, was will man als Universität, noch stärker verankert sein muss. Ebenso Zuständigkeiten. Und ganz wichtig auch, Shared Services ist so ein Schlagwort, was in den letzten Jahren viel gekommen ist, von Förderseite auch. Wir entwickeln viele Piloten, wir entwickeln Services. Wollen wir die eigentlich anbieten? Wollen wir die österreichweit anbieten? Wollen wir die international anbieten? Denn wenn so, dann müssen auch Rahmenbedingungen geklärt werden, steuerrechtliche zum Beispiel. Da sehe ich zum Beispiel auch Berührungspunkte mit Innovation. Als Vorbereitung für diese größere Governance wäre es vielleicht hilfreich, ein Portfolio zu erstellen. Das haben wir heute auch schon ein paar Mal gehabt, da sind wir wieder bei der Synthese, um einen Überblick zu haben, welche Daten gibt es, welche Services gibt es, welche Ansprechpartner gibt es. Denn das hilft sicher auch, Prioritäten zu setzen in so einem Prozess. Wissenschaftsevaluierung sollte neu gedacht werden. Es gab keine Arbeitsgruppe zum Thema Wissenschaftsevaluierung, aber wir würden das bei Karrierewege sehen oder uns dort wünschen.
Und was diese Aufgaben betrifft für öffentliche Stellen, da ist es sehr wichtig, dass Regelungen getroffen werden für Nachfolger. Derzeit hängt sehr viel oder in manchen Bereichen viel an einer einzelnen Person und es ist nicht immer klar geregelt, ist das Budget langfristig da für eine Nachfolge, wer übernimmt das, wenn eine Person in Pension geht oder die Institution wechselt. Und das wären Regelungen, die durchaus auch in einer Data Governance zu sehen werden. International sind wir stark vernetzt, sagen wir immer. Wir spielen auch wirklich eine aktive Rolle. Aber wir glauben, dass auch hier das Potenzial noch besser genützt werden könnte. Ich schließe mit diesem Appell und stehe gern noch für Q&A zur Verfügung. Und Niki und Thomas werden mich bei dem Q&A auch wieder unterstützen. Vielen Dank, Frau Sanchez. So, vielen Dank, Frau Sanchez. Bitte. Also es ist keine Übertreibung zu sagen, schon wie ich den Bericht gelesen habe, es war ein Genuss, den Bericht zu lesen. Unglaublich spannendes Thema und Sie haben es auch jetzt in der Präsentation, es ist Ihnen gelungen, sehr spannend für das Publikum aufzubereiten. Eine Sache, die wichtig ist, Sie haben klare Definitionen geliefert. Ja, Sie haben dann natürlich auch betont, dass die gewünschte und notwendige Qualität was kostet, warum sie was kostet, wie diese Kosten genau ausschauen. Und Sie haben auch in gewisser Weise angedeutet, diese, sagen wir mal, Unifying Power of Data. Ja? Haben das immer wieder erwähnt. Man sieht auch in Ihren Ausführungen, wie viel und wie wichtig die Überschneidungen sind zu den Themen, die in den anderen Arbeitsgruppen, beispielsweise Karrierewege, bearbeitet wurden. Also rundum ein sehr, sehr spannendes Thema und ich würde jetzt ganz gerne das Publikum einladen, dazu Fragen zu stellen oder eben auch Ihre Wahrnehmung der zur Diskussion stehenden Wirklichkeit zu teilen. Herr Dekan Körz, bitte. Gut, meine Frage ist mal wieder die gleiche wie vorhin, nach den Incentives. Also um kurz auszuholen, ich meine, es ist ja ein Aufwand, Daten für andere bereitzustellen. Und jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, warum soll ich der Konkurrenz helfen? Der Punkt ist ja, dass man ein Stück weit zwar mit anderen zusammentut, aber natürlich läuft man sehr stark Gefahr, dass, wenn andere nett aufbereitete Daten von uns kriegen, die uns natürlich im wissenschaftlichen Bereich Konkurrenz machen. Und welches Interesse können wir daran haben? Es ist, also ich sehe das sehr stark so, meine Kollegin Inhook zum Beispiel, natürlich tausche ich mit denen Daten, weil ich die persönlich kenne und weil ich weiß, dass die mich nicht, auf Deutsch gesagt, betrügen. Aber da hätte ich schon größere Mühe damit, jetzt irgendwem irgendwas zu schenken. Also ich glaube, da braucht es eine Art von Business Model, einfach zu wissen, was Daten wert sind und das auch einzufordern. Denn sonst, glaube ich, machen wir einfach nur Arbeit für andere. Das ist ein Stück weit das Problem, das ich da sehe. Ich denke mir, es ist genau das ist der Punkt, warum es eine institutionalisierte Einrichtung braucht, weil als Forscher, Forscherin habe ich genau diese Angst, es muss mir jemand anderen gute Gründe geben, warum ich es tun muss und auch das supporten. Ja? Bei interdisziplinären Projekten ist es lebt davon, dass wir die Daten teilen, sonst wir verstehen sie eh nicht mehr alleine. Aber da bin ich ganz dabei. Deswegen braucht es da zum Beispiel bei URBEM, vor 10 Jahren bin ich als Leiter des Doktoratskollegs umzingelt gewesen von 4 mal 3 Mitarbeitern der Wiener Stadtwerke, jeweils Rechtsabteilung, Compliance-Abteilung, Datenschutz. Zum Glück hatte ich hinter mir den Support der TU Wien, der mir immer geholfen hat, zu argumentieren, warum eigentlich dieser Datenaustausch zwischen den Wiener Stadtwerken und der TU Wien einen Sinn macht. Und wenn wir das institutionalisieren, wird das noch viel besser gehen. Also ich glaube, das ist ganz eindeutig. Also ich kann es wieder nur aus unserer Praxis sagen. Wir bauen dort erfolgreich Simulationsmodelle, wo wir mit anderen zusammenarbeiten, wo wir die Daten noch nicht haben. Also Beispiel Erdbeobachtungsdaten oder wenn wir uns zusammentun. Wir bauen schön schrittweise und liefern unsere Layer und dann haben wir Gebäude und Energienetze und jetzt schauen wir uns gerade Brückendaten an mit Kolleginnen und Kollegen und es funktioniert immer.
wenn du sozusagen ein Geschäftsmodell dahinter hast. Und ab dem Zeitpunkt, wo die gleichen Interessen drauf liegen, das gebe ich auch ganz offen zu, dann gibt es auch, wie man auf Österreichisch sagt, ist auch wieder ein Wort Wickel, weil natürlich, wenn die Interessen in den gleichen Publikationen sind, dann brauchst du genau das. Ich glaube aber, das wurde auch sehr schön dargestellt. Das ist zum Beispiel eine super Frage und genau das müssen wir lösen für die Zukunft. Dass ich sozusagen nicht mehr ausschließlich davon abhängig bin, sondern dass ich sozusagen lieber sage, naja, ich stelle meine Levels, die ich da vorhin gezeigt habe, eben für ganz verschiedene, eben auch zum Beispiel für die Raumplanung zur Verfügung, wenn die sagen, sie können damit was anfangen. Und dazu braucht es Konzepte dahinter. Also ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage und verstärkt das noch, was wir herausgefunden haben. Danke. Jetzt folgende Reihenfolge, der Herr Burgerthofer, Verzeihung. Sie zuerst, dann der Herr Burgerthofer, Dekan Wagner und dann der Herr Rektor, bitte. Ja, ein bisschen die umgekehrte Frage, entstehen nicht einer öffentlichen österreichischen Universität, dadurch, dass wir durch Steuergelder finanziert werden, ja auch Verpflichtungen, Daten, die wir hier durch Steuergelder finanziert erheben oder herstellen, ja auch zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise ist es ja auch so, dass viele im Rahmen von Drittmittelprojekten generierte Daten, das unterschreibt man ja mit dem Fördervertrag, dass man die zur Verfügung stellen muss und in irgendein Repositum entspeichert und so weiter. Also was gibt es denn ohnehin an Verpflichtungen, sei es jetzt der moralischen oder der vertraglichen Art und Weise, Daten zur Verfügung zu stellen? Ja, ich antworte darauf. Ja, also bei allen Förderprojekten, wie Sie sagen, die aus öffentlichen Geldern gefördert werden, soll man auch der Gesellschaft wieder Wissen und Erkenntnisse, also soll man rückfließen lassen und mit dem willigt man ja auch ein. Also beim FWF ist man automatisch drinnen in Open Data, ebenso bei europäischen Projekten, bei Horizon zum Beispiel. Die Fördergeber gehen es natürlich praktisch an. Sie sagen, as open as possible, as closed as necessary. Und das funktioniert auch ganz gut. Ja. Danke. Herr Dekan Wagner. Herr Burgerthofer, hat sich erledigt. Herr Dekan Wagner, bitte. Ja, ich möchte auf die Frage von Norbert eingehen. Also ich möchte es viel, viel positiver formulieren. Ich meine, wir werden ja überschwemmt von Publikationen, die nicht immer unbedingt besser werden. Und viele AI-Tools erlauben jetzt den Leuten auch Papers zu schreiben, die nach außen super scheinen und gut klingen. Und es wird immer schwieriger, die Qualität zu hinterfragen. Das heißt, wir werden aufgerufen, in einen anderen Publikationsstandard hineinzugehen. Wir werden irgendwann in Computation-Artikel hineingehen, wo Daten zugänglich sind, wo der Code sichtbar ist. Und ich glaube, nur so können wir uns dann abheben von anderen. Das heißt, ja, es ist ein Aufwand, den man ganz bewusst machen muss, aber wir kriegen dafür etwas. Wir haben dann höchste wissenschaftliche Qualität. Und rein vom Impact kann man einen ganz anderen Impact erzeugen, als wie man geschlossen ist. Das ist das Business Model, ja. Der wissenschaftliche Impact ist das Business Model. Vielen Dank. Herr Rektor. Ja, erstmal bin ich froh, dass wir eine AG Daten haben. Mir scheint nur, die Überschrift ist nicht ganz korrekt, weil wir haben ja gesagt Forschungsdaten, aber ich glaube, wenn wir jetzt über die Diskussion, die wir geführt haben und die auch auf den Folien war eigentlich Unified Data at TU Wien und nicht Forschungsdaten. Weil das ist mir nicht ganz klar geworden aus der Präsentation. Wo ist dann noch die Abgrenzung? Also Beispiel, wenn Sie mit Gemeinden irgendwelche Erhebungen machen, sind ja die Daten der Gemeinden erstmal keine Forschungsdaten. Das sind ja mal allgemeine Daten oder Daten aus dem Statistik Austria, das sind nun mal Daten. Und wenn wir über eine Governance sprechen, dann musste ja Unified auch unsere eigenen Daten umfassen. Und das ist mir nicht klar geworden, auch in der Folie mit den Stakeholdergruppen. Da waren die Studenten, da waren die Researcher, wo waren die Service- und Support-Einrichtungen? Also das ist mir jetzt, vielleicht haben wir es vielleicht am Anfang falsch gemacht sozusagen, dass wir gesagt haben, wir wollen eine AG Forschungsdaten. Aber mir scheint heute, in der ersten Gruppe haben wir über Unified Research und Communication gesprochen, in der zweiten über Innovation, Unified Innovation. Jetzt reden wir über Unified Data, aber doch nicht nur auf die Forschungsdaten bezogen, sondern eigentlich auf die ganze TU Wien bezogen und auf die verschiedenen Elemente von Elementen
von unseren eigenen Finanzdaten über Daten, die wir in der Bibliothek haben, über Daten, die aus unserem Personaldatenstamm kommen, über Daten in allen möglichen Dimensionen. Also wo hört es auf und wo fängt es an? Oder habe ich jetzt das falsch verstanden? Weil ich glaube, Sie reden eigentlich Also wir von haben allem. rein über Forschungsdaten gesprochen. Administrative Daten, Finanzdaten haben wir komplett ausgeklammert. Aber wenn Sie jetzt sagen Budget- und Haushaltsdaten, da geht es ja um Daten für Österreich. Ja? Das sind auch Forschungsdaten. Ja, aber die werden ja bearbeitet, aufbereitet. Es gab einen Auftrag. Ja? Und die Daten sind immer nur das Werkzeug. Und ich habe es gezeigt auf einer Folie, dass Forschungsdaten auf sehr vielen Ebenen diskutiert werden. Die Forschenden selbst sehen sich immer gleich in den Prozessen. Da haben wir immer wieder von euch das Wort Prozesse gehört. Die Personen an einer Universität, die sich mit Infrastrukturen auseinandersetzen, sehen wieder eher die technischen Aspekte, die Legal Aspects. Aber es ging immer um Forschungsdaten, keine administrativen Daten. Wobei manche Lösungen, zum Beispiel Langzeitarchivierung, auch für administrative Daten genützt werden könnte. Ja, aber da geht es um eine technische Lösung. Aber wäre es nicht sinnvoll? Wir müssen es doch erweitern. Mir ist nicht klar, wie man da unterscheiden kann. Also Beispiel, wenn jetzt der Satellit, Herr Wagner, wenn der Satellit zum Beispiel jeden Tag diese Daten runterschickt, ob das jetzt man die für die Forschung nutzt oder für andere Aspekte, ist ja mal egal. Also, und genauso ist es doch mit unseren eigenen Daten. Wenn wir darüber reden, dass wir den Staat beraten zu Finanzthemen, und wieso wenden wir das nicht auf uns selber an? Das ist mir nicht ganz klar. Das ist lustig, weil ich habe jetzt gedacht, die Kritik ist, dass wir uns nicht so stark auf Forschungsdaten bezogen haben. Weil ich habe jetzt gedacht, wir haben zum Beispiel darüber geplaudert, wir haben jetzt zum Beispiel nicht die Beispiele gehabt, dass es physikalische Experimente gibt, wo es darum geht, dass man einfach international die Ergebnisse austauscht, um eine Vergleichbarkeit zu haben, also Reproduzierbarkeit von Experimenten. Aber wenn ich jetzt Ihre Kritik verstanden habe, ist es eigentlich eher in die andere Richtung, warum wir nicht noch weiterdenken. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Ja, ich will das nicht als Kritik, sondern ich sehe als eher, Anregung. Ich sehe eher aus der Präsentation heraus, dass wir vielleicht das Thema so angelegt haben, dass es zunächst aus Forschung zentriert war, aber aus der Bearbeitung sich jetzt ergeben hat, dass das ein generelles Thema für die TU Wien ist, was alle Bereiche durchzieht. Und eine Begrenzung und Reduktion auf rein Forschungsdaten macht eigentlich dann wenig Sinn. Darf ich hier vielleicht kurz intervenieren? Ich kann mir vorstellen, dass das, was jetzt sozusagen den Kommentar von Herrn Rektor ausgelöst hat, ist, Sie sprechen ja klarerweise und notwendigerweise auch immer von Datenkompetenz. Ja? Kompetenz im Umgang mit Daten etc. Und könnte es sein, Herr Rektor, dass Ihre Frage darauf bezieht, sozusagen, wie man diese Kompetenz, die es zu entwickeln gilt, ja, eben auch für andere Bereiche und nicht nur Forschungsdaten anwenden könnte? Ja, ich sehe das. Darf ich da kurz darauf reagieren? Mit dieser Frage, also, so habe ich jetzt verstanden, ist, wie heißt es so schön, nicht? Also bevor ich beim Frühstück heute war, habe ich schon wieder die Hoffnung verloren gehabt, dass wir über die TU Wien mehr wissen als über den Wiener Flughafen. Es gibt mir Hoffnung. Ja, ich persönlich würde sagen, wir haben manchmal die Zuversicht verloren, dass wir hausintern Daten bekommen. Es ist tatsächlich leichter, vom Wiener Flughafen alle Daten mit ihm zu beforschen über alle Gebäude, als mit der TU Wien. Das liegt jetzt nicht an der TU Wien, das liegt auch an unserem Eigentümer. Und ich glaube, genau wenn wir es zeigen können, wie es Trusted Research Environments gibt, indem es Modelle gibt von Gebäuden, wo wir die Daten so halten können, dann können wir natürlich, das wäre auch ein tolles Rollenvorbild, den anderen zu zeigen, wenn wir das so schaffen, mit unserem Eigentümer zum Beispiel. Ich glaube, wir haben vielleicht das sogar im positiven Sinne geschafft, weil wir eben sehr viel über Governance geredet haben. Also das ist ja auch immer eine Selektion der Beispiele. Was mein Team macht, ist, wir evaluieren Technologielösungen. Das heißt, dafür kriegen wir zum Beispiel von einer Technologielösung alle Daten, auch hier aus dem Hause, und ich bewerte dann, wie dann eine medizinische Innovation wie eine Brücke, wie gut die funktioniert. Also das heißt, natürlich ist da ein enorm hohes Potenzial da,
Und ich glaube, ein sehr gutes Beispiel, das du genannt hast, war ja diese Portfolioanalyse. Also das heißt, was wir erleben ist, wir kennen zum Beispiel extrem viele Daten von Kolleginnen und Kollegen schlicht und einfach, weil wir schon sehr lang mit denen reden. Aber das passiert sozusagen derzeit rein aufgrund der Forschungskooperationen. Wenn ich mit der Iva Kovacic rede, wenn ich mit den Leuten rede, wissen wir, aha, was passiert dort. Und diese Portfolioanalyse ist eines der vielen Beispiele, um das zu professionalisieren, glaube ich. Aber Vielleicht möchte ich noch abschließend was sagen. Also Forschungsdaten sind der Rohstoff an Universitäten. Es gibt keine Disziplin mehr, die nicht mit Daten arbeitet. Ja? Und ich glaube, für eine Universität, für die TU Wien, ist extrem interessant, da mal zu reflektieren, was man mit diesen Daten auch machen kann. Ja? Wie man den Wert noch besser ausschöpfen kann. Und da kommen wieder technische Lösungen ins Spiel und andere Abteilungen jetzt auch abseits von der Forschung. Aber es ging immer um Forschungsdaten. Vielen Dank. Na, man kann es ausweiten. Ja. Und ich danke nochmal der Arbeitsgruppe und auch den beiden Experten für die praktischen Beispiele. So, und es gibt wahrscheinlich keinen aufgelegteren, einfacheren Übergang zum nächsten Thema als von den Daten nun auch zur KI, die uns dieser Tage natürlich alle in der verschiedensten Formen bewegt. Und ich bitte jetzt, oder ist schon hier, Herrn Peter Burgerthofer, der gemeinsam mit der Anna Füssel diese Arbeitsgruppe geleitet hat. Bitte. Ja, herzlich willkommen. Danke fürs noch Dasein. Es ist ja die letzte Präsentation des Nachmittags. Da leeren sich die Reihen dann schon manchmal. Ich möchte mich als erstes bei den... Ah, da kommt noch wer. Ach so, oje. Sehr gut, ich beginne mit einem Fauxpas. Ich möchte mich als erstes bei allen AG-Mitgliedern bedanken, die Zusammenarbeit hätte nicht besser funktionieren können. Wir hatten, weil über den Prozess auch ein bisschen geredet wurden, wir hatten mehrere Meetings, die waren alle online wegen spezifischer Bedürfnisse einzelner Mitglieder der AG. Die ganze Geschichte ist sehr schlank abgelaufen. Wir hatten eine wirklich spannende Podiumsdiskussion, die vielleicht der eine oder die andere hier auch mitverfolgen konnte. Da gibt es eine Aufzeichnung, die kann man sich noch immer anhören. Wir hatten dort technische Expertise, ethische Expertise, rechtliche Expertise, Designexpertise und ich glaube, das war ein wirklich spannender Event. Ich möchte vielleicht drei Dinge tun heute. Zum einen ein bisschen als Prolog ein paar wenig bekannte Fakten über künstliche Intelligenz hier als Vorwort vorausschicken. Ich möchte dann auf die Beantwortung dieser Prozessfragen ein bisschen eingehen. Und schließlich sollen wir ja Zeit für die Diskussion haben. Ich glaube, das Ganze ist hier, ich werde versuchen, mich knapp zu halten, damit es nicht zu lang wird. Genau. Außerdem muss ich gestehen, dass ich habe sie Karin genannt, hat eine gewisse Faszination auf mich gehabt. Nicht, weil ich irgendwie jetzt hier Gefühle entwickelt hätte, sondern einfach nur, weil diese Figur so absurd ist. Und ich habe dann begonnen, mit dieser Figur zu arbeiten und habe sie also in ein lokales, in ein bei mir auf dem Rechner lokal laufendes Bildgenerierungssystem hineingesteckt, Stable Diffusion, falls das wer kennt, und habe also mit verschiedenen Prompts aus dem Originalbild andere Bilder gemacht. Hier ist es also zum Beispiel als Rektor mit Boxhandschuhen. Da sieht man, dass Rektoren doch vorwiegend männlich zu sein scheinen. Außerdem haben manche 4 Augen. Gut, und die Karin wird uns also in verschiedenen Formen hier durch die Präsentation begleiten. Wenig bekannte Fakten. Im Wesentlichen sind es ein paar Dinge, die ich sagen möchte. Nummer 1, es gibt 2 Formen von KI. Im Wesentlichen, in der Forschung spricht man von symbolischer und subsymbolischer KI. Und das Einzige, was wir in letzter Zeit erlebt haben, war subsymbolische KI.
Subsymbolische KI und symbolische KI unterscheiden sich grundlegend. Ich möchte jetzt hier keinen großen Einführungsvortrag halten, aber wie wir von den 60er Jahren, 70er Jahren von KI gesprochen haben, die irgendwann einmal gescheitert wird wie die Menschen, haben wir immer von symbolischer KI gesprochen. Symbolische KI ist ein System, das mit Symbolen hantiert und nicht mit Zahlen und Wahrscheinlichkeiten, so wie es subsymbolische KI ist. Und deswegen haben diese zwei Systeme grundlegend verschiedene Eigenschaften. Und es ist wichtig, sich das ein bisschen vor Augen zu halten. Symbolische KIs beruhen auf einer Wissensrepräsentation und auf logischem Schließen und auf Problemlösungsalgorithmen oder dem Entwickeln von Problemlösungsalgorithmen, während subsymbolische KI auf Statistik beruht, auf maschinellen Lernen, wie wir das auch nennen, auch wenn ich das Wort Training hier besser finden würde. Ich glaube, die Begrifflichkeiten künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind ein bisschen unglücklich, weil wir als Menschen mit Intelligenz und Lernen sehr viele menschliche Eigenschaften verbinden und die dann auf diese Systeme projizieren. Das stimmt aber gar nicht. Wir können hier weder von Intelligenz noch von Lernen reden, sondern wir sollten von maschinellem Training sprechen. Und das Wissen in einer subsymbolischen KI ist nicht explizit repräsentiert, sondern verteilt über das Trainingsmaterial und über die statistischen Verteilungen in diesem Trainingsmaterial. Insofern gibt es keine explizite Wissensrepräsentation. Und es ist ganz wichtig, das zu wissen, weil die Probleme, die diese subsymbolischen KI-Systeme haben, von denen wissen wir im Moment und vielleicht auch nie nicht, wie wir sie beheben sollen. Wir haben keine Ahnung. Die Probleme von probabilistischen Systemen stehen in krassen Widerspruch zu der Wissensrepräsentation von symbolischer KI und auch zu dem logischen Schließen dort. Und das ist genau der Grund, warum Large Language Models keine gute Wissensrepräsentation beinhalten und im logischen Schließen wirklich schwach sind. Also wir können hier sagen, symbolische KI hat im Moment verloren. Ja? Elderly woman with symbolic boxing gloves after losing the fight und rechts Woman with Subsymbolic Boxing Gloves, die wird automatisch jung dann und erfolgreich und ein bisschen aggressiv auch, weil sie hat ja gewonnen. Vielleicht gebe ich noch ein kleines Beispiel zum Thema Schließen. Ich lese das vielleicht ganz kurz vor. Ja. A man and a goat are on one side of the river. They have a boat. How can they both get across? Sie kennen das Rätsel, oder? Sie kennen das Rätsel mit dem Menschen und der Ziege und dem Wolf und dem Kohlkopf oder so. Ne? Aber das ist jetzt eine reduzierte Version. A man and a goat are on one side of the river, they have a boat. How can they both go across? Und weil hier kein System am Schließen ist, sondern nur probabilistisch am Text generieren, der mit dieser Ausgangsfrage zusammenhängt, kommt dann heraus, the man takes the goat across the river first, leaving the boat on the original side. Then the man returns alone with the boat. He leaves the goat on the other side and takes the boat back to the original side. Wilde Fantasien, die in keinerlei, also da steckt nicht einmal Sinn drinnen. Und es steckt deswegen kein Sinn drinnen, weil dieser Sinn aus dem Kontext kommen muss, den wir vorgeben, der Hunderte, Tausende, Millionen Mal in diesem Trainingsmaterial drinnen ist, was für das Rätsel mit der Ziege und dem Wolf und so weiter gilt, aber nicht für diese Variante. Und daher fährt dieses System ein. Und diese Probleme sind im Moment unlösbar. Und jedes Versprechen der Industrie, das sagt, in einem Jahr haben wir General Artificial Intelligence, alles Mumpitz, das ist alles nur Geldmache, weil niemand weiß, ob wir diese Probleme überhaupt lösen können oder wie wir sie lösen sollen. Und es ist ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, wenn wir von der Verwendung von KI-Systemen an einer Universität sprechen. So, Nummer 2. Das wissen inzwischen einige, ist der Ressourcenverbrauch. Das hier ist Woman with Boxing Gloves in front of a Monster Truck, weil der Ressourcenverbrauch einer AI, um eine E-Mail auszuformulieren, ist ungefähr in der Gegend von, ich fahre mit meinem, oder vergleichbar damit, als wäre ich aus dem Büro in der Argentinerstraße hierher mit meinem Monster Truck gefahren, den ich nicht habe, oder meinem SUV, was ich nicht deswegen nicht mache, weil ich hier keinen Parkplatz kriege, sondern weil es komplett sinnlos, weil eine sinnlose Ressourcenverschwendung wäre. Ja? Der Ressourcenverbrauch dieser Systeme ist enorm. Wir wissen, dass die Einbindung von AI in die Google-Suche den Energieverbrauch einer Google-Suche verzehnfacht hat. Ja? Und eine Google-Suche war vorher schon kein Lercherl-Schaß. Wir können davon ausgehen, dass das Generieren einer E-Mail von 100 Worten, von der Länge von 100 Worten,
in der Gegend von 1 Liter Wasser verbraucht, für die Kühlung dieser Systeme. Also wir müssen uns an irgendeinem Punkt fragen, für was soll man das verwenden und für was sollte man es lieber nicht verwenden. Ja? Das nächste ist der BIOS. BIOS ist letztlich mit diesen Systemen verblüffend einfach zeigen. Also normalerweise ist es so, wenn man sagt Medical Doctor, dann kriegt man einen Mann. Hier hat das noch nicht funktioniert, Medical Doctor with Boxing Gloves war noch eine Frau. Wo ist mir dann gelungen, schlussendlich war es der Dean. Also Dekane, Entschuldigung, Frau Dekan der Informatik, Dekane sind offenbar Männer und ein bisschen arge Männer, es sind auch alle. Also es kommen einfach nur Männer heraus, wenn man nach Dekanen fragt. Und Sie haben auch schon gesehen, bei Rektoren, da gibt es dann irgendwie wieder Rektorinnen auch. Und dieser Bias ist in diesen Systemen drin und wiederum im Moment haben wir keine Ahnung, ob wir diesen Bias in irgendeiner Art und Weise rauskriegen, weil diese Systeme ja nicht symbolisch und auf einer Wissensrepräsentation basierend sind, die wir manipulieren oder ändern könnten, sondern weil sie rein probabilistisch sind und einfach nur auf der Menge von Eingabematerial beruhen. Ja? Assistants sind dafür wieder weiblich und sie sind nicht nur weiblich, Assistants sind bitte auch sexy. Und auch hier wieder alle. Und das ist, jetzt wird es ein bisschen kritisch dann, ne? Weil die Bilder, die hier vermittelt werden und die wir hier vorgelegt bekommen, prägen ja das Weltbild einer heranwachsenden Generation, die diese Systeme davor verwenden, um sich irgendwelche Illustrationen zu machen. Ne? Also das hier ist der Research Assistant with Boxing Gloves, die sind also alle irgendwo zwischen creepy und sexy, jedenfalls sind sie alle jung und haben immer verschiedene Arten von, wie soll ich sagen, verlockenden Blick. Und Nurses sind sowieso nur jung und sexy, muss so sein. So, das Ganze hat aber auch ganz konkreten Schaden. Wir erinnern uns an den AMS-Chat-Algorithmus, der also den Frauen und Männern verschiedene Berufe vorgeschlagen haben. Das ist wiederum eine Geschichte, die so nicht leicht behebbar ist. Es gibt inzwischen die ersten Studien, die zeigen, was für tiefe Biases da drinnen stecken. Die Studie hier rechts ist eine Studie, die einen, wie übersetze ich, einen persistenten rassistischen Bias in der Sprache solcher Systeme zeigt. Sprich, wenn man mit einer, je nachdem, in welchem Dialekt oder in welcher Form von amerikanischem Englisch, ob es mehr ein weißes oder ein schwarzes amerikanisches Englisch man dort promptet, werden diese Beiträge anders bewertet. Das hat zum Beispiel einen enorm starken Einfluss darauf, wenn solche Systeme dafür verwendet werden, um BewerberInnen auf irgendwelche Stellen zu beurteilen. Ja, also da ist dann ganz schnell heraus, was da für Biases drinnen stecken und passieren. Also hier passiert tatsächlich Diskriminierung an Menschen. Nummer 4, Privacy, also vielleicht würde ich nicht ganz so weit gehen. Das sind jedenfalls rechtliche Aspekte, von denen wir nicht wissen, wie sie tatsächlich funktionieren sollen. Es gibt noch keine brauchbare rechtliche Regelung darüber, ob das, was diese großen Systeme gemacht haben, was ChatGPT, Google im Zusammenstellen und Verwenden dieser Trainingsdaten gemacht haben, ob das überhaupt rechtlich vertretbar und in Ordnung ist nach den verschiedenen Legislaturen. Und wir wissen auch nicht, wem die Ergebnisse gehören, die da herauskommen. Wir wissen nicht, wo die Daten herkommen, mit denen die meisten Models trainiert wurden. Wir können uns aber sicher sein, dass die meisten Menschen, deren Daten hier verwendet wurden, weil das ist ja, wir haben uns immer ausgerechnet, wenn man das als Buch drucken würde, würde es fast bis zum Mond gehen. Also die wenigsten Menschen haben nicht zugestimmt hier. Diese Intransparenz, dass wir also nicht wissen, wie aus den Daten schlussendlich das wird, was herauskommt, ist aber ein spezifisches Merkmal von Machine Learning Systemen. Ja? Wir wissen bei Machine Learning Systemen am Schluss, wenn wir ein Ergebnis präsentiert bekommen, nicht auf welchen Teilen der Daten und auf welchen Ecken aus diesem Trainingsmaterial das jetzt wirklich beruht. Wir können keine Quellenangabe machen. Die Systeme funktionieren so, dass wir nie wissen, was aus diesem Pool von Daten für ein Generat verwendet wird. Das gilt auch für andere Machine Learning Systeme. Die Frage, wie wir in der Wissenschaft, die in der Wissenschaft so wichtige Transparenz und Nachvollziehbarkeit unserer Methoden aufrechterhalten wollen, wenn wir Machine Learning Systeme verwenden, um Daten auszuwerten, ist komplett ungeklärt. Wir machen das im Moment, manche machen das im Moment, verwenden Machine Learning Systeme, um Daten auszuwerten.
Wie man aber tatsächlich als Reviewer oder als Reviewer nachher sagen kann, das war in Ordnung, diese Auswertung ist richtig, ist vollkommen ungeklärt. Und wir haben jetzt schon eine Replication Crisis und von der reden wir seit den 90er Jahren und immer mehr, aber inzwischen haben wir eine massive Replication Crisis. Denn all diese Studien, die Machine Learning Systeme für die Auswertung der Daten verwenden, sind effektiv unreplizierbar beziehungsweise unbelegbar, dass das auch richtig ist. So, 5. wir haben ein Authentizitätsproblem, das geht vor allem in Richtung der jungen Leute. Diese Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie in einem Brustton der Überzeugung alles behaupten, was von ihnen verlangt wird. Und wenn Sie mit so einem System spielen, kann ich nur empfehlen, prompten Sie doch einmal das Gegenteil der Frage, die Sie gerade gefragt haben. Prompten Sie nach dem genauen Gegenteil und schauen Sie, ob Sie nicht auch eine Antwort im Brustton der Überzeugung kriegen, die das genaue Gegenteil behauptet. Ja. Und schließlich, da gibt es noch etliche andere Punkte. Ja, es gibt eine versteckte Schattenökonomie der kolonialen Ausbeutung in der Aufbereitung dieser Daten. Da werden in Afrika tausende Menschen beschäftigt zu einem Hungerlohn, um die grauslichsten Grauslichkeiten aus den Daten auszusieben, die dann zu Recht sagen, das ist etwas, was uns wirklich nicht gut tut, was uns hier, it destroyed me completely, ja. Wir haben Probleme wie Automation Blindness, wenn wir uns auf automatisierte Systeme auf dieser Basis verlassen und wenn wir jetzt sagen, wir formulieren unsere Texte nicht mehr selber, was heißt denn das? Und wir haben außerdem Probleme damit, dass diese Systeme versuchen, sich selber zu verbessern und auszugleichen, dass ein Bias drinnen ist. Sie erinnern sich vielleicht an die racially diverse Nazis, die Google irgendwann einmal als Bilder generiert hat. Wir glauben auch vieles, ich möchte vielleicht an der Stelle am Rand sagen, nicht? Es gibt eine Studie, die einmal wirklich untersucht hat, wie gut sind denn Zusammenfassungen, die eine KI macht. Und das Ergebnis war schlechter als jeder Mensch. Jede menschliche Zusammenfassung von einem Text ist besser als die von einer KI. KIs sind nicht gut. Die Industrie möchte uns natürlich glauben machen, weil sie damit ihr Geld verdienen. So, das waren so ein bisschen die Vorbemerkungen. So vor ungefähr 100 Jahren hat der Theologe Rudolf Otto gesagt, Religionen sind tremens et fascinans, also erschreckend und faszinierend. Und ich finde, das ist ein Zitat, das 100% auf diese Systeme zutrifft. Sie sind wirklich faszinierend. Ich könnte stundenlang damit spielen, ich könnte stundenlang damit Dinge probieren und es wird immer faszinierend bleiben. Aber sie sind auch schrecklich. Und ich glaube, wir müssen als Universität aus einer kritischen Perspektive heraus, müssen wir diese beiden Positionen unter einen Hut kriegen. So, das waren die vielleicht manchen noch wenig bekannten Fakten. Nummer 2, die Beantwortung der Prozessfragen. Genau. Erste Frage, wie definieren wir das Thema für die Belange der TU? Wir haben so ein bisschen gesagt, ja, es gibt so generative und ich muss mich immer umdrehen, weil es gibt leider keinen Monitor, der das verarbeitete und vorhersagende KI-Systeme, wie erwähnt, gibt es subsymbolische und symbolische KI-Systeme. Wir wissen als TU, dass wir uns in Forschung damit auseinandersetzen, gerade als TU, nicht andere Universitäten, da ist das keine Forschungsfrage, sondern nur eine Anwendungsfrage. Bei uns wird geforscht, bei uns wird entwickelt und bei uns wird verwendet. In vielen Fällen ist es noch zu früh, Entscheidungen oder wirklich basierte Aussagen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse oder wissenschaftlicher, sagen wir, Übereinkünfte zu treffen. Das tun wir aber eigentlich sehr gerne an Universitäten. Wir verwenden Dinge auf Basis wissenschaftlicher Einsichten. Wir sehen uns also einer Unsicherheit gegenüber, mit der wir irgendwie produktiv umgehen müssen. Neugierig und offen, aber auch skeptisch und mit kritischem Geist. Das gilt für Anwendung, für Entwicklung und für Forschung. Warum ist es notwendig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Und ich habe da einen Leuchtturm dazu getan, denn ich finde, als technische Universität haben wir hier die Funktion einer Leuchtturminstitution. Ja, als eine Forschungsinstitution sind Werte wie, wo sind die? Hier enden meine Notizen in der Mitte. Es ist lahm. Entschuldigung, weggescrollt. Integrität, Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Respekt vor anderen, das sind zentrale Werte dessen, wie wir arbeiten.
ohne diese Werte. Manche dieser Werte kommen aus den Folgen der Schrecklichkeiten, die die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg der Forschung angerichtet haben, oder weil wir verstehen, warum die Milgram-Experimente falsch waren. Also das sind alles relativ junge Werte. Respekt vor anderen, dass die Rechte der Forschungspersonen in einem Forschungsunterfangen, das ist eine Geschichte, die machen wir seit ein paar Jahrzehnten, noch nicht ewig. Ne? Aber Integrität, Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Respekt vor anderen sind zentrale Werte. Ja? Als Forschungsinstitution müssen wir, da stehen Sie, von uns wird erwartet, dass wir, weil wir uns ganz besonders gut damit auskennen sollen, einen aufgeklärten und verantwortungsvollen Umgang mit KI zeigen. Und ich glaube, wenn wir das nicht machen, wer wird es sonst machen? Ich kenne eine andere Universität oder Fachhochschule, wo die Begeisterung gar keine kritischen Fragen mehr zulässt. Ja? Das heißt, es gibt ganz bestimmte Probleme, ganz spezifische Probleme, es gibt auch ganz unspezifische Probleme durch unreflektierte, unbedachte und vortäuschende Anwendungen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Potenziale. Diese Potenziale sind allen, die mit diesen Tools gespielt haben, vollkommen bewusst. Ich möchte trotzdem bewusst verstärkt auf die Probleme hinweisen, damit wir hier ein kleines Gleichgewicht haben. Ja? Wir können Probleme schaffen für einen selber, für andere, dadurch zum Beispiel, dass diese Systeme einen Bias zeigen, für die Institution. Wir haben schon über das Vertrauen in die Wissenschaft gesprochen, wie wir momentan unter verstärktem Druck stehen, vertrauenswürdiger zu sein, als wir es jemals waren, was die Wissenschaft angeht, für die ethische Integrität, für den Ressourcenverbrauch, die Intransparenz, den Datenschutz. Ja, das gilt für Anwendung, Entwicklung und Forschung. Ich möchte vielleicht trotzdem ganz kurz noch, kann ich zurückgehen? Ja, vielleicht ganz kurz das noch eingehen, weil die Probleme je nach Gruppe unterschiedlich sind. Aber wir alle kennen diese Probleme. Ich glaube, für Lehrende ist es wichtig zu wissen, wie man KI bewusst einsetzt, indem man zum Beispiel barriereärmere Lehrmaterialien schaffen kann. Müssen aber auch ein Vorbild für einen reflektierten Umgang sein. Für Studierende ist das Schwierigste. Ne? Für die ist das ein Body ohne scheinbare Wissensgrenzen, mit denen man alles machen kann, mit dem man viele Tests und Prüfungen bestehen könnte, auch wenn man irgendwie nur gerade so durchkommt. Wir wissen aber zum Beispiel schon, dass Merkfähigkeit und akademischer Leistungsverlust mit dem unreflektierten Einsatz von Large Language Models einhergeht. Ja, für die Forschung schaut es wesentlich komplizierter aus, weil wir dann nicht nur diese Large Language Models haben, sondern auch alle möglichen anderen Formen von KI, gerade von Machine Learning Systemen, wie sie gerade im Einsatz sind. Wir brauchen ein Aufrechthalten dieser wesentlichen Qualitäten wissenschaftlicher Arbeit. Ich möchte nochmal auf die Replikationskrise hinweisen. Ja, letztens hat mir jemand erzählt, 3 Reviews bekommen auf eine Publikation, die alle im Wesentlichen dasselbe in sehr ähnlichen Worten gesagt haben, und es war vollkommen klar, dass die von ChatGPT geschrieben wurden. Und da kriegen wir ein wirkliches Problem, und zwar in der gesamten Institution der Wissenschaft. Wenn ein Teil der Publikation schon mit ChatGPT geschrieben ist und dann machen die Reviews mit ChatGPT, da kommt gar nichts mehr raus, was irgendwas Sinnvolles sagt, und am Schluss wird das dann veröffentlicht. Ich kann Ihnen nur raten, retractionwatch.com, eine Seite, wo also Zurückziehungen von wissenschaftlichen Publikationskanälen dokumentiert sind. Das sind so viele wie noch nie zuvor. Ja. Gut, für den Punkt 3, da bin ich eigentlich so zufrieden mit dem, was bei uns im Bericht herausgekommen ist, dass ich das jetzt einfach vorlesen werde. Wir haben das als eine Vision formuliert von dem, wie die TU ist. Und ja, Mitarbeiter und Studierende nehmen bei der Nutzung wie auch bei der Entwicklung von KI-Systemen eine kritische Haltung ein. Das bedeutet, dass sie sich über unterschiedliche Kategorien potenzieller Probleme im Klaren sind. Für einen selbst, für andere, wie das gerade aufgezählt war. Die TU Wien hat strukturell und systematisch dafür gesorgt, dass das dazu notwendige Wissen und die entsprechenden Haltungen in die Breite getragen wurden. Als Ort der kritischen Reflexion und sorgfältigen Auseinandersetzung mit epistemologischen Fragen ist die TU Wien wie alle Universitäten in der Lage, dafür geeignete Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen.
Einrichtungen wie zum Beispiel Triad-Labore, Kataloge von Tools oder Best Practices bieten Informationen über die Potenziale der Technologie und regen aber auch zur reflektierten Betrachtung an und legen den kritischen Dialog nahe. Mitarbeiter und Studierende sind sich der individuellen Verantwortung bewusst, die der Einsatz von KI-Systemen fordert. So werden solche Systeme beispielsweise nur dann eingesetzt oder entwickelt, wenn die absehbaren Nebenwirkungen, zum Beispiel Diskriminierung durch Bias, Beeinflussung, alles, was wir am Anfang hatten, intransparent, die Kosten durch den hohen Ressourcenverbrauch, gerechtfertigt erscheinen und die wesentlichen Werte des wissenschaftlichen Arbeitens nicht verletzt werden. Die TU Wien hat ihre institutionelle Verantwortung wahrgenommen, indem sie klare Regeln für den Einsatz von KI-Systemen gesetzt hat, vor allem dort, wo die Verwendung solcher Systeme die akademische Integrität oder andere Funktionen der Universität kompromittiert und damit das Vertrauen in die Institution schwächen könnte, in die Institution TU Wien, aber auch in die Institution Wissenschaft. Im Sinne der praktischen Entscheidungshilfe wurden Kriterienkataloge zur Entscheidungsunterstützung für den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen entwickelt. Regeln sind nicht alles. Nicht? Wir können Regeln aufstellen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, aber so wie es die Gesetze nur den harten untersten Boden unserer Umgangsformen sind, wir trotzdem freundlich zueinander sind, auch wenn das kein Gesetz je vorschreibt, so sollten wir auch oberhalb der Regeln weitere Ebenen der Vorschläge, wie zum Beispiel solche Entscheidungshilfen, anbieten, damit die Menschen wissen, wie sie damit umgehen. Die Mitarbeiterinnen und Studierenden werden durch diese Maßnahmen in die Lage versetzt, für jede Art des Einsatzes von KI-Systemen informiert zu entscheiden, welcher konkrete Nutzen davon zu erwarten ist. Ob durch den Einsatz potenziell Schaden verursacht werden könnte, ob durch den Einsatz Regeln, Gesetze oder Kodizes verletzt werden, welche Systeme oder welches Service am produktivsten wäre und auch den geringsten negativen Impact mit sich bringt. Zusammenfassend also, ob der Einsatz gerechtfertigt ist oder ob nicht auf bessere Alternativen zurückgegriffen werden sollte. Ein aktiv begleitender Diskurs beschäftigt sich mit der Frage, für welche Aufgaben der Druck zur Verwendung von generativer AI dadurch gemildert werden kann, dass die Ansprüche an das Ergebnis angepasst wird. Als Ergebnis, da hier, Sie kennen das. Irgendjemand hat 3 wesentliche Anliegen, macht daraus mit ChatGPT eine lange, freundliche, professionell formulierte E-Mail, die aber nur noch als eine mit Copilot generierte Zusammenfassung gelesen wird. Wozu dieses Artefakt in der Mitte existiert hat, wissen wir nicht. Doch, wir wissen es, weil 2 Firmen damit Geld gemacht haben und weil mehrere Liter Wasser aus dem Fenster geflossen sind. Also das sind Situationen, die wir 100% vermeiden müssen. Nicht? Was heißt es, ein Protokoll zu schreiben? Protokolle werden, viele Leute schreiben Protokolle heute schon mit ChatGPT, aber müssen die wirklich ausgeschrieben und ausformuliert sein oder reichen Stichworte? Ja, die Ansprüche an das Ergebnis. Genau. Schließlich hat sich die TU wieder dazu verpflichtet, die Auseinandersetzung mit dieser sich rasant entwickelnden Technologie auf allen Ebenen zu einer strategischen Frage zu machen. Und entsprechende Einrichtungen geschaffen, die diese Auseinandersetzung sowohl nach innen als auch im Sinne der Third Mission nach außen substanziell und fundiert betreibt. Und schließlich meine ich, nachdem wir eine Institution sind, die das nicht nur verwendet, sondern auch beforscht und entwickelt, müssen wir die Verantwortung für die Probleme, die dadurch entstehen können, in Forschung und Lehre auch aktiv wahrnehmen. Die 4. Frage, nicht, wo stehen wir derzeit? Die Einschätzungen zum Wert und Unwert dieser Technologien könnten nicht verschiedener sein. Es gibt Menschen, die sagen, in einem Jahr schaut die Welt komplett anders aus deswegen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, in einem Jahr schaut die Welt komplett anders aus deswegen. Ja. Und die meinen nicht dasselbe. Ja, also das ist ein bisschen ein Problem, das wir haben. Dieses Tremens et Faszinans, manche stehen ganz dort, manche stehen ganz dort. Wir müssen uns irgendwo so positionieren, dass wir diese beiden Konzepte unter einen Hut bringen. Es ist so schnell dahergekommen, dass es für die meisten nicht antizipierbar war. Wir brauchen also eine langfristige Strategie, die noch keine Entscheidungen kennen kann, sondern einen Prozess der ständigen Auseinandersetzung definiert. Wiederum ist für mich die TU hier eine Leuchtturminstitution, weil wenn nicht wir, wer dann?
Ja, wir haben hier, wir brauchen eine kritische und pragmatische Sicht mit Platz für die produktiven und transformativen Eigenschaften von KI, ebenso wie Sicht auf die potenziellen Probleme. Und ein Annehmen der Verantwortung, wie schon gesagt, ja, uns Forschung und Lehre mit den negativen Folgen der Technologie auseinandersetzen. Und die fünfte Frage ist dann eigentlich relativ banal beantwortet. Der wesentlichste Grund für den Gap zwischen der Zielvorstellung und dem, wo wir jetzt sind, ist, dass das so über uns hergefallen ist, schneller wie es gar nicht gehen könnte. Niemand konnte vor 3 Jahren sagen, dass wir Large Language Models haben, von denen manche Menschen glauben, dass sie ein Bewusstsein entwickelt haben. Es vergeht keine Woche, wo angeblich bahnbrechende Systeme verfügbar werden. Diese Industrie ist, wie das manche nennen, im Full-Hype-Modus, weil der Full-Hype-Modus ist der, wo sie am meisten Geld von ihren Finanzierungsgaranten bekommen. Wenn also ChatGPT sagt, sie freuen sich schon auf die Artificial General Intelligence nächstes Jahr, das ist alles strategischer Hype. Es ist schwer, in so einem Klima eine kohärente und nachvollziehbare Meinung zu formen. Das ist aber genau das, was wir als Universität, wozu wir als Universität verpflichtet sind. Genau, Dankeschön. Herr Burgerthofer, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie haben, ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Understatement zu sagen, dass Sie mit einer gewissen Skepsis oder Ihre Arbeitsgruppe mit einer gewissen Skepsis an das Thema herangegangen ist und dass Sie aus dieser Skepsis heraus, aus der Beschreibung dieser Fakten, ja, zu einer Vision gelangen, wo, wenn ich das richtig verstehe, ein sehr klarer Appell im Mittelpunkt steht, nämlich ein extrem sorgfältiger, umsichtiger, vorausdenkender Umgang, um die Nebenwirkungen, die möglichen schlechten Nebenwirkungen zu vermeiden und Sie haben selbst auch so genannt, die unreflektierte Verwendung, insbesondere der Large Language Models. Die Frage, die Sie sozusagen natürlich sofort auch stellt, ist, wird es, und damit steht Ihnen jetzt ausnahmsweise die erste Frage, wird es in der Welt, in der wir leben, überhaupt klappen? Hat zum Beispiel die TU Wien überhaupt die Möglichkeit, ja, in dieser bedächtigen, umsichtigen Form an das Ganze heranzugehen, wenn die Competition, ja, zum Beispiel OpenAI und viele andere, mit einem enormen Tempo, ja, viel Umsicht über Bord werfend an die Geschichte herangehen. Also läuft man nicht Gefahr, dann ein bisschen plötzlich zwar vorsichtig zu sein, aber halt vorsichtig im Abseits. Wir sind ja vorsichtig mit gutem Grund, nicht? Wir sind ja vorsichtig für die Transparenz von Wissenschaft, für die Qualität von Wissenschaft, für die inhärenten Qualitäten, die wir uns von wissenschaftlichen Arbeiten wünschen und nicht vorsichtig, weil wir Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen, nicht? Wir müssen die Sachen einfach richtig machen. Und richtig machen heißt im Moment, wir müssen sie gescheit machen und nicht mit irgendwelchen dahingehudelten Versprechen mitzulaufen und zu sagen, ja, das ist ja, ob ich jetzt diese Datenauswertung selber mache oder ob ich so eine AI, die darauf spezialisiert ist, hernehme, ist ja kein Unterschied. Es ist ein Unterschied, denn die Reviewer und Reviewerinnen, die die Arbeit nachher anschauen müssen, haben im einen Fall eine Chance, das nachzuvollziehen und im anderen einfach nicht. Ich hoffe jetzt fürs Publikum, dass sozusagen jetzt die 2 Pole, die es hier gibt, ja, und dieser Konflikt noch klarer zum Ausdruck gebracht zu haben. Bitte, Herr Dekan Mijovinovic. Also als Mitglied dieser Arbeitsgruppe muss ich jetzt schon für mich auch in Anspruch nehmen. Gar so negativ habe ich unsere Diskussionen nicht wahrgenommen und ich sehe das schon ein bisschen als eine Verzerrung der Diskussionen, die bei uns in der Arbeitsgruppe stattgefunden haben. Und ich möchte das schon in eine Richtung richten, dass ich bei jeglicher Technologie natürlich immer als Grundprinzip als Forscher eine Verantwortlichkeit habe. Das ist das klassische Oppenheimer-Prinzip und das Dilemma, aus dem wir nicht rauskommen. Aber wenn ich dermaßen stark die negativen Potenziale nur in den Vordergrund stelle, dann glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist, dass wir Herausforderungen, die damit verbunden sind, auch als zukünftige Möglichkeiten und Chancen entwickeln. Und ich kann in dem Kontext nur in Erinnerung rufen,
wie bei der Einführung des Autos vorgegangen wurde vor über 100 Jahren, wo es geheißen hat, und das war glaube ich sogar eine Vorgabe in Wien, dass vor dem Auto jemand vorherlaufen muss mit einer Trillerpfeife und sagen muss und aufmerksam machen muss, weil das könnte was passieren. Ja? Ich glaube, wir haben dort auch eine andere Entwicklung gesehen. Ich glaube, unsere Aufgabe ist hier berechtigterweise mit den Risiken umzugehen, aber nicht nur die Steine im Weg zu sehen, sondern auch das Licht des Leuchtturms, das Sie gezeigt haben, wo das hinleuchten könnte. Und das möchte ich schon auch für mich unterstreichen. Das war ein Aspekt, der mir jetzt absolut zu kurz gekommen ist. Ich entschuldige mich dafür, dass Sie sich nicht repräsentiert fühlen, und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil ich natürlich gestehe, dass es manchmal ein bisschen meinem, wie soll ich das nennen, meinem eigenen Evangelismus auf den Leim gehe. Ja? Ich habe, wenn Sie den Bericht lesen, und Sie haben den Bericht gelesen als Mitglied, dann wissen Sie, dass der Bericht sehr viel von Chancen und Problemen redet, und ich habe versucht, von Chancen und Problemen auch hier zu reden. Naja, ein bisschen. Ne? Also wir können schon, ne? Hier produktive, transformative Eigenschaften von KI und potenzielle Probleme, kritische und pragmatische Sicht auf KI. Bitte? Na, aber gut, also auch hier sehen wir, die Arbeit in den Arbeitsgruppen ist sehr vielfältig, ja, und natürlich ist auch der Wunsch immer da, dass man noch die verschiedenen Aspekte einbringt. Aber ich möchte die Frage des Herrn Dekans darf ich noch was dazu sagen? Ja? Mein Eindruck ist, dass die meisten Menschen vor Begeisterung überschäumen. Und das, was wir im Moment brauchen, ist ein Gegengewicht. Ich habe versucht, hier einen Teil dieses Gegengewichts darzustellen und gleichzeitig, und deswegen habe ich die Antwort auf die dritte Frage vorgelesen, damit ich hier nicht so einen Fehler mache, möglichst neutral darüber zu berichten, auf was wir uns am Schluss geeinigt haben. Bitte die Frau Dekanin, dann haben wir hier Wortmeldung und dann dort. Also danke an die Arbeitsgruppe in dem gesamten Spektrum. Und ich kann Ihnen sagen, der Peter Burgerthofer ist einer der besten Didakten, die wir an der Fakultät haben. Und das haben Sie hier jetzt wieder gesehen. Es ist ganz toll, wie du die sogenannte generative KI vorgestellt hast, LLM/ChatGPT. Aber wie du am Beginn gesagt hast, bitte, das sind ja die Systeme, die sagen, die kann ich fragen, was soll ich heute kochen, und dann kann ich mich daran halten oder nicht. Wir reden ja von echten Artificial Intelligence basierten Systemen, wo es zum Beispiel in der Physik ein SFP gibt, der auf Machine Learning basiert, die neuen Materialien entwickelt, wo es in der Chemie einen Starting Grant gibt, wo es Machine Learning basiert neue chemische, der Dekan Mihovilovic kann das genauer erklären, entwickelt werden, wo es einen Cluster of Excellence gibt, wo es 3 Nobelpreise gibt. Jetzt kann man sagen, die haben sie auch alle giert. Aber AlphaFold wird auf breitester Front heute in der Genetik und in der Mikrobiologie eingesetzt. Also wir müssen ja die Kirche im Dorf lassen. Ja? Also wenn wir wissenschaftlich von KI sprechen, dann reden wir nicht von ChatGPT. Und wir benutzen Large Language Models seit 22. November 2022, da hast du vollkommen recht. Vorher im Oktober 2022 haben wir nicht einmal gewusst, wie man das schreibt. Wir benutzen es, um überhaupt jetzt einmal selber drauf zu kommen, wie man das reparieren kann und was man machen kann. So gesehen, da humpeln wir ein bisschen hinten nach. Aber wenn wir KI benutzen, dann benutzen wir es wissenschaftlich basiert. Also damit wir mal vom Richtigen reden. Das Zweite ist Ausbildung. Natürlich müssen wir alle unsere Studierenden, in allen Wissenschaftsgebieten an der TU Wien, zumindest mit einem Basisverständnis, damit die eben nicht rausgehen und glauben, ChatGPT ist jetzt das Gelbe vom Ei. Also das müssen wir uns überlegen, über alle Studienpläne hinweg, Bachelor, Master, Doktorat, die wissen dann schon, wo sie sich das Wissen herholen. Dankeschön. Vielen Dank. Bitte hier, Wortmeldung. Also, hallo? So, wir warten noch aufs Mikro. Verzeihung, kurze Verwirrung.
Ja, danke schön. Also meine Frage oder Anmerkung geht so auch in die Richtung von der Frau Dekanin-Kappel. Sie haben auch von der Replizierbarkeit gesprochen, aber das ist ja generell ein Problem, das nicht jetzt erst existiert seit AI oder KI, sondern ich kann ja nie ganz nachvollziehen, was da gemacht wurde. Und ich denke, wichtig ist dann halt zu sagen, wie hat man es gemacht? Man kann es nur so replizierbar machen. Also von dem her verstehe ich nicht ganz, warum das ein Problem sein soll, eben wie auch schon vorhin gesagt, warum man nicht AI-Module einsetzen soll für die Datenanalyse. Also mein Verständnis davon, wenn jemand einen Review schreibt, ist, dass diese Person sozusagen zertifiziert, dass das, was in dieser Arbeit geschrieben wurde, auch so gemacht wurde und dem Standard der Wissenschaft in diesem Bereich entspricht. Mein Verständnis ist es außerdem, dass durch den Einsatz von Machine Learning-basierten Evaluierungssystemen von Daten das im Wesentlichen noch schwieriger gemacht wird, als es jetzt schon ist. Wir haben jetzt schon das Problem, dass viele Daten mit Code ausgewertet werden, der als Source Code nicht zur Verfügung steht. Wie soll jemand eine Datenauswertung, die mit solchem Code gemacht wurde, jemals in einem Review bestätigen? Großer Teil der Replication Crisis ist auf die Art und Weise in die sogenannten Naturwissenschaften hineingewandert. Und jetzt haben wir den nächsten Schritt, dass es Systeme gibt, die versprechen, wirf eine große Menge von Daten auf mich und ich mache für dich diese und jene Auswertung dieser Daten, ohne dass sie sagen, wie sie es machen. Und wenn wir nicht wissen, wie diese Auswertungen tatsächlich passieren und uns darauf verlassen können, dass das stimmt, dann finde ich, ist das ein Problem für die Wissenschaft. Dann ist das ein Problem nicht nur für die, die reviewen, sondern auch, ob das Ergebnis stimmt. Nicht? Wir erinnern uns an Excel, wie Excel verwendet wurde. Da hat ein Fehler in einem Excel dazu geführt, dass die gesamte Datenauswertung falsch war. Und wenn dieses Sheet nicht zur Verfügung gestanden ist, konnte das niemand verifizieren. Wir haben dieses Problem schon länger. Ich meine nur, dass wir auf eine neue Stufe schreiten und es wird noch schwieriger. Und wir sollten uns irgendwann einmal fragen, wie wir das in den Griff kriegen. Dame in Rot, bitte, danach der Dekan Götz und dann der Ja, ich war auch Teil der AG und ich wollte auch nochmal betonen, und ich finde auch, dass es hier rauskam, dass eben wir das auch diskutiert haben, dass viele Forschende teilweise sehr vorsichtig mit der KI umgehen, was ja vielleicht gut ist, aber dass wir auch Berührungsängste nehmen wollen. Das ist auch, war auch Teil von den Diskussionen und dass wir deswegen zum Beispiel diese Try-out-Labore, die auch in den Folien vorkamen, uns überlegt hatten, dass wir da in einem gesicherten Umfeld Forschenden die Möglichkeit geben können, KI-Tools auszuprobieren, vielleicht KI-Tools, die gehostet werden hier, wo wir eben weniger Probleme haben mit anderen Effekten und dass das durchaus eben auch Teil in der AG war und diskutiert wurde und auch im Report vorkommt. Gut, dazu nur ein generelles Kommentar. Es ist gut und ich glaube, es hilft auch den Arbeitsgruppenleitern in der sehr, sehr schwierigen Aufgabe, die Vielfalt der Meinungen zusammenzufassen, dass sich, so wie hier passiert, zwei Arbeitsmitglieder als Gruppenmitglieder noch einmal zu Wort melden. Das entlastet natürlich auch die Person, die das Ergebnis präsentiert. Gut, dann bitte Herr Dekan Götz. Ich sehe als, sag ich mal, unmittelbarstes Problem eigentlich die Frage der Abschlussarbeiten. Also es war ja bisher schon so, also ich habe schon Bachelorarbeiten vor Jahren schon auf dem Tisch gehabt, die waren von 40 Seiten 38 aus Wikipedia 1:1 kopiert. Natürlich gibt es keinen Anlass zu glauben, dass Studierende das nicht heute mit ChatGPT sehr wohl tun werden. Das heißt, ich finde, an der Stelle ist es wirklich ein bisschen schwierig und die einzige Lösung, die ich da sehe, ist einfach das Gewicht mündlicher Prüfung zu verstärken. Aber zu glauben, dass man das regulieren oder gar verbieten kann, das sehe ich als völlig aussichtslos an, weil man es ja nicht wird nachweisen können, dass jemand auf Deutsch gesagt betrogen hat. Und wie sehen Sie das? Also was würden Sie als Option sehen? Ich möchte als erstes sagen, dass ich es für einen ganz großen Fehler halte, wenn Studierende ihre eigenen Denkprozesse, ja ich weiß, aber ich möchte nur sagen, also ich finde es nicht richtig. Denken und diese Gedanken niederschreiben sind ein Prozess, der steht im Mittelpunkt des Nachdenkens und der Vermittlung dieser Ideen. Ja. Dass ein Verbot nichts bringt, das wissen wir alle. Aber natürlich heißt das zum Beispiel, dass wir uns zu Lehr- und Überprüfungsmodi hinbewegen, wo der persönliche Kontakt wichtiger ist und wo die geschriebene Abgabe unwichtiger wird. Das ist natürlich mit entsprechenden Ressourcenproblemen verbunden, weil das heißt, plötzlich, wenn man 500 erstsemestrige Studierende hat, man muss mit denen persönlichen Kontakt haben, da reden wir von ganz anderen Dingen.
Und das ist ein Riesenproblem. Das ist niemanden, also wenn man im Ministerium, die sind nur begeistert von AI und denen ist nicht bewusst, dass das eigentlich heißt, dass wir 10-mal so viele Ressourcen brauchen, um die Studierendenmassen zu betreuen. Ja. Und bei der Bachelorarbeit auch da, nicht? Der Schlüssel liegt darin, die Studierenden näher an der Brust zu haben, wenn ich das so sagen darf, direkter zu betreuen und mit ihnen zu sprechen und an der Genese dieser Arbeiten teilzuhaben. Nicht? Das war aber bei Wikipedia auch schon so oder bei Seminararbeiten oder was. Das Problem haben wir schon länger. Nicht? Wir haben immer diese Idee, wir schicken die Studierenden weg und sie arbeiten irgendwas schriftlich aus und kommen damit zurück und irgendwie als Nebeneffekt davon haben sie was gelernt. Das war immer schon ein bisschen flaky und jetzt ist es kaputt. Danke. Herr Rektor. Ja, von meiner Seite auch erstmal herzlichen Dank an die Arbeitsgruppe. Ich finde es auch gut, dass man mutig versucht, verschiedene Positionen mal darzustellen, weil man sieht es jetzt hier in der Diskussion, auch dann kommt man da mal weiter. Ja. Ich habe mich auch gefragt, als ich den Bericht gelesen wurde, ist nicht unten der Punkt potenzielle Probleme überakzentuiert und das produktive, transformative etwas schwach. Ich habe das so interpretiert, dass ich gedacht habe, naja, das ist quasi ein Appell, sich auch damit auseinanderzusetzen, weil es eben gerade im Hype-Cycle ganz oben ist. Das verstehe ich. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, es kommt anders, wenn man denkt. Also das heißt, man muss schon auch selber denken, aber ich bin auch überzeugt, was eben Dekan Görz gesagt hat, durch Regulatorik wird man dieser Sache ja nicht beikommen, sondern wir müssen ja eigentlich an der Spitze der Bewegung sein und unsere Absolventinnen und Absolventen müssen grundsätzlich verstehen, wie es geht, um bewerten zu können, dass ein Bias ist. Und da wäre jetzt meine Frage, wie kommen wir da weiter? Und da möchte ich mal ein Beispiel geben. Ich bin ja jetzt Bauingenieur, wenn wir eine Struktur berechnet haben, geben wir die ganze Struktur in Finite-Elemente-Methode ein und dann läuft es im weitesten Sinne in einer Blackbox ab, bis das Ergebnis da ist. Wir wissen zwar, wie die Steifigkeitsmatrix programmiert wurde, aber jeden Schritt wird man nie nachvollziehen können. Also gibt es Instrumente der unabhängigen Vergleichsrechnung. Also wo jemand unabhängig von dem System einen Vergleich macht und sagt, naja, ist plausibel, es ist ein plausibles Ergebnis. Mir ist nicht klar, wo steckt da dieser Ansatz jetzt bei dem, was Sie auch geschildert haben. Da gibt es ja eine große Möglichkeit, auch unabhängige Themen zu vergleichen. Also das Eröffnungsbeispiel war es ja. Wir kennen diese Geschichte vom Boot, der Ziege und dem Kohl. Gut, das heißt, wenn man sie nicht kennt, habe ich keine Möglichkeit mehr, einen Vergleich zu machen, dann bin ich blinder User. Aber müssten wir uns nicht darauf konzentrieren, eben die Bildung so zu machen, dass die Menschen diese Kompetenz weiter haben? Ist es denn dann nicht, also wieso sehen Sie es so negativ, dass man sagt, ja, und alle machen dann am Ende, sind sozusagen nur noch Sklave der Tech-Giants? Das ist mir nicht so ganz klar. Also, so habe ich es auch nicht gemeint. Ne? Ich denke mir schon, und ich glaube, dass das Vision Statement das auch relativ klar ausdrückt. Ja? Die Studierenden werden durch diese Maßnahmen in die Lage versetzt, für jede Art des Einsatzes von KI-Systemen informiert zu entscheiden, welcher Nutzen davon zu erwarten ist und ob durch den Einsatz potenziell Schaden verursacht wird. Das trifft es für mich wirklich auf den Punkt. Wir müssen unsere Studierenden in die Lage versetzen, diese Entscheidung informiert zu treffen. Dazu müssen wir aber, und vielleicht ist das auch etwas, was mich ein bisschen davongetragen habe, den Enthusiasmus unserer Studierenden durchbrechen. Unsere Studierenden glauben momentan, das ist die Zukunft, ich muss gar nicht mehr programmieren können. Ich brauche diese Rechnungen alle nicht mehr können. Das macht in 2 Jahren alles die AI für mich. Und so wie wir von den Systemen momentan reden, als probabilistische Systeme sind die für Rechnungen nicht zuverlässig, sind sie fürs Schlüsse-ziehen nicht zuverlässig. Und alles das, ja, wir hatten einen Studierenden bei uns im Seminar, wir haben ein Seminar gemacht, ganz am Anfang, zu dem Thema. Und der hat am Anfang gesagt, für was habt ihr alle schon ChatGPT verwendet? Und der hat gesagt, ich habe letztes Semester eine wissenschaftliches Arbeiten, Lehrveranstaltung gemacht und am Schluss darauf haben wir so eine kleine Erhebung gemacht und ich habe die Daten mit ChatGPT ausgewertet. Und wir waren alle so ein bisschen, aha, hat das denn gestimmt? Ja, er hat es nachgerechnet. Eine Woche später, und da muss man echt den Hut ziehen, ist er gekommen und gesagt, er hat sich noch einmal angeschaut, das war kompletter Unfug, der da herausgekommen ist. Das war ein Schritt, der notwendig war, damit er versteht, was das kann und was er nicht kann. Vorher war das nicht da. Und ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen, dass die
Menschen, die Studierenden, die MitarbeiterInnen der TU Wien verstehen, was richtet man damit an und was kann man damit Positives erreichen, wenn man das verwendet. Und diese Entscheidung informiert zu treffen, ich habe auch versucht zu sagen, nicht, Regeln bringen uns nicht viel weiter. Regeln sind da absolutely rock bottom. Ich kann natürlich sagen, wir sagen zum Beispiel, eine abgegebene schriftliche Arbeit ist ein Plagiat, wenn sie, und da steht dann Sachen drinnen. Ja? Und eine abgegebene Arbeit ist ein Plagiat, wenn sie mit ChatGPT generiert ist. Das muss einfach auch drinnen stehen. Und eigentlich heißt das auch, dass in schriftlichen Arbeiten Studierende nachvollziehbar und transparent machen müssen, an welchem Schritt haben sie für was Large Language Models verwendet. Ja? Vielen Dank. Elisabeth Schulermann. Mikro. Danke. Ich möchte gerne die Diskussionen bisher um eine dritte Säule erweitern, nämlich die Administration. Also wir haben sehr viel über unsere fantastische AI-Forschung gesprochen, auch über die Studierenden. Ich setze mir jetzt meinen anderen Hut als Leitung Förderberatung Wirtschaftskooperationen auf und wir leiden sehr unter der Situation, die wir da an der TU momentan haben, nämlich, dass wir nichts für uns haben, sondern wenn wir mit KI arbeiten, das privat und offen für alle zu machen. Und ich meine, natürlich kann man sagen, gut, wenn ich den Horizon Europe Draft, den man eh nicht lesen will, in die KI haue und dann kriegt mir das raus, dann ist das super und ich glaube, viele von Ihnen würden mir da auch beipflichten. Allerdings, wenn ich jetzt sage, okay, und ich mache das jetzt TU-spezifisch und ich schaue wirklich, inwieweit das mit unseren Persönlichkeitsprofilen, die wir in den Forschenden drinnen haben, noch matchen und so, dann will ich vielleicht nicht, dass das jeder liest, weil das ja ein Asset ist, wie wir besser vorankommen können. Und ich frage, glaube ich, jetzt schon seit 1,5 Jahren haben wir, und ich weiß, ich mache mich jetzt nicht sehr beliebt, aber ich nutze dieses Forum, haben wir jetzt schon für uns eine Lösung und ich glaube, es ist noch immer nein, was ich sehr schade finde, weil sonst wir kommen mit der Forefront nicht mit, weil Forschung ist super wichtig, aber ihr habt auch Anwendung geschrieben und ich glaube, das muss man halt auch leben, nicht nur in der Forschung, nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Admin und da fehlt es uns momentan ziemlich. Ja. Vizedirektor Kastner dazu? Ja, bitte. Nein, vielleicht ist jetzt auch der richtige Rahmen, hier ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, weil du bist, glaube ich, bestens informiert diesbezüglich. Wenn wir über KI und in der Verwendung reden, haben wir eigentlich 3 große Ansätze. KI in der Forschung, hier haben wir unseren HPC- und Musiker-Cluster, der, glaube ich, sehr gut gebucht und dafür auch vorgesehen ist. Wenn wir für KI in dem studentischen Umfeld, in der Lehre reden, ist es nach wie vor leider Gottes häufig so, dass auf private Mittel zurückgegriffen wird. Dem wollen wir entgegenwirken. Hier wird es 2 Möglichkeiten für Lehre wie auch für Verwaltung geben. Einerseits das sogenannte Academic AI-Projekt, wo wir in einem Trusted Haber darauf vertrauen dürfen, dass wir in einer gesicherten Cloud-Umgebung hier auf ChatGPT und andere Modelle zugreifen können, die nicht notwendigerweise immer am letzten Stand sind. Und das ist auch ein gewisses Problem. Und die auch nicht notwendigerweise für unsere Bedürfnisse hergerichtet sind. Deswegen wollen wir hier als Mittel eigentlich dazwischen liegende Instanz in unserem eigenen Data Lab eigentlich RAG-basierende Modelle aufbauen, die mit unseren Daten nicht nur gefüttert, sondern auch auf unseren Daten in einem sicheren Hafen operieren können. Das wird in der Versuchsphase mit nächsten Jahr auch umgesetzt werden. Wir haben bereits eigentlich das Data Lab diesbezüglich hergerichtet und sind gerade in der Evaluierung. Sprich 3 Ansätze für wirklich High Performance, AI-Modelle, HPC-Musiker, für Mittel und Wege in der Verwaltung für Studierende das sichere Hafen über Academic AI und da mittelliegend drinnen unser eigenes Data Lab, wo wir auch vertrauen können, dass wir die Modelle für unsere Bedürfnisse auch hintrinnen können. Ich möchte vielleicht noch Peter danken, dass er diesen skeptischen Aspekt eingebracht hat. Ich glaube, das ist extrem wichtig, hier kritisch zu reflektieren. Aber auch ich glaube, AI ist here to stay. Ja. Und wir müssen mit diesem Gedankengut als Universität zwar kritisch, aber dennoch einen Weg finden, umzugehen. Auf allen Ebenen, für Forschung, Lehre und Verwaltung. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, glaube ich, das ist ein wenig zu kurz gekommen, dass sich die Gruppe auch Gedanken gemacht hat, hier Kriterienkataloge zu definieren oder dass es notwendig ist, solche Kriterienkataloge festzulegen. Wann macht der Einsatz de facto wirklich Sinn für alle diese 3 Ebenen? Danke, Wolfgang Kastner. Wir haben jetzt Zeit für eine Replik von Herrn Burgerthofer und dann noch eine letzte Frage.
Ja, vorher die Replik von Ihnen. Ich muss jetzt ganz kurz noch was zu dem Statement meiner Dekanin was sagen. Und ich glaube, die Beispiele, Gerti, die du gebracht hast, die sind super. Ne? Wenn wir darüber nachdenken, was ein probabilistisches System kann, dann ist es aus einem riesigen Vorrat vorhandener Materialien neue Materialien zu generieren, ist exakt das, was geht. Ja? Alle diese Fragen, wo wir sagen, wir müssen in einen neuen Bereich hineingehen und brauchen Ideen, wie wir aus dem vorhandenen Ding etwas neu kombinieren können. Super. Diese medizinischen Anwendungen, wo irgendwelche Ketten von Enzymen gesucht werden, wo man ganz viele ausprobieren kann. Ich möchte nur sagen, dass probabilistische Methoden für Analysezwecke eine ganz schlechte Idee sind, weil Analyse ist probabilistisch nicht zuverlässig und nicht nachvollziehbar. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und darum hatten wir ganz am Anfang der Folie, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt über mein ganze Word-Rap da drüber springen will, aber wir hatten diese Unterscheidung zwischen generierenden Systemen, analysierenden Systemen und das Dritten. Und das finde ich schon wichtig, nicht? Auch darüber nachzudenken, was diese verschiedenen Eigenschaften und Zwecke von Systemen für die Art und Weise, wie die Systeme funktionieren, bedeuten. Oder umgekehrt. Gut. Eine Frage geht sich noch aus. Die ist nicht mehr aktuell. Gut, bitte, Frau Vizerektorin. Ich muss mich jetzt kurz als Juristin zu Wort melden. Regeln, Gesetze und Kodizes bringen uns sehr wohl weiter im Umgang mit KI. Denn wenn wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden und Forschenden und Studierenden im Sinne einer wissenschaftlichen Integrität arbeiten und forschen mit und an der KI, dann bedarf es natürlich Regeln und Gesetze und Kodizes, um dann auch entsprechende Konsequenzen an ein Fehlverhalten knüpfen zu können. Da stimme ich 100% zu. Ich glaube, ich habe ganz spezifisch zum Beispiel gemeint, dass wenn wir den Studierenden verbieten, künstliche Intelligenz-Tools für irgendwas zu verwenden, dass wir damit nicht weiterkommen. Ja? Weil die Studierenden, die machen sowieso, was sie wollen und was sie für richtig halten. Unser Ziel muss daher sein, dass sie diese Tools nicht zu verwenden für das Richtige halten. Ja. Aber da schaffen halt auch entsprechende Regelungen dann das Bewusstsein dafür. Bitte, Mario. Danke, Peter, dass du das alles sehr gut heute präsentiert hast und so. Und ich möchte jetzt nicht die Forschungsethik völlig sagen wir, aus der Sicht lassen. Das war schon sehr gut in Integrität drinnen, was du präsentiert hast und so weiter. Und jetzt sind die Regeln jetzt auch noch einmal gekommen. Wir brauchen beides. Wir brauchen diese Kultur der Integrität. Das können wir auch mit den Regeln unterstützen. Aber dass wir jetzt nur mit Regeln weiterkommen, mach das, tu das und so weiter, oder don't do this, don't do that, ganz klare, klipp und klare Regeln sind nicht ausreichend. Wir wissen das von anderen Bereichen, wo die Regelwerke sehr streng sind, finden Studierende, Forschende und so weiter, alle von uns ganz gute Slalomkurse. Ja? Also wir haben jetzt nicht ganz das gemacht und auch nicht das und kommen ganz gut weiter. Ja? Also ich plädiere Kultur der Integrität, gute wissenschaftliche Praxis, das brauchen wir und dazu brauchen wir die Regelwerke natürlich, dass wir die gute Arbeit unterstützen. Also it's not one or the other, it's both. Vielen Dank. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich dem Herrn Burgerthofer herzlich danken für die Behandlung eines ja nicht leichten Themas. Danke. Ja. Dank auch an Sie, vor allem, das haben wir jetzt am Nachmittag schon gemerkt, ja, wie Sie bereit waren, wesentlich mehr von Ihrer eigenen Wahrnehmung der Wirklichkeit zu teilen. Ich denke, dass dieser gesamte Input für das Rektorat in der weiteren Arbeit an der Strategie enorm wichtig sein wird. Es schreitet nicht nur der Tag voran, sondern auch mein Alter leider. Und jetzt bin ich an dem Punkt im Tag angelangt, wo ich dieses leidige Wechsel zwischen Brille fürs
weiter weg sehen und hier sehen, verwenden muss, weil sonst sehe ich die Personen in der letzten Reihe nicht mehr. Gut, ein organisatorischer Hinweis für morgen. Morgen finden die Pausen an einem anderen Ort statt, und zwar im Sitzungszimmer des Rektorats. Also, wenn Sie in der Pause etwas trinken oder essen wollen, bitte ins Sitzungszimmer des Rektorats gehen. Wir haben den Tag begonnen mit einem zentralen Element der Mission der TU Wien, der Forschung. Und wir beenden den Tag mit einem anderen, ich hoffe gleich wichtigen Element der Mission der TU Wien, der Lehre. Und man wird ja sehen, ob meine Hoffnung hier jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Es sind zwei Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppe zum Thema studierendenzentrierte Lehre, geleitet von der Katharina Karliczek und dem Herrn Kurt Wenninger, und eine zweite, und ich stelle gleich beide vor, weil die dann einen nahtlosen Übergang sich organisiert haben, eine zweite Arbeitsgruppe zum Thema Stellenwert der Lehre unter Leitung vom Herrn Georg Steinhauser und der Shabnam Taubök. Ja, damit übergebe ich an Sie. Bitte. Vielen Dank. Ja, willkommen zu Cluster 2 der Lehre an der TU Wien, und zwar eine ganz fantastische und wertgeschätzte Lehre. Und wie schon gehört, ich bin Katharina Karliczek, das ist mein Kollege Kurt Wenninger, und wir dürfen Sie jetzt durch den letzten Teil des Tages noch begleiten. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Und so aus Interesse, der Nachmittag ist vorgeschritten, würde man ganz gern wissen, wer von Ihnen ist schon den ganzen Tag da? Bitte mal ganz kurz um Handzeichen. Oh, das sind schon einige. Dann, wer ist nur für den Nachmittagsblock speziell gekommen? Okay, auch noch einige. Danke und sehr. Wer ist nur für unseren Block da? Ein paar. Na, wunderbar. Aber wir fühlen uns schauen, geehrt. wie das Zielpublikum ausschaut, das interessiert uns. Und so aus technischer Sicht, wenn man die Studierenden anschaut, wer hat nicht aufgezeigt bei diesen 3 Fragen? Okay, wunderbar. Damit haben alle einmal aufgezeigt, Ziel erreicht. Wir machen weiter. Bei uns geht es um studierendenzentrierte Lehre. Kathi. Genau, und zwar, das ist jetzt eine wilde Frage an das Publikum. Was bedeutet denn eigentlich studierendenzentrierte Lehre, bevor wir da jetzt reinstarten in was unsere Arbeitsgruppe sich so dazu gedacht hat? Wir machen das jetzt einfach so mit Herausrufen und wir wiederholen die Wortmeldung, damit wir das für den Livestream auch hören können. Gibt es Input aus dem Publikum, was studierendenzentrierte Lehre bedeutet? Wir warten. Irgendjemand muss sich melden, sage ich in der Lehrveranstaltung immer. Wir warten. Was könnte damit gemeint sein? Bitte. ECTS-Gerechtigkeit. Ist schon ein gutes Stichwort, kam in unserer Arbeitsgruppe vor. Was gibt es noch? Respekt, ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Auch das haben wir uns angeschaut in der Arbeitsgruppe. Bitte. Auf dem richtigen Niveau, auch gut, super. Interdisziplinarität, auch ein gutes Stichwort. Was haben wir noch? Okay, auch super. Noch Meldungen? Kurz die Wiederholung, Wissenszuwachs bei den Studierenden steht im Vordergrund. Was war der Punkt? Anwesenheit der Studierenden bei den Vorlesungen. Ja, ich glaube, da müssen wir noch reden. Über das Thema Vorlesungen und Anwesenheit haben wir auch viel diskutiert. Können wir diskutieren, ja. Genau. Flexibilität, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, richtig? Was noch? Forschungsgeleitete Lehre an einer Universität, auch ganz was Wesentliches. Ja, unser Kerngeschäft. Genau. Danke für dieses sehr wichtige Stichwort Bedürfnisse. Bedürfnisse in dem Fall? Von den Studierenden. Genau, da haben wir uns ganz intensiv darüber unterhalten. Ja, also vielleicht als Hintergrund, wir sind von einer Frage weg gestartet in diesem Prozess, die sich sehr zentral mit Bedürfnissen und Engagement von Studierenden beschäftigt hat. Das heißt, das hat uns durch unseren Prozess sehr intensiv begleitet. Genau richtig. Ich glaube, da war noch eine Lernergebnisorientierung. Ja, auch das ist ein gutes Stichwort. Super, da haben wir ja schon quasi unsere Präsentation vorweggenommen.
Und würde sagen, switchen wir mal auf die nächste. Ja, eine Nein, Meldung es noch gibt noch eine. und dann. Begeisterte und begeisternde Lehrende, nehme ich einmal als Doppel mit. Ja, auch ganz, ganz was Wesentliches. Vielen Dank. Das hat schon vieles gut umfasst. Ich glaube, wir geben jetzt eine kurze, knackige Zusammenfassung, was so die generelle Definition von studierendenzentrierter Lehre ist. Und zwar bedeutet das einerseits, also Studierende nehmen eine aktivere Rolle im Lernprozess ein, als sie das so üblicherweise bei dem klassischen Frontalvortrag, wo der Lehrende erzählt und die Studierenden zuhören. Im Vordergrund stehen das kritische und analytische Lernen, also die Kompetenz des Lernens und auch die eigenständige Wissensproduktion. Anstatt des Berieselns und dann Wiederkäuens soll Wissen selbstständig erarbeitet werden und wie der Kurt jetzt erläutert. Genau, und den Wissensgewinn hat der Christian schon eingeworfen, das subsumiert das auch ein bisschen. Und auch die begeisterten und begeisternden Lehrenden braucht es, weil man braucht die passenden Lehrformate, man braucht die Aufgabenstellungen, wir haben auch Learning Outcomes gehabt, Lernmaterialien und auch didaktisch aufbereitet, gute, vorbereitete Lehrende. Die Lehrenden in dem Fall nehmen nicht mehr diese Rolle ein, dass sie nur vorne stehen, sondern sie leiten und fördern. Sie fordern die Studierenden natürlich, aber sie fördern sie auch, dieses eigenständige Aneignen von Wissen gut durchführen zu können. Und es ist auch für die Studierenden eine Herausforderung. Genau, Studierende übernehmen dann in diesem Rahmen natürlich ein sehr hohes Maß an Eigenverantwortung für das, was sie lernen, nachdem das primär an ihrem in ihrer eigenen Hand liegt, wie das dann gestaltet ist. Gut, das klingt jetzt mal, glaube ich, im ersten Moment nach relativ viel Arbeit. Und nach einer Lehre, die wir an der TU Wien noch nicht überall haben. Daher, warum tun wir uns das an? Warum sollten wir uns das antun, dass wir in diese Richtung weiterdenken? Einerseits aus Studierendensicht ist es so, dass mit studierendenzentrierter Lehre Studierende motiviert bleiben, dass damit die Überforderung im Studium, wenn sie korrekt angewandt wird, vermieden wird. Forderung, aber nicht Überforderung. Und das Ganze das nachhaltige Lernen fördert. Das heißt, wir haben nicht diesen klassischen Prozess von wir lernen, lernen, lernen und dann spucken wir es aus und dann vergessen wir es wieder, sondern es geht um nachhaltiges, vernetztes Wissen, das ein Leben lang anhält. Das tiefere Fachverständnis fördert dann natürlich die akademische Qualität und auch den Erfolg von den Studierenden. Also es gehen höher qualifizierte Studierende von unserer Universität. Genauso sind effizientere Studienverläufe dann ein Effekt davon und Studierende können schneller ins Berufsleben einsteigen und damit erhöhen wir als Institution die Wettbewerbsfähigkeit unserer Studierenden, die ja durchaus im freien Markt wettbewerbsfähig sein müssen. Und zu guter Letzt ist auch das Engagement der Studierenden im Zentrum und das steigt dann natürlich. Und mit engagierten Studierenden kommt ein lebendiges Campusleben zustande und ein produktives Lernumfeld, wo Studierende gerne miteinander lernen. Es hilft auch dem Bild nach außen, also wenn Studierende das dann weitertragen, dass sie gerne an die TU Wien kommen, werden auch die Hemmschwellen an der TU Wien zu studieren abgebaut und damit der Zugang zur Bildung für eine größere Personengruppe ermöglicht und die Diversität insgesamt erhöht. Und ein breiteres Spektrum an Perspektiven, das bereichert natürlich die Lernumgebung noch einmal mehr. Auto bitte an die Regie. Die Toneffekte, die da eingebaut wurden, mit viel Aufwand, damit es interessanter wird. Die hört Sollen wir es nochmal probieren? Okay. Bekomme ich das okay von der Technik? Okay. Okay? Dann machen wir es. Also, man kann sagen, insgesamt gewinnt die gesamte TU Wien, wenn wir das umsetzen.
Genau, und darum mache ich gleich weiter, denn neben den Studierenden gewinnen natürlich auch die Lehrenden, weil die zufriedenen und engagierten Studierenden in diesem Lernumfeld generell das Studium bereichern. Und zwar für beide Seiten, Studierende und Lehrende. Und damit haben wir das, was wir wollten, die begeisterten Lehrenden, denn nicht nur das Lernen, sondern auch das Lehren macht in dem Umfeld einfach mehr Freude. Und insgesamt führt es dazu, dass die TU, wir haben heute viele Zukunftsvisionen gehört, als führende Bildungsinstitution auch gesehen und anerkannt wird. Und das heißt, für Lehrende, die an dieser Institution tätig sind, ist es ein Wettbewerbsvorteil, wenn sie sich woanders hinbewerben, hier gewesen zu sein, heißt was für den Lebenslauf. Und weil wir auch gesagt haben, wie kann es uns noch weiter bereichern, wir kriegen mehr Studierende, wir haben mehr Talente, mehr Vielfalt und die erhöhte Diversität, die fördert auch die Innovationskraft und macht die Universität attraktiver für internationale Studierende, eine größere Zielgruppe an Studierenden und Lehrenden und Forschenden. Das heißt, wir haben ein breites Spektrum an Perspektiven und diese Erfahrungen bereichern auch das Arbeitsumfeld, in dem wir uns täglich bewegen. Also auch das ein absoluter Benefit. Genau. Und zu guter Letzt, natürlich als Institution, das war jetzt eines zu viel, wie ich gesehen habe. Einen Moment noch, gleich kommen wir dazu. Genau, als Institution ist es für uns natürlich auch essentiell wichtig, wir werden gemessen an unseren Studierenden, wir werden gemessen an unseren AbsolventInnenzahlen, wir werden gemessen an unseren prüfungsaktiven Studien. Das heißt, allein vom Gesetz her, allein von den Maßnahmen, von den Leistungsvereinbarungen, die uns das Ministerium stellt, ist es wichtig, sich die Lehre von diesem Gesichtspunkt her anzusehen. Und eben Paragraph 1 von unserem Universitätsgesetz, wir sind eine Bildungseinrichtung und nicht nur eine Forschungseinrichtung. Das heißt, diesen Auftrag haben wir von unserem Grundgestein her auch schon mitgegeben. Im Rahmen von dem, alles was wir jetzt gehört haben, führt natürlich auch dazu, dass Studierende und Lehrende eine höhere Identifikation mit der Technischen Universität haben. Das heißt, sie sind gerne da, sie waren gerne da und sie tragen das auch gerne weiter in alle Richtungen, wo auch immer es sie dann nach ihrem Studium hinbewegt. Und das hilft uns natürlich auch, weil zufriedene Alumni tragen positiv zu unserem Ansehen und unserem Netzwerk als Universität bei. Das hilft uns insgesamt, weil das sichert die langfristige Reputation und erhöht auch die internationale Attraktivität. Und das wissen wir ja auch mittlerweile in den neuen Rankings, da gibt es ganz viel zu Forschungsleistungen, aber auch die Reputation, wie Studierende über Alma Mater sprechen, ist relevant. Und das heißt, das hilft uns auch, diese Verbundenheit des Studierenden, die gut über die Universität sprechen, auch in bessere Rankings zu kommen. Und etwas, wo wir uns heute Vormittag schon darauf geeinigt haben, wir sind zwar nicht ganz sicher, ob es gut ist, aber wir machen es mal weiter. Gut, dann, was ich jetzt schon geteasert habe, dazu kommen wir jetzt. Ja, alle sind schon am Handy, habe ich gesehen, auch der Rektor, wahrscheinlich schon mitten in der Umfrage. Genau, bitte jetzt der Umfrage beitreten. Genau, Hintergrund, während Sie sich das anschauen, ist, es passiert schon sehr viel an der Universität in diese Richtung und es gibt Dinge, die uns helfen und da wollten wir ein Bild haben, wie die denn, die wir identifiziert haben, eingeschätzt werden oder ob es da auch noch andere Gründe gibt. Einmal Klick. Ja. Dann ist kein Ton. Dann haben wir halt mit dem Ton zumindest. Stellen Sie sich vor, es läuft gerade der Millionenshow Publikumsjoker. Die Musik im Hintergrund. Ich frage mal an die Regie, hört ihr den Ton? Auch nicht. Okay, gut. Dann geben wir da noch ganz kurz Zeit, weil wir doch ein paar Punkte angemerkt haben. Und schauen wir mal, immer wenn es unruhig im Publikum wird, dann sind die meisten mit der Umfrage fertig. Geht's? Ich halte mit immer mehr Menschen Augenkontakt, immer weniger Leute schauen nach unten. Ja, dann warten wir noch ganz kurz. Dann würde ich sagen, blenden wir mal kurz die Ergebnisse ein, dann würden wir ja noch sehen, für uns spannend, was sich tut und auch, was ganz oben gerankt wird. Also, wir hatten auf den Folien, die intrinsische Motivation, gute Lehre zu machen, ist ganz, ganz ein wichtiger Grund. Wechseln wir uns einfach ab, Kathi.
Genau. Anerkennung seitens der Studierenden, also das Feedback, das Studierende an Lehrende tragen, ist am zweiten Punkt. Dann haben wir die Anerkennung, das haben wir auch mal Wertschätzung genannt. Christian? Also an und für sich haben wir das einfach aus der persönlichen Perspektive gemeint. Also es ist in beide Richtungen, es kann in genau, ja, ich weiß. Also beides. Ich glaube, die Aussage, die Institution hilft dir dabei. Also was hilft dir dabei, das umzusetzen? Gute studierendenzentrierte Lehre zu machen, was hilft dir? Die gute Unterstützung der Institution würde dir heute helfen und würde dir dann nachhelfen. Ich nehme jetzt das Beispiel an, muss nicht so sein. Ich würde meinen, die TU Wien unterstützt mich heute nicht dabei. Nicht, dass ich sage, das ist so. Ja? Dann würde ich sagen, ich mache studierendenzentrierte gute Lehre schon heute, ja, aber nicht, weil mir die Institution so sehr dabei hilft. Ich könnte aber meinen, es wäre wichtig, dass die Institution einem dabei hilft, dann müsste ich viele Punkte vergeben. Das sind zwei sehr unterschiedliche Werte, wie ich sie setze. Okay, jetzt interessiert mich ans Publikum, wer sieht so wie der Christian, was wäre wichtig, dass einem bei der Unterstützung hilft? Habt ihr auch so abgestimmt? Weil das ist nämlich die Grundfrage, wenn es alle so sehen, wie wir es auch gemeint haben, dann hat es gepasst, aber ich nehme mit, dass es missverständlich ist. Und wie immer bei solchen Sachen sieht man, wenn man es ans letztliche Zielpublikum heranträgt, wenn es dann Haarspalterei gibt, dann müssen wir es ausdiskutieren. All jenen, die sich jetzt nicht ganz sicher sind, wir haben es im Bericht etwas weiter aufbereitet, insofern kann man es nachlesen. Uns ging es darum, was würde mich unterstützen? Vielleicht ist das dann einfacher. Und bei der nächsten Frage... Also es war keine Bewertung der TU Wien in ihrem aktuellen Zustand damit gemeint. Und ich glaube auch bei ganz vielen Dingen trifft es auf beides zu. Ja? Jetzt als Lehrender, eine didaktische Unterstützung unterstützt mich jetzt, unterstützt mich aber in 10 Jahren wahrscheinlich genauso. Also ich bin schon der lehrenden Oberguru. Ich bin es nicht, darum kann ich das so sagen. Ja. Gut, dann würde ich noch kurz das ein bisschen... weiter durchgehen, und zwar als dritthöchstes war die Unterstützung durch die Institution und dann die Verfügbarkeit von notwendigen Ressourcen, also Raumausstattung, Technik, Personal. Okay, aber jetzt habe ich noch gesehen, das kann man lesen, gar nicht so ganz drauf ein, aber es gibt doch noch einige, die andere Gründe genannt haben, und uns interessiert natürlich als Arbeitsgruppe, dieses Forum ist auch für unsere Hilfestellung, zu sagen, was haben wir noch nicht erfasst. Also wer hat andere Gründe im Kopf gehabt und hat das angewichtet auf höher? Weil da wird uns, bitte. Die Bereitschaft der Studierenden, etwas mitnehmen zu wollen. Okay, gut. Wir hatten das wahrscheinlich... Es ist wie gesagt, wir haben in diesen Formaten natürlich nicht die Möglichkeit, ganz viele Fragen reinzutun, sonst wird die Umfrage unübersichtlich. Ist wahrscheinlich ein bisschen bei der Anerkennung mitgedacht. Was war noch? Ja, bitte. Zum Beispiel aus der Erfahrung diese Möglichkeit, dass Studierende crossdisziplinär gemeinsam an einem Topic oder in einer Unterrichtseinheit arbeiten können, wäre so ein anderer Grund, wo ich sage, das hilft sehr stark. Das war schon sehr spezifisch. Also für die ZuhörerInnen vor dem Bildschirm, das war die Möglichkeit, Studierende disziplinenübergreifend zusammenarbeiten zu lassen an einem Topic. Okay, vielleicht noch eine Frage, Christian? Ich würde normal sagen, dass es
zur Evaluierung am Karriereweg einen Einfluss haben müsste. Weil diese Frage ausreichend Zeit zur Vorbereitung und Weiterbildung ist eine Prioritätensetzung des Einzelnen. Und wenn Lehre wenig Gewicht auf diesem Weg hat, dann hat man immer zu wenig Zeit dafür. Das ist ein guter Punkt. Und wir haben auch... Kurz noch die Wiederholung. Entschuldigung. Es ging darum, dass das auch eine Gewichtung in der Weiterentwicklung in der im Karriereweg hat. Mhm. Rektor, wir wiederholen, Sie können es einfach aussuchen. Das Bewusstsein, dass ich meinen eigenen Nachwuchs anziehe, also einen echten Impact habe auch auf die persönliche. Wir haben es extra ohne Mikrofon gemacht, weil wir es mit dem Herumreichen von den Zeiten, wie lange das dauert, gesehen haben, dass, wenn wir es wiederholen für diese kurze Session, wird es uns ausreichen. Okay, wir nehmen es mit. Wir haben auch extra unsere Kollegin hier, die alles, was hier gesagt wird, auch für unsere Weiterentwicklung unseres Arbeitsgruppenberichts protokolliert. Wenn da noch etwas steht, was wir komplett vergessen haben, werden wir es ergänzen. Wir haben hier natürlich ein bisschen subsumieren müssen, damit wir nicht zu viele Punkte zusammengefasst haben. Genau. Wir haben uns natürlich als Arbeitsgruppe auch damit befasst und das würden wir jetzt gerne auch herzeigen in einem kurzen noch die zweite Frage. Exempel. Wir müssen zuerst was hindert mich machen. Ach so. Ja, gut, danke. Wir waren jetzt bei den Punkten, was hilft. Jetzt sind wir bei dem Punkt, was hindert mich denn daran? Und da werdet ihr vielleicht ein paar Punkte finden, wo ihr gesagt habt, was hilft, was jetzt eher in Richtung was hindert, weil es das nicht gibt, erfasst ist. Also was hindert mich aktuell daran, dass es nicht so ist? Und da sind wir beim Stellenwert und beim Thema, wie es hat in der Evaluation wenig Rolle gespielt. Genau. Der Code ist noch einmal da für alle, die nicht in der Frage geblieben ist. So, jetzt stelle ich mich dann ins Publikum. Gewichtungsfaktoren, das ist gut, danke für diese Frage. Für alle Z2-Beschäftigten, die Mittelbau sind, die nicht Professoren oder AO-Professoren sind, Professorinnen sind, die haben in ihren Lehrveranstaltungen eine Gewichtung, einen Gewichtungsfaktor. Wenn ich mich hinstelle als Senior Lecturer und ich mache eine Einheit einer Übung, dann zählt die 50% der aufgewendeten Stunden für mich als geleistet, währenddessen mein Professor, der sie mit mir zusammen macht, den vollen Wert bekommt. Und das animiert mich dazu, Lehrveranstaltungen zu suchen, wo dieser Gewichtungsfaktor günstiger für mich ist. Dementsprechend sind das aber die Lehrformate, die weniger studierendenzentriert sind. Ganz einfach. Es ist erstaunlich, dass wir in der Arbeitsgruppe die Erfahrung gemacht haben, wie doch wenige Personen dann insgesamt gewusst haben, dass es diese Gewichtung gibt, die uns im täglichen Leben als Lehrende sehr stark trifft. Die Gewichtungsfaktoren von den Stunden von den Beauftragten. Ja, das sind noch genügend. Professorinnen haben keine Gewichtung. Ja, aber die sind doch aber noch relativ viele, die das machen. Gut. Ansonsten sehen wir anhand der Gewichtung, ob das etwas ist, was tatsächlich hindert oder ob das etwas ist, was im Plenum hier nicht als Hinderungsgrund für gute studierendenzentrierte Lehre wahrgenommen wird. Wir können eigentlich das Ergebnis einblenden. Na, man sieht auch, sie sind ziemlich weit unten. Was viel mehr auffällt, ist, dass die Forschung weit oben ist und es keine persönlichen Vorteile bringt. Ich glaube, das sind wir auch bei dem, was der Christian vorher angesprochen hat. Für die Qualifizierung ist die Lehre ja meistens nicht ganz im Vordergrund. Ja, was man auch gut sehen kann, was natürlich uns als Arbeitsgruppe auch beschäftigt hat, war, dass die Betreuungsverhältnisse dafür natürlich dann geeignet sein müssen, dass man studierendenzentrierte Lehre durchführen kann. Und was man auch sehen kann, ist in zwei Aspekten ist die Forschung ganz weit vorne, die als wichtiger gesehen wird als die Lehre. Ich glaube, das trifft auf ganz viele Einschätzungen zu, die wir sind jetzt auch nicht zufällig zu viert auf der Bühne. Also dazu kommen wir noch. Davor
würde ich jetzt, bewegt sich noch was? Sonst hätte ich gesagt, zeigen wir noch kurz her, überschlagsmäßig, was sich unsere Arbeitsgruppe dazu gedacht hat. Und genauer ist das natürlich dann in unserem Bericht zu sehen. Das ist nicht. Wir müssen einmal weiter switchen, sorry. Das ist, es war doch nicht ich. Ich habe mir gedacht, was habe ich jetzt mit dem Weiter-Knopf ausgelöst? Genau. Danke sehr. Genau, also man sieht, dass durchaus einige Faktoren, das Betreuungsverhältnis bei Was hindert mich, ist aufgelistet, die Wertschätzung seitens der Institution, die Unterstützung durch die Institution, die Verfügbarkeit der Ressourcen, auch die Anerkennung seitens der Studierenden, also das Feedback wurde in unserer Arbeitsgruppe als Grund erachtet, was hilft bzw. was hindert. Genau. Und wenn man sich das Ganze anschaut, und ich wiederhole jetzt nicht alle einzelnen Faktoren, dann sieht man wie einen Teil, der gelb ist, und man kann jetzt darüber diskutieren, die wir aber eher eingeordnet haben in den einzelnen Persönlichkeiten der Lehrenden, wo das persönliche Engagement besonders wichtig ist, diese intrinsische Motivation und Ähnliches. Und auf der anderen Seite auch Pragmatismus, Effizienz, das ist eher was Persönliches. Auf der anderen Seite sind alle anderen Bereiche, nämlich die dann violett markiert sind, das, was ganz, ganz, ganz stark mit der Institution und der institutionellen Einbettung zu tun hat. Und genau deswegen sind wir auch als zwei Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigt haben, nämlich studierendenzentrierte Lehre und Stellenwert der Lehre, jetzt genau in dem Schnittpunkt, wo wir gesagt haben, ab jetzt gehört die Bühne euch, denn die studierendenzentrierte Lehre braucht den Stellenwert der Lehre und die Shabnam und der Georg würden dann jetzt diesen Teil übernehmen und weitermachen. Genau, sehr gerne. Vielen Dank. Wir haben jetzt gedacht, man darf an einer Uni auch mal was anders machen und wir haben uns jetzt bewusst dagegen entschieden, uns an den Zeitplan zu halten, sondern wir sind da jetzt auf die Bühne gemeinsam gekommen und mischen hier das Publikum auf. Und wer zu spät kommt, dem ist offenbar die studierendenzentrierte Lehre nicht so wichtig. Hashtag Stellenwert der Lehre. Ein ganz wichtiger Punkt ist Konsequenzen. Keine Drittmittel eingeworben zu haben, das hat Konsequenzen. Da steht dann mein sehr geliebter Dekan sehr schnell in der Tür und fragt, was mit mir los ist. Schlechte Lehre zu machen, hat wenig Konsequenzen. Keine studierendenzentrierte Lehre anzubieten, hat wenig Konsequenzen. Die einzige Konsequenz, die man sich theoretisch vorstellen könnte, ist, dass man diesen Lehrenden die Lehrveranstaltung wegnimmt. Aber das bringt ja dann erst recht. Das erinnert mich an ein cinematisches Juwel. Dieses hier. Ich hoffe, dass der Ton kommt. Achso, ich habe den falschen. Los, da, beweg dich, Mann! Oder was? Oder du bekommst Ärger! Oh, meine Güte, dann müsste ich wohl darauf verzichten, nachmittags gekreuzigt zu werden, oder was? Halt die Klappe! Das wäre aber ein verdammter Schlag, dann wäre ich auf einmal ohne Beschäftigung. Genau. So, ich darf uns vielleicht ganz kurz vorstellen. Wir sind die Arbeitsgruppe Stellenwert oder warum ist der Stellenwert der Lehre geringer als der Stellenwert der Forschung? Sie haben uns da schon in dieser Mentimeter-Umfrage wunderbar die Brücke gelegt. Weil was ist der größte Hinderungsgrund für studienzentrierte Lehre? Die Forschung ist wichtiger, der Stellenwert der Forschung ist höher. Wir haben hier noch einmal zusammengefasst die Schlagwörter, was hilft auf institutioneller Ebene, um den Stellenwert, um gute studierendenzentrierte Lehre durchzuführen. Da wurden genannt in der Arbeitsgruppe studierendenzentrierte Lehre genau jene Dinge, die auch bei uns in der Diskussion um den Stellenwert der Lehre aufgepoppt sind. Und das ist sozusagen hier der Brückenschlag auch zwischen unseren beiden Arbeitsgruppen. Denn was braucht es für gute studierendenzentrierte Lehre? Das sind die Ressourcen. Wenn man hier sich anschaut, Räume, Technik, Personal, das ist nicht nur die Tatsache, dass wir genug Räume brauchen. Wir brauchen Räume mit der richtigen Ausstattung. Ich kann didaktische Konzepte nur umsetzen, wenn ich nicht Hörsäle habe mit einer fixen Bestuhlung, in der nichts beweglich ist,
muss. Ich brauche die Technik für Lehrveranstaltungsaufzeichnungen, ich brauche unterstützendes Personal, sei es in der Technik, sei es bei mir in der Lehrveranstaltung, Sonstiges. Studierendenzentrierte Lehre hat auch was mit Studienplänen zu tun. Die müssen mitmachen und auch da spielt ein bisschen der Stellenwert hinein, Stellenwert der Lehre, auch über die Studienpläne, dass die so gestaltet sind, dass die Lehrenden eine gewisse Freiheit haben. Ausreichend Zeit für die Vorbereitung, die Durchführung der Lehrveranstaltung, alles umzusetzen, aber auch um Ausbildung und Weiterbildung im hochschuldidaktischen Bereich. Den haben erfreulicherweise sehr viele angegeben. Der Wert war viel höher als erwartet, weil oftmals sozusagen diese hochschuldidaktische Schulungen in ihrer Wichtigkeit gar nicht so wahrgenommen werden. Unterstützungsangebote, Umsetzung von Konzepten, all die Dinge, die wesentlich sind, hier auf institutioneller Ebene. Und als ganz oberster Punkt die Anerkennung, die Wertschätzung, der Stellenwert der Lehre. Und das ist im Grunde genau das, wenn wir das nicht haben, wenn dieser Stellenwert nicht wahrgenommen wird, dann wird es auch schwer, gute studierendenzentrierte Lehre durchzuführen. Der Stellenwert der Lehre ist bei uns in der Arbeitsgruppe auf mehreren Ebenen diskutiert worden. Es ist festgestellt worden, es hängt sehr vom Blickwinkel ab, wie dieser Stellenwert, die Wahrnehmung der Lehre an der Universität einzuordnen ist. Zum Beispiel der Blick von außen, außerhalb der Universitätslandschaft auf eine Universität zeichnet eher das Bild einer Bildungsinstitution. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich, seit ich an der TU Wien arbeite und das jemanden, der außerhalb der universitären Landschaft steht, gesagt habe, ich zu hören bekommen habe, na toll, du hast den ganzen Sommer frei. Es ist immer noch so diese Wahrnehmung, lehrveranstaltungsfreie Zeit, da passiert an einer Universität nichts. Und wir wissen alle, dass das ganz anders ist. Das ist sozusagen diese Außenwahrnehmung, die auch mit dem Auftrag der Universitäten ja übereinstimmt, aber wo das, was innerhalb der Universität eigentlich als viel wichtiger wahrgenommen wird, oft ein bisschen untergeht. Auf der institutionellen Ebene, da ist schon ein bisschen, die Stichwörter sind schon gefallen, Universitätsfinanzierung, da ist der Stellenwert der Lehre sehr wohl sehr hoch. Wir haben ganz viele Faktoren, die die Lehre eigentlich sehr hervorheben, sehr ins Zentrum rücken. Aber dann gibt es auch noch die persönliche Ebene und das ist halt einfach eine Sache, die oft vergessen wird. Bei uns stehen ja nicht Lehrende in den Hörsälen, da stehen Forschende in den Hörsälen. Und dieser Dualismus, diese Forschung und Lehrtätigkeit auszubalancieren, das ist halt etwas, was dann nur mit gewissen Priorisierungen erfolgt. Und die Priorisierungen richten sich halt auch sehr stark auf dem Umfeld. Und da sei auch noch eines angemerkt, die Diskussion um den Stellenwert der Lehre ist keine hausgemachte, die gibt es nicht nur bei uns. Die ist momentan auch auf der internationalen Ebene sehr stark ausgeprägt durch die Universitätsallianzen. Und ja, ich werde hier auch auf der nächsten Folie noch etwas in Erinnerung rufen oder referenzieren, das schon vor ein paar Jahren verfasst worden ist. Die Arbeitsgruppe, die das ausgearbeitet hat, da war auch die TU Wien prominent vertreten. Und in diesem Dokument wurde einerseits definiert, was qualitätsvolle Lehre ist, aber auch, was die Faktoren sind. Wenn man das sich durchschaut, stellt man eine sehr große Überlappung fest mit den Dingen, die bei uns in den Arbeitsgruppen auch identifiziert worden sind. Dieses Dokument ist sozusagen auf den gesamten österreichischen Hochschulraum ausgerichtet und wir sehen, dass das halt bei uns wirklich 1:1 reflektiert. Und da ist auch dieses Umfeld von Wertschätzung, diese Hervorhebung der Lehre ganz, ganz groß im Mittelpunkt. Ja, wie das Ganze auf individueller Ebene ausschaut, glaube ich, würde ich jetzt dir. Gerne. Eins vorweg. Die intrinsische Motivation für gute Lehre ist sehr hoch und es geht uns hier in unserer Arbeitsgruppe nicht darum, dass wir Lehre und Forschung gegeneinander ausspielen. Ich selbst bin Forscher mit Leib und Seele, mache das wahnsinnig gerne, habe einen Traumjob gekriegt, bin übrigens wahnsinnig gern an der TU Wien. Aber gleichzeitig bin ich auch wahnsinnig gerne Lehrender. Und es geht uns in unserer Arbeitsgruppe und auch in dem ganzen Strukturprozess, bin ich der Letzte, der das befürworten würde, dass wir die TU in eine Fachhochschule umwandeln. Aber der Stellenwert der Lehre, der hinkt einfach der Forschung hinterher. Seien wir uns mal ehrlich, oder? Frage ich einmal das Publikum, wer wäre denn hier der Meinung, dass im jetzigen Zustand, im Status quo,
der Zustand oder die Wertschätzung der Lehre gleich groß ist wie die gegenüber der Forschung? Bitte da jetzt die Hände zu heben. Bitte, eine Frage? Wie ist die Wertschätzung definiert? Naja, da fallen uns schon ein paar Beispiele ein, oder? Wo fange ich da an? Wo höre ich auf? Als ich hier berufen wurde, hat mich die Frau Rektorin in die Berufungsverhandlungen hineingenommen und ohne dass ich das groß gefordert hätte, hat man mir 2 nagelneue, saugeile Radiochemielabore empfohlen, im Wert eines soliden Lotto-Sechsers. Ob ich im Hörsaal ein Smartboard brauche oder Videoaufzeichnung oder so etwas, das ist nicht einmal angesprochen worden. Und das nehme ich auch bei mir selbst in die Pflicht. Ich habe das nicht eingefordert, weil ich halt natürlich das Haus gut kenne und weiß, wie es hier läuft. Also da wäre ein Smartboard um 20.000 auch noch drinnen gewesen, glaube ich, mit einer schönen Hörsaalausstattung. Ich habe es leider akustisch nicht verstanden. Ja, keine Frage. Und vielfach, das merken wir auch in unserer Arbeitsgruppe, gibt es zwar viele Leute, die dieses Problem erkennen und denen das wichtig ist, aber es macht sich einfach vielfach auch Resignation breit. Man sagt, es ist nun mal so, die Lehre wiegt nicht viel. Ach so. Muss immer doppelt klicken. Die Frage ist, warum wird der Stellenwert als geringer wahrgenommen? Das eine ist zum Beispiel unsere Zeitressourcen. Unser Tag hat halt nun noch mal 24 Stunden und selbst wenn wir die Nacht dazu nehmen, wird es unwesentlich mehr. Aber im Zweifelsfall wird, wenn die Deadline für den Forschungsgrant ansteht, wird halt der Zeitaufwand eher für die Lehre reduziert werden, da hier die Konsequenzen auch weniger wiegen. Es gibt Bewertungssysteme und Karrierewege, die fokussieren sich aber sehr stark auf die Forschungsleistungen. Die verschiedenen Indizes, die es gibt, da gibt es bei der Lehre nicht viel. Es ist einfach schwer auch zu messen. Das ist ein Problem, das es auch international gibt. Die schwere Messbarkeit, die Metrik in der Lehre ist ein Problem, insbesondere auch, weil sich gute Lehre oftmals auch nicht in Echtzeit äußert. Manchmal erfährt man erst Semester später, dass das eigentlich eine fantastische Lehrveranstaltung war. Und obwohl man es damals nicht so wahrgenommen hat, obwohl man es selbst nicht wertgeschätzt hat als Studierender. Die gute Lehre wird wenig sichtbar honoriert. Die TU Wien bemüht sich jetzt mit den Best Teaching Awards zum Beispiel da entgegenzusteuern. An der Fakultät für Technische Chemie gibt es den Pro-Didaktika-Preis seit 20 Jahren, glaube ich, 20 Jahren. Also da gibt es einzelne Ansätze, aber eine große Honorierung gibt es da natürlich nicht wahnsinnig viel. Auch das Feedback zu den Leistungen ist eher nur von Studierendenseite, das ist aber natürlich nur ein Teilaspekt der gesamten Universitätslandschaft. Um die Lehre didaktisch gut umzusetzen, ist oftmals ein erhöhter Aufwand nötig, den wir zeitlich nicht oft schaffen können. Das ist zum Beispiel etwas, was die TU Wien wahnsinnig gut macht. Ich habe mit meiner Berufung einmal ein Jahr quasi Lehrbefreiung bekommen, den ich, hätte ich das nicht sagen dürfen, in der Zeit, ich habe das sehr geschätzt, weil ich in der Zeit meine Lehre wirklich gut neu aufsetzen konnte. Wenn ich das an meine frühere Station, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann bin ich quasi mit dem Tag 1 bin ich genötigt worden, im Hörsaal zu stehen. Also das ist natürlich dann auch schwieriger. Und andere Tätigkeiten wie Gremienarbeit, Reviews, Mitwirkungen in Arbeitsgruppen und so weiter kommen obendrauf, ohne Entlastungen. Shabnam. Ja,
Stellenwert der Lehre. Die Frage nach der Definition war schon da. Eine Definition ist extrem schwierig, aber zumindest kann ich hier ein bisschen wiedergeben, was in der Arbeitsgruppe diskutiert wurde, welche Punkte eine Wechselwirkung mit dem Stellenwert der Lehre haben oder durch ihn implizit, explizit definiert sind. Also, dass Lehre ein Teil der Mission der Universität ist klar, haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört. Und was oft ein bisschen in den Hintergrund rückt, neben Forschung und neben dieser Verantwortung der Universität gegenüber der Gesellschaft, ist die Tatsache, dass die Lehre ja genau jene Personen ausbildet, die den wissenschaftlichen Nachwuchs in unserem Haus und wenn sie dann hinausgehen, in anderen Häusern bilden, beziehungsweise jene Fachkräfte, die hinausgehen in die Wirtschaft und dort weiter wirken. Und wir haben auch schon gehört, die Auswirkungen. Sie bleiben in der Alma Mater hoffentlich positiv verbunden und sind sozusagen für uns als Universität auch Werbefaktoren. Die sogenannte forschungsgeleitete Lehre ist, wie gesagt, vorher schon erwähnt, finanzrelevant. Wir bekommen ja Geld vom Staat dafür, dass wir diese Universität führen und dass wir Lehre machen. Das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der eigentlich den Stellenwert der Lehre auch ein bisschen definieren sollte. Es ist aus der Mentimeter-Umfrage rausgekommen, diese Forschung zählt mehr als die Lehre. Das ist vor allem meistens, wenn das in den Diskussionen aufgekommen worden ist, in der Kombination mit Karriererelevanz ausgesprochen worden. Man kann gute Forschung machen, und das lässt sich in irgendeiner Form nachweisen, sei es durch Publikationen hochwertiger Art, sei es durch ERC-Grants, habe ich gehört, die TU Wien hat da ein paar eingeworben schon, die sind sichtbar. Die Lehre dagegen, man kann vielleicht einen Best Teaching Award bekommen, aber den kriegen nur ein paar von vielen sehr guten Lehrenden. Es gibt Lehrveranstaltungsevaluation, da wissen wir das ewige Geringe um den Rücklauf. Es gibt wenig, das man in der Hand hat, um wirklich damit in irgendeiner Form, weiß nicht, das sichtbar zu machen. Die Transparenz und Einblick fehlt ein bisschen. Das kann natürlich, das ist eine Frage, die, habe ich schon erwähnt, auch im internationalen Kontext gerade diskutiert wird. Und ich nehme an, da wird sich vielleicht etwas tun in der Zukunft, dass uns an der TU Wien, wir allein können diese Problematik nicht allein lösen. Innerhalb unseres Hauses ja, aber nicht im Internationalen alleine. Der Stellenwert der Lehre und die Qualität der Lehre, das ist eine klare Wechselwirkung miteinander und wie man die Qualität der Lehre messen kann, das ist oder könnte, ist auch eine Diskussion bei uns gewesen. Im Endeffekt mangelt es da ein bisschen an einer Metrik, in der man das gut erfassen kann. Es gibt sehr viele indirekte Faktoren mit einem Zeitdelay, weil wie gut unsere Absolventinnen im Arbeitsmarkt unterkommen, dazu haben wir Statistiken, wir haben Feedback, wir wissen wir können diverseste Dinge messen, aber alles erst mit einer Zeitverzögerung im Nachhinein. Wir haben hier kaum so Instant Feedback. Und ein Punkt, auch schwer diskutiert in den Arbeitsgruppen ist die faire Verteilung der Lehre. Das hängt auch ein bisschen zusammen damit, ist der Stellenwert einer Tätigkeit nicht so hoch, wie er sein könnte, dann ist auch die Verteilung oder die Übernahme von diesen Aufgaben natürlich vielleicht nicht ganz so fair möglich, wie wenn hier noch mehr als nur intrinsische Motivation vielleicht mithelfen kann. Die Ressourcenplanung oder die verfügbaren Ressourcen sind auf mehreren Ebenen diskutiert worden. Ressourcen, die entlasten im administrativen Bereich, die Umschichtung der eigenen Ressourcen, viele Tätigkeiten werden sozusagen zusätzlich übernommen. Man hat schon einen vollen Terminkalender oder volle Auslastung und dann gibt es noch die eine Aufgabe, die man übernimmt, die andere und es gibt aber keine Möglichkeit, irgendwie dafür etwas abzugeben. Das ist normal nicht vorgesehen. Dadurch kommt es natürlich zur Überlastung und im Zweifelsfall, wie man da entscheidet, das ist dann meistens einfach nach dem Priorisierungsschema, das einem durch drohende Konsequenzen ein bisschen aufgezwungen wird. Ja, das waren sozusagen so ganz wichtige Punkte, kurz zusammengefasst, die in dem Kontext bei uns diskutiert worden sind. Ja, die Frage ist, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Forschung und Lehre an der TU Wien gleichwertig fördern, was die Motivation für hochwertige und studierendenzentrierte Lehre auch steigert. Dass die Lehre anerkannt wird,
dass sie gesehen wird, dass sie wertgeschätzt wird. Und das heißt natürlich nicht, dass die Forschung geringer geschätzt werden soll. Vielleicht ist der einzige Ausweg aus dem ganzen Dilemma, dass die Ansprüche insgesamt einfach steigen. Weil wie viele Berufungen haben wir schon aus dem weiteren Umfeld beobachtet, wo eine Overperformance in der Forschung eine Underperformance in der Lehre kompensiert hat. Wenn wir uns da ganz ehrlich sind, das haben wir vielleicht schon das eine oder andere Mal beobachtet, dass Habilitationen eingereicht werden, ohne dass der Habilitationswerber, die Habilitationswerberin auch nur eine einzige Lehrveranstaltung jemals angeboten hat. Das sind alles Dinge, die ich nicht aus erster Hand, aber gerüchteweise so durchaus bekomme. Und dass die Habilitation als Lehrbefugnis in erster Linie darauf fußt, dass man gute Forschung macht, ist natürlich schon ein Anachronismus an sich. Wobei ich nicht dafür bin, dass jemand, der keine gute Forschung zusammenbringt, eine Lehrbefugnis kriegen soll, aber die Ansprüche einfach steigen. Das wäre doch mal was man machen könnte. Zeit und Flexibilität erhöhen, dass wir den Lehrenden ermöglichen, einen inspirierenden Unterricht aufzubauen. Dass Freude an der Lehre wieder im Vordergrund steht, dass auch dann die Studierendenzentriertheit wieder sichtbar wird. Lehrerfolge sollen karriererelevant werden, wie ich schon so gesagt habe. Und durch Entlastung bei den administrativen Aufgaben das ewige leidige Lied, dass wir vielleicht bei der Administration und bei der Bürokratie etwas einsparen könnten und vielleicht eine faire Verteilung der Lehre ermöglichen können. Studierende sollen idealerweise die bestmögliche Ausbildung erhalten unter Rahmenbedingungen, die einen erfolgreichen Studienabschluss in angemessener Zeit ermöglichen. Was es dazu braucht, eine Kultur des Vertrauens und der Verantwortung, in der die Bedeutung der Lehre fest und sichtbar verwurzelt ist. Eine Infrastrukturen für Lehre und Forschung, die gleichwertig gefördert werden. Eben eine faire Verteilung der Lehre, Anerkennung von Leistungen, idealerweise, wenn uns das gelingen sollte, eine Metrik zu erschaffen, in der Lehrleistungen erfasst werden können, von mehreren Blickwinkeln aus, von Studierendensicht natürlich aus, aber auch von Seiten der Fakultät und der Universität. Und Konsequenzen. Gute Lehre hat Konsequenzen und schlechte auch. Austausch und Weiterbildung und Freiraum für die Lehrenden, um ihre Lehrveranstaltungen optimal zu entwickeln und vielleicht auch mal was Neues zu probieren. Haben wir übersehen, zu klicken? Verzeihung. Und dass wir auch mal neue Formate probieren, dass das Ganze irgendwie mal ein bisschen einen Pep bekommt, dass die Bedürfnisse der Studierenden ins Zentrum rücken, dass wir also unsere Studierenden fordern und fördern. So. Man sieht ganz genau, wenn man neue Formate probiert, das braucht Übung, und mit studierendenzentrierter Lehre ist es ähnlich. Wir können uns nicht hinstellen und alle neuen Formate ausprobieren. Wir haben einen gewissen Vorlauf, der kostet Zeit. Und hier sieht man unter diesen Umständen, wir haben nicht so viel Zeit gehabt, dass wir uns jetzt 3-mal auf die Bühne stellen. Dann passiert sowas auch einmal. Die Studierenden nehmen es mit Humor, Sie hoffentlich auch. Genau. Vielleicht, bevor wir zum finalen Fazit kommen, eine kleine Randbemerkung. Etwas, das wir als Arbeitsgruppe sehr schnell identifiziert haben als grundlegendes Bedürfnis von Studierenden, wenn sie an eine Universität kommen, ist eine exzellente Ausbildung. Aus in Klammer, weil wir auch durchaus Bildung liefern und nicht nur Ausbildung. Und aus diesem Bedürfnis leitet sich alles Weitere ab, was Studierende so in ihrem Weg brauchen. Und das einfach mitzugeben als kleinen Denkanstoß, weil deswegen, also für das, was eine Universität ihnen an Wissen und an Kompetenzen liefern kann, dafür kommen Studierende an die Universität. Genau, und das wollen wir natürlich auch fördern mit der studierendenzentrierten Lehre. Und wie jetzt schon öfters angesprochen, studierendenzentrierte Lehre ist sehr eng mit dem Stellenwert der Lehre innerhalb der Hochschule verknüpft. Wir können eine echte Orientierung an Bedürfnissen und Zielen der Studierenden hier nur dann leisten, wenn die Lehrenden unterstützt und wertgeschätzt werden. Ohne dem funktioniert das einfach nicht, dass wir
als Institution uns da von unserer besten Seite zeigen. Genau, und ich hoffe, jetzt am Schluss ist auch die Botschaft angekommen, dass es dafür beides braucht. Die Institution TU Wien, die die Rahmenbedingungen setzt, fördert, die Lehrenden fördert, die Studierenden fördert. Wir fordern die Studierenden dann schon und gleichzeitig auch die Lehrenden, die mit ihrer Bereitschaft, mit ihrer intrinsischen Motivation, gute Lehre zu machen, auch dazu beitragen, dass das mit der besonders guten und exzellenten Aus- und Weiterbildung der Studierenden auch bringt und mit dem entsprechenden Umfeld noch begeisterter geliefert wird und noch begeisterter aufgenommen wird. Und ich glaube, wir sind uns ganz einig in der Arbeitsgruppe. Genau. Wir haben schon einen Teil des Weges beschritten. Also wir starten als Institution nicht bei Punkt 0, weder beim Stellenwert der Lehre noch bei der studierendenzentrierten Lehre. Es gibt bereits beides in Ansätzen. Es wird an vielem in diese Richtung gearbeitet. Allerdings sind wir einfach noch nicht dort, wo wir gerne sein wollen. Und es liegt jetzt an uns als Institution, diesen Weg weiter zu beschreiten. Wunderbar. Und dann bleibt uns noch, wie allen anderen Arbeitsgruppen auch, unseren Arbeitsgruppenmitgliedern, und ihr seht, es sind sehr viele, zu danken, die sich auch intensiv eingebracht haben. Wir präsentieren hier ja nicht nur unser beider, unser Vierer-Ergebnisse, sondern wir haben da in verschiedenen und vielen Runden das intensiv diskutiert und bedanken uns in dem Zusammenhang. Vielen herzlichen Dank. Für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt das Signal an mich, das ich kurz einmal übersehen habe. Was ich wirklich spannend finde, in den USA zum Beispiel, ja, Leute, die vorhaben, Storytellers zu werden, also beispielsweise im Film oder traditionell in schriftlicher Form. Das Erste, was die lernen, der wichtigste Grundsatz ist Show, don't tell. Eine recht holprige Übersetzung wäre erzählen, also herzeigen, nicht beschreiben. Ja, also zum Beispiel sagt man nicht, da kam, weiß ich nicht, eine arme Frau des Weges entlang, ja, sondern man zeigt es. Man zeigt es in dem, wie die geht, ja, was die womöglich nicht anhat und was ihr fehlt. Ja. Und was mich sehr beeindruckt ist, in ihrer sozusagen, ich sage jetzt bewusst Inszenierung, haben sie genau das gemacht. Also es haben nicht hier 4 Leute über Lehre, Stellenwert der Lehre, studierendenzentrierte Lehre gesprochen, abstrakt, sondern sie haben gezeigt, worum es tatsächlich geht, nämlich um die Audience. Darum, sie bei der Stange zu halten, ja, den Inhalt wirklich spannend zu vermitteln. Und ich denke, das ist ihnen sehr gelungen. Was aber auch klar ist, es braucht, und ich weiß nicht, ob das in Ihrer Präsentation auch in der Klarheit rübergekommen ist, es braucht auch eine Risikobereitschaft. Ja? Weil wenn Sie zum Beispiel sagen, also wir mischen da jetzt auf, ja, und wir machen 2 Stunden legen irgendwie zusammen, könnten wir ja Pech haben und einen unangenehmen Moderator haben. Ja? Also es gibt allerlei Risiken und das ist meines Erachtens das Bewundernswerte, die Bereitschaft, diese Risiken einzugehen. Manchmal sind es größer, manchmal sind es kleiner. In diesem Sinne eröffne ich jetzt sozusagen den Teil, wo ich das Publikum bitte, Fragen an die 4 Präsentatorinnen und Präsentatoren zu stellen. Bitte. Bitte, Herr Pfeiffer. Dankeschön. Danke für die beiden Präsentationen. Ich habe eine Frage, woran würde man erkennen, dass der Stellenwert von Forschung und Lehre gleich ist? Also wir können das ja nicht nur in Geld festmachen. Ja? Und wenn man sozusagen, du hast jetzt irgendwie die 2 Millionen für die Labore erwähnt, so viel können wir wahrscheinlich gar nicht so leicht investieren in Lehre. Ja, also woran können wir es festmachen, dass wir das erreicht haben, dass der Stellenwert gleich ist? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Aber zum Beispiel, was ich schon erwähnt habe, dass eine Underperformance in der Lehre keine Auswirkungen hat, solange eine Overperformance in der Forschung gegeben ist. Das ist schon bei Berufungen würde man das zum Beispiel recht deutlich sehen. Und auch nicht in allen Qualifizierungsvereinbarungen ist
die Lehre genauso präsent wie die Forschung drinnen, muss man auch sagen. Ja? Da gibt es auch Bandbreiten und wir behaupten nicht, dass es nicht Beispiele gibt, wo das schon besser gelebt wird. Aber unterm Strich, kann ich nur zitieren, wir sind noch nicht dorthin, wo wir hin sollten und wollen. In die Richtung Europa vergleichen. Also, das ist gleich, wie soll das ausschauen? Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir sagen müssen, als Arbeitsgruppe durften wir ja noch gar nicht drüber reden und nachdenken, was für Lösungen es gibt. Das ist ja dann die Aufgabe des Rektorats im Strategie- und Prozess im nächsten Jahr, die Lösungen dafür zu identifizieren. Gleichzeitig, beide Arbeitsgruppen haben unabhängig voneinander ja festgestellt, wir brauchen Metriken, wie wir es messbar machen können in manchen Bereichen. Wir wachsen natürlich als Universität, wenn wir weitergehen. Was wir jetzt feststellen können, ist, wir sind bei weitem noch nicht dort. Die Gedanken, wann wir uns schon diesem Zustand annähern, ob es dann schon genug ist oder nicht, das mache ich mir dann kurz vor meiner Pensionierung. Aber momentan haben wir diesen Zustand schlicht und einfach noch nicht erreicht. Gut, danke der Herr, der schon das Mikrofon hat. Bitte. Genau das Beispiel mit der Berufung ist eigentlich, glaube ich, das Krux an dem Problem. Weil die Schwierigkeit ist ja, dass wir nicht in einem geschlossenen System der TU Wien sind. Und ich sehe das eigentlich als diese Problematik und auch Gefahr, die noch weitergeht. Weil es ist ein Nebeneffekt dieses Schwindens, der Anerkennung der Lehre durch etwas, was eigentlich positiv ist, das ist die kompetitive Vergabe von Forschungsmitteln. Dadurch sind viele Ressourcen rein in die Forschung und wir haben Projektassistenten, Assistentinnen in der Forschung und die können sich 100%ig konzentrieren drauf. Und die Universitätsassistenten leiden darunter. Und der Nebeneffekt, den wir erzielen in dem Ganzen ist, die in der Forschungsprojekt rein tätig sind, nehmen einen viel schnelleren Karriereweg. Und die sind diejenigen, vorher ist das gefallen, das Beispiel, die werden habilitiert, ohne jemals unterrichtet zu haben, nehmen einen schnellen Karriereweg. Das Orge ist, in ein paar Jahren haben wir dann nur mehr die Professoren, die selber nie unterrichtet haben. Und wie wird dieser Blick auf diese Welt noch einmal durch das gesteigert? Und das ist etwas, wo ich sage, wir müssen irgendwann dagegen ankämpfen, aber nicht nur als einzelne Uni, das sind Systemänderungen notwendig. Und wie geht man das an? Ja, also da kann ich nur sagen, wir sind ja in einer European University Alliance seit einiger Zeit vertreten und da ist der Schauspielplatz der europäische Raum und über das hinaus. Und dort ist das sehr wohl ein Thema, das auch aufpoppt. Also es ist nicht lokal nur bei uns, das ist im internationalen Raum in Diskussion und da bewegt sich etwas. Das werden wir nicht morgen lösen, ich hoffe vor deiner Pensionierung, aber es bewegt sich auch international etwas. Weil natürlich ist es schwer, den Stellenwert der Lehre zu erhöhen und hier innerhalb der TU so eine Welt zu schaffen, in der das alles schön heil ist. Und sobald man die TU verlässt, ist alles wertlos. Aber erstens wissen wir, dass die Nachfrage nach Nachweisen für gute Lehre auch im Ausland, bei Bewerbungen im Ausland immer stärker werden. Also wir müssen immer mehr Zertifikate und solche Dinge anbieten. Also es bewegt sich hier schon auch international etwas. Und wie gesagt, also ich glaube, dass da jetzt gerade ein bisschen Bewegung reinkommt. Ich hoffe, es bleibt in Bewegung, aber es stimmt absolut. Es muss international weitergehen. Ich denke auch, was man da nicht vernachlässigen darf, ist, irgendwer muss anfangen. Also ich meine, wir können ganz viel darüber reden. Wir haben vorhin die Risikobereitschaft gehört. Ich denke, irgendeine Institution muss halt dann beginnen und sagen, wie könnten wir das machen und muss dann auch das Risiko eingehen, dass welche Maßnahmen auch immer dann gesetzt werden, vielleicht auch scheitern. Dem muss man auch ins Auge blicken, dass man vielleicht nicht unbedingt immer sofort die beste Lösung parat hat. Aber wenn man es nicht probiert, verändert man halt nie was. Gut, wir haben jetzt folgende Reihenfolge: Herr Burgerthofer, Dekan Görz, Dekan Viovilovic. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich den Namen von jemandem nicht weiß. Okay, gut, danke. Also eine zentrale Frage ist natürlich, wie wir das messen. Das ist jetzt schon öfter gekommen. Und ich glaube aber, wo wir das Problem haben, dass wir so tun, als wüssten wir in der Wissenschaft, wie wir das messen. Ja, wir haben da diese Maßzahlen, die irgendwie aus den Publikationen gezogen werden und so, die aber in Wirklichkeit, wie wir alle wissen, ein ganz großer Blödsinn sind, insbesondere in Bezug darauf, dass sie Anreize setzen,
auf eine bestimmte Art und Weise zu publizieren, die für die Wissenschaft und für die Institution und für das Weiterkommen unterm Strich nicht förderlich ist. Also vielleicht müssen wir, damit wir eine Vergleichbarkeit von Lehre und Forschung bekommen, auch über die Forschung anders nachdenken und anders darüber nachdenken, wie messen wir die Forschungsleistung von Menschen, falls wir das messen können. Ne? Wie schätzen wir sie ein? Eine ganz wichtige Maßzahl ist ja oftmals auch das Eurozeichen, dass die Einnahme von Drittmitteln natürlich wahnsinnig gern gesehen wird, vollkommen zu Recht, und dass wir zu Recht auch extrem stolz darauf sind, dass 25% unseres Budgets eben über Drittmittel eingeworben wird. Aber nicht zu vergessen ist, dass 75% unserer budgetären Mittel nach wie vor von der Republik Österreich kommen. Und wenn wir uns ganz, ganz ehrlich sind, dann hat die Republik, glaube ich, in erster Linie wahrscheinlich eher ein Interesse daran, dass bei uns hochkompetente junge Absolventen diese Universität verlassen, die den Blackout verhindern, die den Cyber-Hacker-Angriff und Sonstiges auf kritische Infrastrukturen abwenden können, die hier dieses Werkel am Laufen lassen und wahrscheinlich weniger, ob der Steinhauser untersucht hat, warum die Wildschweine radioaktiv sind, auch wenn es eine super Story ist. Ich meine, das muss man natürlich sagen, neidlos anerkennen. Aber wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre der Republik, glaube ich, nicht wirklich was durch die Lappen gegangen. Herr Götz, bitte. Ja, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass zwischen Forschung und Lehre da eine Trennlinie gezogen wird, die so in der Form gar nicht existiert. Denn jetzt bin ich mal gemein, Forschung geht ohne Lehre, aber Lehre geht nicht ohne universitäre Forschung. Das heißt, das Geld, das letztlich in die Forschung läuft, wird ja sehr wohl auch quer vermittelt in der Lehre verwendet. Zum Beispiel, wenn bei uns Studierende in Laserlabs sind, die im Millionenbereich Geld gekostet haben. Das heißt, ich sehe die Trennung in der Form einfach nicht und ich finde es auch nicht sehr glücklich, es trennen zu wollen, weil damit einfach nur Diskussionen aufgemacht werden, die im Grunde genommen zu nichts führen. Denn wir werden ohne Forschung nichts werden. Also ohne Forschung geht es nicht. Und wenn man unbedingt will, kann man dann zwar Lehre als unwichtiger definieren, aber ich sehe den Unterschied einfach nicht, weil es geht ohne das eine an. Das eine geht nicht ohne das andere. Forschung geht alleine, Lehre nicht. Habilitation geht auch nur alleine, nur mit Forschung. Das stimmt nicht ganz und bei Berufung ist zum Beispiel so, dass aber fast. Sehr wohl einen Lehranteil haben und zum Beispiel eben die Diskussion, dass es keine Konsequenzen gäbe bei schlechter Lehre. Ich kann ja nur für meine Fakultät reden, aber ich habe sehr wohl schon niemandem eine Vorlesung abgenommen und weniger Uni-Assistenten gegeben, weil er Bock missbaut in der Lehre. Also das ist nicht konsequenzenlos, das stimmt nicht. Darf ich zu dem ersten Punkt die Frage stellen, wo Ihre NachwuchswissenschaftlerInnen herkommen, wenn die Forschung ohne die Lehre funktioniert? Ja, ich habe nicht gesagt, dass das so sein soll. Wir sind ja kein Forschungsinstitut. Ich habe nur gesagt, dass die Ausgaben, die wir für die Forschung tätigen, sehr wohl auch in der Lehre wirksam wären. Und insofern ist meiner Meinung nach, den Unterschied machen zu wollen, eigentlich nicht sehr vernünftig, weil das eine nicht ohne das andere funktioniert. Und was ich meine ist, Sie können Forschung treiben ohne Lehraufgaben. Das geht an jedem Max-Planck-Institut, das geht. Wenn Sie irgendwoher Geld kriegen und wenn irgendeine Uni sich findet, die Ihnen die Leute liefert, da haben Sie völlig recht. Und ich bin ja auch völlig der Meinung, dass man gute Studierende ausbilden muss. Aber dafür brauchen wir ja gerade auch die Forschungsausgaben. Nur drum sehe ich den Unterschied nicht. Und jetzt zu sagen, die Balance zwischen wo läuft wie viel Geld hin, wo geht welche Zeit rein, das mag jetzt eine subjektive Empfindung sein, dass quasi die Priorität für Lehre geringer ist, aber man hat auch als Forschender nicht jedes Paper geschrieben und jeden Antrag gestellt, den man hätte gerne stellen oder schreiben wollen. Also insofern ist natürlich auch für die Forschung und Lehrenden da eine Balance zwischen beiden. Und wie gesagt, Forschung dient ja nicht nur der Forschung alleine, sondern der Witz an der Uni ist ja eben, dass die Forschung auch der Lehre dient. Und darum würde ich von der Trennung eher Abstand nehmen wollen. Ich sehe es eben als eine, ganz klassisch nach Humboldt. Und die Assistentenstelle, die Sie dem Kollegen oder der Kollegin weggenommen haben wegen unzureichender Lehre, die hat dann der Best Teaching Award Gewinner bekommen bei Ihnen. So war das, oder? Nee. Genau, danke. Gut, jetzt haben wir folgende Reihenfolge. Herr Mihovilovic, Frau Grazer, der Herr Rektor und dann die Frau Vizerektorin. Ich möchte vielleicht auch noch zwei Aspekte einbringen in die Diskussion. Das eine ist, wofür gestalten wir die Lehre?
für die Ausbildung unserer Leute. Ich glaube, es wäre wirklich wichtig, auch ein bisschen in diesem Kontext Metriken entwickeln. Ja, das ist schön, aber auch wirklich das Feedback zu holen, was hat den Leuten gebracht, was sie bei uns mit auf den Weg bekommen haben. Das geht auch in Richtung dieser Testimonial-Herangehensweisen bei den diversen Rankings, die ein bisschen kritisiert wurden. Manche Facetten von Rankings sind vielleicht gar nicht so unschlau. Ich kann daraus aus erster Hand berichten, am Freitag hatten wir eben 20-Jahr-Feier der Fakultät und da haben wir einige Testimonials eingeladen, die ganz spannende Aspekte mitgebracht haben, was sie alles mitgenommen haben von ihrer Zeit an der TU Wien. Und das vielleicht in eine Positivschleife zu bringen und resonieren zu lassen, könnte auch ein Beitrag dazu sein. Und einen zweiten Gedanken, den ich noch mitgeben möchte, ich bin auch ein bisschen skeptisch, wenn wir eine zu harte Schnittstelle zwischen Lehre und Forschung anpeilen sollten oder andenken. Und ich sehe es weniger kritisch, zumindest bei uns in den Experimentalwissenschaften hinsichtlich Lehre von Projektassistenten und Globalpersonal, weil bei uns drängen sehr viele der Projektassistenten durchaus auch in Praktikumsbetreuung schlicht und ergreifend aus dem Grund heraus, dass sie dort Wahlpraktikanten rekrutieren können und sie bekommen on the fly durchaus auch eine didaktische Ausbildung mit, die vielleicht sonst als Soft-Skill-Aktivität konsumiert werden hätten müssen. Dort haben sie es Learning by Doing mitbekommen und haben auch einen Dienst dem Haus erbracht. Also ich glaube, es gibt hier ganz viele Facetten, die wir darauf abklopfen sollten, was bringen sie allen Involvierten und auch insbesondere dem Haus und wo sind Modelle, die man vielleicht noch stärker resonieren lassen könnte im Hinblick als Best Practices. Da möchte ich nur eine ganz kurze Anmerkung machen. Eine Schnittstelle zwischen Forschung und Lehre haben wir nie formuliert. Im Gegenteil, wir hatten eine Folie, wo wir extra darauf hingewiesen haben, wir wollen das nicht. Was wir wollen, ist, dass die forschungsgeleitete Lehre, der Lehreteil an der forschungsgeleiteten Lehre vielleicht auch ein bisschen mehr wahrgenommen wird. Danke, Frau Grazer. Ganz ähnlich wie das, was du jetzt gesagt hast, aber ich würde das noch ein bisschen verschärfen und zuspitzen, nämlich diese Frage zum Beispiel mit den Rankings und den Botschaftern und Botschafterinnen, die wir haben könnten, aber unter Umständen nicht haben, weil wir hier gar nicht so wenige Absolventen und Absolventinnen produzieren, die eher traumatisiert als bereichert hier rausgehen. Und da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben, ohne dass wir Metriken und Messen oder sonst irgendwas machen müssen. Ich denke mir, da kann man in allen Fachschaften der Hochschülerinnenschaft nachfragen und da wird es eine Art von Name-Dropping und Ähnliches geben. Und vielleicht greift man einfach einmal auch problematische Fälle an, von denen eigentlich alle wissen, dass es sie gibt. Weil unterm Strich, also was ist die intrinsische Motivation? Ich gebe dem Marko Mihovailovic sehr recht. Wir brauchen genau diese Botschafter und Botschafterinnen, die rausgehen und sagen, die TU Wien ist ein echt cooler Ort und da kann man coole Dinge machen und da habe ich eine super geile Ausbildung bekommen und das muss ich sagen können und dafür müssen wir sorgen, denke ich. Wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf, genau diese Rückmeldungen bekommen wir nämlich häufig von außen über unsere Leute, aber wenig von unseren Leuten, die nach außen gehen. Ich glaube, die Frage ist immer empirisch gesehen, wie viele Leute dann noch den Bezug zur Universität haben, ob von den 100% dann die 20%, die zur Feier kommen, die begeistert waren, die Aussage treffen, oder von den 80%, die aufgrund der Leidenserfahrung der TU lieber den Rücken kehren und dann woanders nichts Gutes sagen. Wo dann auch hier die Messbarkeit ist, könnte ich jetzt nicht beurteilen. Und ja, es gibt beides. Wir haben gute Ausbildungen, wir haben ganz viele Rückmeldungen, dass unsere Studierenden weit kommen, aber auch dort würde ich für etwas transparentere Metrik als Einzelmeinungen plädieren, die wir auch gut haben in manchen Studien. Wir haben jetzt den Rektor, dann die Frau Vizerektorin und dann der Herr, der schon das Mikrofon hat. Bitte. Ja, ich denke, die Diskussion zeigt, dass wir ja in einem ewigen Zielkonflikt sind, weil wir uns, und das wäre eine Frage an die Arbeitsgruppen, eher in einem Zustand befinden, bei dem ein großer Teil der Bevölkerung studiert, was sich geändert hat in den letzten 50 Jahren. Wenn man sieht, wie viel Prozent der Bevölkerung vor 50 Jahren studiert haben, wie viel heute, haben wir einen Shift. Und dann ist die Schwierigkeit in einer Institution wie der TU Wien, wie will ich international Weltklasse sein und gleichzeitig den breiten Bildungsauftrag erfüllen. Also wir haben heute Morgen USP in der Forschung diskutiert, da will ich ganz tief, top-notch sein und gleichzeitig will ich den breiten Bildungsauftrag erfüllen. Wir haben pro Studierenden etwa 7.500 € pro Jahr. Imperial College hat
zum Beispiel 3-mal mehr pro Kopf. Dort ist aber auch eine andere Wertschätzung der Lehre, weil die Studierenden für die Lehre bezahlen und dadurch, was nichts kostet, ist nichts wert, ist es dort anders. Ja? Wir haben aber ein anderes System. Ich sage nicht, dass ich dafür bin, dass man 25.000 Pfund im Jahr bezahlt, aber für mich ist schon ein Aspekt zu diskutieren, wenn man über Wertschätzung für die Lehre diskutiert, wie ist auch die Wertschätzung der Studierenden für die Lehre, weil sie an einem Haus sind, und jetzt gebe ich da Herrn Görz recht, wo Ferenc Krauss vor 20 Jahren seinen Nobelpreis erforscht hat und aus dem heraus so eine hohe Qualität entsteht, dass Leute, die durch das System durchkommen, am Ende eine absolut perfekte, für die gesamte Welt, auch in der gesamten Wissenschaft oder in der Wirtschaft, eine Karriere machen können. Ja? Jetzt kommt gleichzeitig eben dann die Frage, wie viele sind das und wie viele werden breit gebildet? Ich glaube, aus diesem Zielkonflikt kommen wir nicht komplett raus, sondern wir sind ja in einem System kommunizierender Röhren, und das interessiert mich schon, wie das in der Arbeitsgruppe diskutiert wurde, weil es gibt Institutionen, die machen nur Forschung. Die gesamte außerakademische Forschung, AIT, im weitesten Sinne auch ISTA, ehrlich gesagt, machen die fast nur. Helmholtz, Max Planck, Fraunhofer Institut, Leibniz-Gesellschaft. In Deutschland gehen allein 16 Milliarden Euro in diese ganzen Systeme, in die gesamte DFG nur 4 Milliarden. Also es gibt Forschung ohne Lehre und es gibt Lehre ohne Forschung. Im Wesentlichen machen die Fachhochschulen mit wenigen Ausnahmen Lehre ohne Forschung. Wir stehen dazwischen. Wir wollen ja beides, und ich bin auch nach wie vor überzeugt, aus Forschung und Lehre, forschungsgeleitete Lehre, funktioniert erst das, was uns als Endprodukt, nenne ich jetzt mal, so stark macht. Ja? Und deswegen ist für mich schon die Frage, wie wurde das Thema der Studierendenzahlen und Prozente der Bevölkerung, wer studiert, welche Voraussetzungen bringen die mit, diskutiert, und wie wurde es diskutiert, dass wir quasi so Top-Leute rausbringen ja am Ende, die überall, die zurückkommen, wie eben gesagt, ja, auch in dem Future-Fit-Prozess waren es viele, die zu mir kamen und haben gesagt, ja, ich war in Stanford, ich war im MIT, ich war in Singapur, und wir konnten alle unseren super Karriere machen. Also in dem Sinne ist die Qualität, die wir bieten, ja offenbar sehr hoch. Andererseits aber gibt es diese Schwierigkeit, dass die Lehre nicht diesen Stellenwert hat. Und deswegen würde mich das einfach interessieren. Wie wurden diese Aspekte in der Arbeitsgruppe diskutiert, in diesem System, in dem wir sind? Also bezüglich der Studierendenzahlen haben wir zum Beispiel den Aspekt sehr intensiv diskutiert, oder sehr intensiv aufgenommen, auch in unsere Vision, wo wir hinwollen, der Studierendenberatung. Weil ich denke, dass quer über alle Schultypen in Österreich bestehen teils sehr falsche Erwartungshaltungen darüber, was bedeutet ein Studium an der Technischen Universität, was bedeutet ein Studium in dieser spezifischen Studienrichtung, die wir anbieten. Das ist von AHSen, die das wahrscheinlich aus persönlicher Erfahrung viel zu hoch ansetzen, die sagen, boah, da komme ich nie hin mit meiner allgemeinen Ausbildung, weil ich meine, mir fehlt das ganze Wissen, das ich in der HTL bekomme, bis zu HTLern, die da eine falsche Vorstellung haben, weil sie tausende Labore und Werkstätten gemacht haben, und die Hausnummer Elektrotechnik, aus der ich komme, hat im gesamten Bachelor 3 Labore, von die geblockt innerhalb von einer Woche pro Semester quasi abgehalten werden, was halt natürlich ein ganz anderes Verhältnis ist als in der Schule, wo sie pro Woche, keine Ahnung wie viele Stunden in einer Werkstatt gestanden sind. Das heißt, es geht da ganz stark darum, die Studierenden so weit auf ihr Studium vorzubereiten, von der Erwartungshaltung, von dem, was sie von uns bekommen, von dem, was wir von ihnen wollen, sie da so weit hin zu beraten, dass sie eine gut informierte Studienwahl treffen können, und dass zu uns die Studierenden kommen, die gesagt haben, okay, den Deal mit dieser Institution möchte ich eingehen. Also ich möchte das leisten, was die Institution von mir haben will, und im Gegenzug will ich das, was mir die Institution bieten kann. Weil wir werden das Problem auf kaum eine andere Art lösen können, wenn wir gleichzeitig verhindern wollen, dass wir die Diversität, die wir durchaus in unseren Studierenden aktuell haben, von den verschiedenen sozialen Herkünften etc., wenn wir das nicht opfern wollen, dann werden wir den Weg gehen müssen über Studierendenberatung und über Auswahl von Studierenden und die Information von Studierenden. Dass zu uns die kommen, die auch wollen und die eine Ahnung haben, was sie hier erwartet.
Und wenn wir den Schritt geschafft haben, dass wir die Studierenden hier haben, die wirklich das studieren, was sie wollen, dann ist die Frage, ich habe da in unseren Arbeitsgruppen-Meetings mal zentriert, mein erstes Studium an der TU Graz, da stand ich in der Mathematikvorlesung mit einem sehr wissenden Professor, der sehr viel an die Tafel geschrieben hat. Es gab kein Skriptum, wo ich nichts mitgenommen habe und mir das dann für die sehr komplexe Prüfung aneignen habe müssen. Also Wissensgewinn ist super, allerdings dieses angeleitete, auch studierendenfreundliche Lehren ist nicht da. Und da müssen wir nicht ansetzen, dass wir Einzelbetreuungen haben. Aber zwischen der großen Masse an Studierenden im Frontalvortrag und aktivierenden Formaten steckt eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die wir auch in der Arbeitsgruppe diskutiert haben, wo, ich sage mal Hausnummer, wir haben halt Ressourcen gehabt wie der Kinobestuhlung lässt im Hörsaal deutlich weniger zu an aktivierenden Formaten als eine flexible Bestuhlung. Und ich weiß schon, es gibt Formate, wie wir 600 Studierende haben, da wird es dann auch schwierig, da muss man sich nach der Decke strecken. Aber es gibt in vielen Bereichen Verbesserungspotenzial, wo ich keine 25.000 € brauche, sondern wo ich auch das Geld, das ich jetzt schon habe, noch ein bisschen strecken kann und wo ich auch sehe, dass alle Lehrenden sich bemühen und ich sehe auch bei Kolleginnen und Kollegen, dass es nicht unbedingt einer Risikobereitschaft bedarf, das zu probieren, sondern ich sehe, funktioniert anderswo super, übrigens danke für das Risikobereitschaft aufnehmen, dass das funktioniert und das ist nichts, wo wir gesagt haben, da braucht es von Haus aus sofort viel Geld und natürlich, es braucht auch Geld, keine Frage, aber das war für uns nicht an der ersten Stelle. Bis zum Weg, wo wir sagen, es braucht auch viel mehr Geld, gibt es viele Möglichkeiten und da ist halt einfach so, wir haben Best Teaching Award, die exzellente Lehre wird geschätzt, aber es machen viele andere auch gute Lehrende, die das Gefühl haben, sie gehen dann ein bisschen unter und da kann man auch was tun und das motiviert die Kolleginnen und Kollegen, ihre gute Lehre zu behalten und zu verbessern. Und wenn dann noch mehr damit verknüpft ist, wie auch in Qualifizierungsvereinbarungen und Ähnlichem, motiviert es vielleicht auch noch einmal noch mehr in die Lehre zu investieren und besser zu lernen. Das wäre jetzt so von unserer Seite und ich glaube, die Frage interessiert euch genauso. Ich wollte noch eins dazu sagen, dass die große Masse an Studierenden, die gibt es ja auch oftmals gar nicht mehr so. Diese überfüllten Hörsäle, wo man die Hälfte rausprüfen muss, das ist ja auch ein Ding der Vergangenheit. Die Studierendenzahlen sinken von Jahr zu Jahr. Wir haben jetzt in der Chemie, haben wir zum Glück jetzt ein schönes Plus wieder gehabt, weil manche Vortragende so herausragend sind, glaube ich. Aber wir haben zunehmend stehen wir, glaube ich, als Universität vor dem Problem, dass unsere Studierenden eine Ressource werden, um die mehr und mehr gekämpft werden muss. Und wir sehen das auch an Beispielen aus Österreich, dass die Studierendenzahlen manchmal Levels erreichen, wo die Kritikalität nicht mehr gegeben ist und wo man sich dann die Frage stellt, wann gehen dort die Lichter aus? Also vielleicht tun wir auch gut daran, wenn wir uns einfach ein bisschen proaktiv auch um unsere Studierenden bemühen. Das geht eben mit einem wertschätzenden Umfeld, wo die Studierenden im Zentrum stehen. Gut, danke. Frau Vizerektorin für Lehre. Danke. Zunächst möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei den beiden AGs bedanken, die wirklich fantastische Arbeit geleistet haben und sehr viel Zeit investiert haben in zwei wichtige Fragestellungen, die ich Ihnen hingeworfen habe. Und ich möchte da noch einmal erwähnen, dass für mich einfach wichtig war, dass ich eine Arbeitsgruppe habe, die auf die Studierenden fokussiert und eine auf die Lehrenden. Weil beides enorm wichtig ist und keine Bevorzugung stattfinden kann zwischen diesen beiden Gruppen. Das einmal so dazu. Dann, mir ist es einfach wirklich jetzt ein Anliegen, damit auch zu sagen, das Ziel ist hier nicht, Forschung und Lehre zu trennen. Und Forschung geht ohne Lehre, Lehre geht ohne Forschung. Es gibt genügend Beispiele in ganz Österreich, aber wir sind eine Universität und wir schaffen die Quadratur des Kreises. Wir machen forschungsgeleitete Lehre und das muss einfach im Vordergrund stehen und das steht für mich auch im Vordergrund. Und es ist halt einfach aus Umständen, die uns von außen aufgedrückt werden, das ist ja mehrfach gefallen, nicht möglich oder oft nicht möglich, es wird auch sehr intensiv versucht an der Universität, aber es ist nicht immer möglich, dass
die Lehre genauso wertgeschätzt wird von den Lehrenden, von den Studierenden, von der Universität selbst, wie sie es verdient hat und wie es aber die Forschung tut, indem sie ja Geld bringt. Das ist ja im ersten Augenblick einfach bei der Ausbildung nicht so ersichtlich, dieser Mehrwert, den uns die Studierenden liefern. Den kann man einfach in Geld halt so schwer messen. Aber sie sind das, was bleibt am Ende des Tages. Das sind unsere Absolventinnen, die hinausgehen und einfach extrem auch zur Wirtschaft etc. beitragen mit ihrer Arbeitsleistung als Fachkräfte, die hoch gefragt sind. Und das ist das, was wirklich bleibt von der TU Wien. Das möchte ich einfach einmal betonen. Die Forschung ist natürlich wichtig, wir brauchen sie wie einen Bissen Brot, das ist überhaupt keine Frage. Aber am Ende des Tages zählt am allermeisten, ist meine persönliche Meinung jetzt, was unsere Absolventinnen in der Privatwirtschaft leisten und für die Reputation eben auch der TU Wien bringen. Und das ist ein ganz wichtiger Rohstoff der Universität. Ja. Ich werde diese Worte der Frau Vizerektorin als Schlussworte, als sehr passende Schlussworte nutzen. Ich bedanke mich bei den 4 Vortragenden. Herzlichen Dank. Und ich möchte nur eines erwähnen, also dass noch, weiß ich nicht wie viele Stunden, aber wir haben circa um 9.30 Uhr begonnen. Also dass in diesen Stunden, wird es kein großer Rechner, also in diesen vielen Stunden, die seit 9.30 Uhr vergangen sind, dass zu dieser vorgeschrittenen Stunde die Diskussion noch so fokussiert und aufmerksam ist, denke ich, ist eine große Wertschätzung für die Lehre und für ihre Wichtigkeit. In diesem Sinn herzlichen Dank und bis morgen.